So we can make a start. Good morning, everyone. Wir beginnen jetzt. Guten Morgen an alle. We have people from many different countries, so it's very nice to meet together in this way. Wir haben hier Zuhörer aus vielen verschiedenen Ländern. Es ist schön, euch hier auf diese Weise zu treffen. Looks like international travel is still a bit difficult and meeting together in a room. So this is we are lucky to have this Zoom method anyway. Es sieht so aus, dass internationale Reisen immer noch problematisch sind und es ist schwierig, mit vielen Leuten sich in einem Zimmer zu treffen. Und daher ist es sehr gut, dass wir wenigstens diese Zoom-Methode haben, uns zu begegnen. Today we're beginning to look at the topics that are in the book Finding Freedom. Und heute werden anfangen, mit den Themen uns auseinanderzusetzen, die in dem Buch die Freiheit zu finden sind. The first section begins with the Dhammapada, Und der erste Abschnitt beginnt mit Dhammapada, which presents a general Theravadan view. Und das ist die Darlegung der allgemeinen Sichtweise der Theravadin. It's focused on the importance of correct behavior. Und der Schwerpunkt liegt hier auf der Wichtigkeit eines korrekten Verhaltens. Behavior means that we have to be in charge of ourselves. Und Verhalten bedeutet, dass wir für uns selbst Verantwortung übernehmen müssen. And so the orientation here is rather different from that of Dzogchen, where we approach it through allowing the self-liberation of whatever is occurring. Das ist also ein völlig anderer Ansatz als jetzt aus der Sicht des Dzogchen, wo der Ansatz darin besteht, sich an der Selbstbefreiung von allem, was erscheint, auszurichten. Generally, we could say that the teachings go from the outside to the inside. Allgemein gesprochen können wir sagen, dass die Unterweisungen sozusagen von außen nach innen funktionieren. Starting with the body, with our being in the world, how we interact with others. Wir beginnen mit dem Körper und mit unserem Dasein in der Welt, mit unserer Art und Weise, wie wir mit anderen wechselwirken. And then in the final section of the book, we deal with the mind itself. Und dann in dem Endteil dieses Buchs geht es um den Geist selbst. Generally, Buddhist practice begins by taking refuge. Allgemein gesprochen beginnt buddhistische Praxis mit Zufluchtnahme. We say, I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Wir sagen, dass wir Zuflucht in den Buddha, in den Dharma und den Sangha nehmen. I don't take refuge in myself. Ich nehme nicht Zuflucht zu mir selbst. I don't take refuge in myself because I am unreliable and I'm full of confusion. Ich nehme keine Zuflucht zu mir selbst, denn ich bin nicht verlässlich und voller Verwirrung. But I can't rule myself out completely because I am the one that takes refuge in the Buddha. Aber ich kann mich sozusagen nicht vollständig ausschließen, denn ich bin ja derjenige, der die Zuflucht in den Buddha nimmt. So the starting point is to recognize that we are operating within confusion. Der Startpunkt hier liegt also darin zu erkennen, dass wir innerhalb des Bereichs der Verwirrung operieren. We have to take responsibility for what we do, although we're often not aware of what we do. Wir müssen die Verantwortung dafür, was wir tun, übernehmen, obwohl es uns oft gar nicht bewusst ist, was wir tun. And in the Dhammapada, we'll see many examples are given about how complicated this process of acting properly is. Und im Dhammapada werden viele verschiedene Beispiele dafür gegeben, wie kompliziert in der Tat dieser Prozess des Handelns ist. Now, there are many vows and rules which are taken and followed by monks and nuns in the Buddhist tradition. In der buddhistischen Tradition gibt es viele Gelübde und auch Regeln, die
von Mönchen und Nonnen befolgt werden müssen. Rules are ways of simplifying life. Und Regeln sind eine Methode, das Leben zu vereinfachen. But in the Dhammapada, we find more emphasis on ethics. Aber im Dhammapada finden wir mehr Betonung oder Schwerpunkt auf Ethik. In ethics, we have an encouragement to behave in a virtuous manner and avoid that which is unvirtuous. Ethik bedeutet hier eine Ermutigung, in einer tugendhaften Art und Weise zu handeln und das Handeln in untugendhafter Art und Weise zu lassen. This is not as simple as it might sound. Und das ist keineswegs so einfach, wie es klingt. For example, if you have to take care of aged parents, there are many difficult decisions to be made. Wenn man zum Beispiel sich um alternde Eltern kümmern muss, gibt es viele schwierige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Helping children to find a way in a very complex world, to give them some general guidelines is also very difficult. Und auch Kindern zu helfen, ihren Weg in einer sehr komplexen Welt zu finden und ihnen eine gewissere Leitlinien zu geben, ist auch manchmal sehr kompliziert. We're not coming to a simple crossroads where there's either virtue or non-virtue. Es ist nicht so, dass wir an eine einfache Weggabelung kommen, wo in die eine Richtung Tugend und in die andere Untugend steht. We find ourselves on an endless roundabout with many roads leading off. Wir befinden uns eher auf einem unendlich komplexen Kreisverkehr mit vielen Abzweigungen. So we need to be attentive to the kind of influences operating inside ourselves. Daher müssen wir uns der verschiedenen Einflüsse, die auf uns einwirken, müssen ihnen Beachtung schenken. Our tendencies, the aspects of ourselves we prefer to avoid, our impulses and so on. Das sind unsere Neigungen, Tendenzen, die Aspekte unserer selbst, die wir lieber vermeiden möchten, plötzliche Impulse und so weiter. Moreover, the world that we live in is very nuanced. Und auch die Welt, in der wir leben, ist sehr nuanciert. There are many subtle shadings in any situation. In allen Situationen gibt es viele subtile Schattierungen. The quick way is to jump into a predetermined response. Das Schnellste ist natürlich, einfach in eine vorherbestimmte Reaktionsweise zu springen. However, if we want to have the closest connection with how phenomena are actually manifesting, what the actual contours of the situation are, Wenn wir jedoch wirklich die engstmögliche Verbindung zu der Art und Weise haben wollen, wie sich Phänomene manifestieren, was die Dinge also tatsächlich sind, then we have to be able to be mindful of what is occurring. dann müssen wir die Fähigkeit entwickeln, uns dessen, was erscheint, gewahr zu sein. Very often when we think we are perceiving what is there, Sehr oft, wenn wir glauben, dass wir wahrnehmen, was da ist, we are merely projecting our habitual interpretations onto the potential of the situation. projizieren wir in Wirklichkeit lediglich unsere gewohnheitsmäßigen Tendenzen auf die Situationen. So when we say, I take refuge in the Buddha, means I take refuge in the possibility of awakening to freedom from habitual formations. Wenn wir also sagen, wir nehmen Zuflucht zu Buddha, dann bedeutet es, dass wir in Wirklichkeit in die Möglichkeit, die Freiheit von gewohnheitsmäßigen Reaktionen finden können.
Our life is a flow of experience. Unser Leben ist ein Fluss von Erfahrung. Hills, trees, birds, people. Das sind Hügel, Bäume, Vögel, Leute. They seem to be things out there, something which is not me. Sie scheinen einfach da zu sein, Dinge, die einfach da draußen sind, die nicht ich sind. And yet, actually, they are my experience. In der Tat sind sie aber meine Erfahrung. I might be standing beside you looking at what we could call the same tree. Ich könnte neben dir stehen und anschauen, was wir als den gleichen Baum bezeichnen würden. Yet, how will we know if our experience of the tree is the same? Wir würden feststellen können, ob unsere Erfahrung die gleiche ist. We assume it's the same, Wir nehmen es an, dass es die gleiche ist. but the subtle aesthetic revelation of the tree for me is something inexpressible. Aber die subtile ästhetische Offenbarung des Baumes für mich ist etwas, was jenseits von Ausdruck ist. So we tend to confirm to ourselves that we are seeing the same thing by the use of general terms. Wir versuchen natürlich, uns gegenseitig zu bestätigen, dass wir das Gleiche sehen, indem wir allgemeine, abstrakte Begriffe verwenden. This is a beautiful tree. This is an oak tree. Das ist ein wunderbarer Baum, das ist eine Eiche. This does not in any way determine experience. It projects some notion of an external reality existing in itself. Keineswegs bestimmt das die tatsächliche Erfahrung, sondern lediglich projiziert es einfach eine gewisse Vorstellung von Realität, als ob sie aus sich selbst heraus bestünde. But according to the tradition, the Buddha's experience of the world is uncompounded. Aber der Tradition gemäß ist die Erfahrung des Buddha eine unzusammengesetzte. He's not living in a world of constructs. Er lebt nicht in einer Welt von Konstrukten. To say it's an oak tree or it's beautiful is for me to project an interpretation, an identification onto this form which is there in front. Wenn ich also sage, das ist ein wunderbarer Baum und es ist eine Eiche, ist nichts anderes als eine Methode, eine Identifizierung auf das, was vor uns befindlich ist, zu projizieren. I am creating the tree for me. Ich erschaffe den Baum für mich. And because of that, my attitudes, my likes, my dislikes very quickly merge into what I take to be my pure perception. Und daher verschmelzen meine Einstellungen, meine Vorlieben und Abneigungen sehr schnell mit dem, was ich für eine reine Wahrnehmung halte. And this flow of associative thoughts arise instantly, so that even if you want to have a very non-judgmental approach, the judgments have arrived before you're able to stop them. Und dieser Fluss assoziative Gedanken entsteht sozusagen fast augenblicklich, sodass noch bevor wir überhaupt für uns beschließen können, unsere Wahrnehmung frei von Urteilen zu halten, diese Urteile bereits für uns da sind. In a sense, I am my opinions. In gewisser Weise bin ich die Menge meiner Meinungen. My personality displays itself through what I like, what I don't like, what I do more of, what I do less of. Meine Persönlichkeit zeigt sich durch die Vorlieben und Abneigungen durch die häufigeren und selteneren Betätigungen von mir. And this is just me. Und das bin einfach ich.
I'm like this. So bin ich. And on the basis of being like this, my world unfolds for me in the way that it does. Und auf der Grundlage dessen, so zu sein, entfaltet sich meine Welt so in der Art und Weise, wie sie es eben tut. I can see that I get upset about things which don't trouble my friends. Ich kann erkennen, dass ich aufgebracht bin über Dinge, die meine Freunde nicht zu beunruhigen scheinen. Now, this is strange, Ist das nicht seltsam? because if there is some truth or some force, some reality in the cause of my upset, then surely it should be acting on them as well. Denn wenn es da irgendeine Wahrheit, irgendeine tatsächliche Ursache, die da draußen ist, für mein Aufgebrachtsein gibt, dann sollte das eben auch für sie zutreffen. Yet they seem to operate in the world. They get up, they go to the shops, they make some money, they have children. Aber sie scheinen in dieser Welt zu funktionieren. Sie stehen auf, sie gehen einkaufen, sie haben Kinder, sie gehen arbeiten und so weiter. They function, although clearly they don't see the same world as I do. Sie funktionieren, obwohl sie klarerweise nicht die gleiche Welt sehen, wie ich sie sehe. When I see that, I can start to see, oh, my opinions feel profoundly true for me, but they are relative in terms of the opinions held by other people. Wenn ich das anfange zu sehen, dann kann ich erkennen, dass obwohl meine Meinungen auf tiefgründige Weise mir wahr erscheinen, sie doch letztlich relativ sind, weil es offensichtlich in der Welt Meinungen der anderen gibt, die anders sind. And this is one of the reasons why ethics is difficult. Und das ist eines der Gründe, warum Ethik schwierig ist. Because there is a unique specificity to how I am and how I construe the factors of my world. Denn es gibt eine einzigartige Spezifizität dessen, wie ich beschaffen bin und wie ich die Faktoren dieser Welt für mich konstruiere. This can make being in the world with others rather difficult. Und das kann das Zusammensein mit anderen in der Welt eher ziemlich schwierig machen. We know that children often feel a peer pressure, a kind of pressure to conform and fit in with other kids. Wir kennen das von Kindern, dass sie einen Druck seitens ihrer Altersgenossen fühlen und den Druck empfinden, sozusagen sich in ihrer Art und Weise einzufügen. They are faced with the question, how will I live? Sie begegnen der Frage, wie werde ich leben? So the quick answer is, I'll live like you. I'll pretend I'm like you. Und die schnelle Antwort ist, ich werde so wie du leben. Ich werde so tun, als wäre ich du. And we see this in the structure of dictatorial regimes and fundamentalist positions like Taliban are bringing to Afghanistan. Wir sehen diese Strukturen auch in diktatorischen Regimen und auch in fundamentalistischen Strukturen, wie zum Beispiel das, was Taliban jetzt nach Afghanistan bringt. We have the truth. Wir besitzen die Wahrheit. You should fit in. Du musst dich einfügen. If you don't fit in, we'll punish you. Wenn du dich nicht einfügst, werden wir dich bestrafen. That simplifies life. Das vereinfacht das Leben. In fact, it simplifies life by turning it into a kind of death. Und die Vereinfachung geht so weit, dass es das Leben zu einer Art Tod verwandelt. The vitality of our life is that we have our 5 sense organs constantly receiving stimuli of many different varieties, and then we have to construe this. We have to make sense of it. Aber die Tatsache unseres Lebens ist, dass wir sozusagen einen stetigen Strom der Eindrücke unserer 5 Sinnesorgane haben
eine große Varietät, eine große Mannigfaltigkeit von Eindrücken empfangen und aus diesen Eindrücken irgendeine Art von Sinn konstruieren müssen. So the Dharma teachings are saying, really, excuse me, you can't escape this responsibility. Was die Dharma-Lehren sagen, ist, dass du in Wirklichkeit dieser Verantwortung auch nicht entkommen kannst. Your existence is a process of pattern formation. Du existierst als ein unaufhörlicher Prozess von Musterbildungen. So be careful how you formulate these patterns. Also wende Sorgfalt darauf auf, wie du diese Muster formulierst. The Buddha is free of the need to do this. Der Buddha ist frei davon, das tun zu müssen. But we are not. Wir aber nicht. We live in samsara, Wir leben im Samsara, which means an ever-turning variety of possibilities. und das ist ein sich stets drehender Kreislauf von Möglichkeiten. We can move between the different realms, from the upper heavens to the lowest hells. Wir können zwischen den obersten Himmeln durch alle Bereiche hindurch zu den tiefsten Höllen wandern. That's the outer form, but on a more inner level, we move through our various moods and enthusiasms. Das ist die äußere Form, aber auf einer mehr inneren Ebene wandern wir sozusagen zwischen all den verschiedenen Formen unserer Stimmung und Enthusiasmen. Sometimes we're lazy, sometimes we're diligent and hardworking. Manchmal sind wir faul, manchmal sind wir ausdauernd und arbeiten hart. We don't usually decide to be in these particular ways. Ja, für gewöhnlich ist es nicht unsere Entscheidung, in dieser besonderen Art und Weise da zu sein. We find ourselves with a rising enthusiasm or a feeling of can't be bothered. Wir finden uns selbst in einem Strom aufkommenden Enthusiasmus oder in dem Gefühl, lass mich in Ruhe wieder. That is to say, I act according to what is arising for me. Dann ein Wort, ich handle auf der Grundlage dessen, was mir erscheint. And who I am in that moment is what is arising for me as the presentation of this is how I am. Und wer ich in dem Augenblick bin, ist das, was für mich ersteht als die Darstellung dessen, was ich bin. This is very dynamic. Und das ist ein sehr dynamischer Prozess. If we are not alert and awake and mindful, we're going to get swept away by these habit formations. Wenn wir nicht sehr wach und aufmerksam und voller Geistesgegenwart sind, dann kann uns passieren, dass wir von all diesen Formationen weggeschwemmt werden. Buddhism is you could say, is a vast culture. Buddhismus ist man könnte es so sagen, sehr weit umfassende Kultur. It has many flavors, and because it's been around for a long time, it has answers to all our life questions. Er hat sehr viele verschiedene Geschmäcker und weil er auch so lange schon da ist, hatte Antworten auf alle möglichen Fragen, die wir stellen können. So, Buddhism is saying you have had previous lives. Der Buddhismus sagt uns, du hast schon vergangene Leben gehabt. And when you die, you will have more lives. Und wenn du stirbst, wirst du weitere Leben haben. Unless you have managed to release yourself from the momentum of reactivity which generates these pattern formations. Es sei denn, du hast dich aus diesem Momentum, diesem Impuls der Reaktivität befreit, die diese Musterbildung generiert.
In the literature, we can read accounts of the Buddha's previous lives and the many things he did to help him on his spiritual path. In der Literatur gibt es Berichte von vergangenen Leben des Buddha und von den Dingen, die er da tat, als Unterstützung seines spirituellen Pfades. Previous lives mean that when you are born with tendencies. Und vergangene Leben bedeuten insbesondere, dass wenn du geboren wirst, du bereits mit Tendenzen ausgestattet bist. It's not a fresh start. Das ist kein Neustart. There's already a coloration permeating the attitudes and ways of being of the baby. Da ist bereits eine Färbung der Einstellung, der Haltung oder der Art und Weise, wie ein Baby da ist. Some babies are born with healthy bodies, others have many health problems. Manche Babys werden mit gesundem Körper geboren, andere haben viele Gesundheitsprobleme. In a modern materialist view, we say, oh, this is due to some genetic inheritance. In der modernen materialistischen Sichtweise sagen wir, ach, das liegt einfach an der Vererbung von bestimmten genetischen Merkmalen. Or some problem in the birth process. Oder es liegt an irgendeinem Problem während des Geburtsvorgangs. These things happen. Diese Dinge geschehen. If it's DNA, should you blame the parents? Wenn es die DNA ist, sollte man vielleicht die Eltern dafür schuldig halten. If the birth process was difficult, should one blame the doctor? Wenn die Geburt schwierig war, sollte man den Arzt dafür schuldig halten. If we can't find someone to blame or be responsible, we just say, oh, it's hard, life is hard. Wenn wir niemanden finden, den wir für schuldig halten können, dann sagen wir einfach, das Leben ist einfach hart. But from Buddhist point of view, all phenomena arise from causes. Aber aus der buddhistischen Sichtweise entstehen alle Erscheinungen, Phänomene aus Ursachen. And these causes have an ethical basis. Und diese Ursachen haben eine ethische Basis. This is a very challenging view for Western materialist people. Und das ist für westliche, materialistisch angestellte Leute eine sehr herausfordernde Sichtweise. Our particular experience of the world manifests according to the qualities arising from the propensities we have developed through previous activity. Unsere spezielle Art und Weise da zu sein, entsteht aus den Neigungen, aus den Antrieben, die durch vorherige Aktivitäten hervorgebracht wird. It's not an accident. Und sie ist kein Unfall. It's not bad luck. Und kein schlechtes Geschick. It is the result of previous activity. Es ist ein Resultat vorangehender Aktivitäten. There's a well-known saying where the Buddha says, if you want to know about your previous life, look at your present body. Es gibt ein berühmtes Sprichwort, in dem es heißt, in dem Buddha sagt, wenn du Bescheid wissen willst, wie deine vergangenen Leben waren, schau deinen Körper dieses Lebens an. And if you want to know about your future body, say where you will be reborn, then look at your present activity. Und wenn du wissen willst, wie dein künftiger Körper sein wird, also mit anderen Worten, wo du wiedergeboren wirst, schaue deine gegenwärtige Aktivität an. What this does is it puts each individual at the very center of their life. Was es tut, ist, dass jedes Individuum genau im Mittelpunkt seines eigenen Lebens gestellt wird. It's not saying you should just take up a position and hold on to it. Das sagt nicht, dass man irgendeine Position ergreifen und daran festhalten muss. It's not about a creed or a dogma that you should believe in. Es ist kein Credo oder kein Dogma, an das man glauben muss. But rather, it's to see that moment by moment,
I make decisions. Es dient dem zu erkennen, dass ich Moment für Moment, Augenblick für Augenblick Entscheidungen treffe. Am I present in that decision-making process? Bin ich in diesem Entscheidungsprozess tatsächlich gegenwärtig? Am I attentive to both the immediate and the later consequences of this action? Bin ich bereit, sozusagen auch die späteren Konsequenzen und auch die unmittelbaren Konsequenzen dieses Handelns zu erkennen? It's up to me. Das liegt an mir oder bei mir. No one else can live my life for me. Niemand anders kann mein Leben für mich leben. There's no one to blame. Und es gibt niemanden, den wir beschuldigen können. My life is mine. Mein Leben ist mein Leben. Blaming my parents won't take me very far. Das Beschuldigen der Eltern wird mich nicht sehr weit bringen. I find today this is my situation. This is how I am. Heute finde ich heraus, das ist meine Situation, das ist, wie ich bin. I myself have to decide how to proceed. Und ich selbst muss mich entscheiden, wie ich von da aus weitermache. So when we take refuge in the Buddha represents awakening out of the narrow blinkers which encourage us to formulate our decisions without accessing the wider field in which we participate. Wenn wir also Zuflucht zu Buddha nehmen, dann ist das eine Ermutigung, uns frei zu machen von diesem engen Tunnelblick, von den Scheuklappen und das weitere Feld, in dem unsere Entscheidungen getroffen werden, in den Blick zu nehmen. Those of us who are blessed with living in England, Jene von uns, die gesegnet sind, damit in England zu leben, experience this with the consequences of Brexit. erfahren das mit den Konsequenzen von Brexit. We say, go away, Europe, we don't like you. Wir sagen, Europa, geh weg, wir mögen dich nicht. But we need to trade with Europe. Aber wir brauchen den Handel mit Europa. I hate you, but I need you. Ich hasse dich, aber ich brauche dich. This kind of feeling is, in terms of psychology, one of the identifiers of a borderline personality structure. Diese Art von Gefühl ist aus der Sicht der Psychologie eine der Strukturmerkmale von einer Borderline-Persönlichkeitsstruktur. Borderline means structurally unstable. Borderline, Grenzlinie bedeutet strukturell instabil. That there is a fault line running through, I need you and I hate you, but I need you. Da gibt es sozusagen eine Bruchlinie, die durch uns hindurchläuft. Ich hasse dich, aber ich brauche dich. Now, if we are not entirely stupid, we realize that if we need someone, we shouldn't keep saying, I hate you to them. Und wenn nicht vollkommen verblödet sind, sollte uns klar sein, dass wenn wir jemanden brauchen, dass wir nicht permanent sagen können, ich hasse dich. Because when Britain says to France, we hate you, sooner or later the French say, yeah, good, we hate you too. Denn wenn die Briten Europa brauchen, aber dann zu Frankreich sagen, wir hassen euch, wird früher oder später Frankreich sagen, ja gut, trifft sich gut, wir euch auch. So this is what happens when you don't have attention to the wider field within which you are operating. Das ist das, was passiert, wenn man das weitere, umfassende Feld, in dem man operiert, nicht beachtet. And this is why, in order to
make some progress on the path, we need some meditation practice. Und das ist der Grund dafür, warum wir, um auf dem Weg einiges an Fortschritt zu machen, auch die Meditationspraxis brauchen. So the basic practice, which is available in all the schools of Buddhism, is shamatha. Und die grundlegende Praxis, die verfügbar ist in allen Schulen des Buddhismus, ist die Praxis von Shamatha. So a practice for becoming calm. Das ist eine Praxis, um ruhig zu werden. Calm means not in a hurry. Und ruhig bedeutet hier nicht in Eile zu sein. Not impulsive, not leaping. Nicht impulsiv zu sein, nicht immer zum Sprung ansetzen. Peace arrives when we don't have to be involved. Frieden entsteht, wenn wir nicht involviert sein müssen. If you have to, then you don't really have a choice. Wenn wir müssen, dann haben wir nicht wirklich eine Wahl. And if you don't have a choice, you don't have freedom. Wenn du keine Wahl hast, hast du auch keine Freiheit. So when we become peaceful, many options, many possibilities still display themselves all around us and inside us. Wenn wir also friedlich werden, dann werden sich viele Optionen und Möglichkeiten um uns herum und auch innerlich zeigen. But we now have a sense that when an impulse arises, Aber jetzt haben wir das Empfinden, dass wenn ein Impuls aufkommt, it is part of the field. dieser Impuls ein Teil des Feldes ist. For example, if I look out the window, I see scaffolding on the house across from me. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich am Haus gegenüber ein Gerüst. So a thought might arise in my mind, oh, are they repairing the roof? Und könnte der Gedanke stehen in meinem Geist, die reparieren wohl das Dach. That could lead me into thinking about the roof on my own flat. Und das könnte mich zu dem Nachdenken über das Dach über meinem eigenen Apartment führen. Because thoughts tend to seek other thoughts for companionship. Denn Gedanken suchen in der Regel nach Komplizen in Form anderer Gedanken. But if I see that, the perception of scaffolding is arising, Wenn ich aber sehe, dass die Wahrnehmung eines Gerüsts aufkommt and the thought concerning the scaffolding is arising, und da kommt ein Gedanke, der dieses Gerüst betrifft, and I am attentive to both, und ich bin aufmerksam beiden gegenüber. I don't have to be pulled into alignment and fusion with the commentary thought about the scaffolding. Ich muss mich also nicht hineinziehen lassen in Ausrichtung und Verschmelzung mit den ganzen Kommentaren bezüglich des Gerüstes. Because there are two aspects to moving towards becoming Buddha. Es gibt zwei Aspekte der Bewegung in Richtung auf Buddha werden. And they're expressed in the Tibetan word for Buddha. Und sie werden auch ausgedrückt in dem tibetischen Wort für Buddha. In Tibetan they say Sangye. Im Tibetischen heißt es Sangye. Sang means to purify and Gye means to increase. Sang bedeutet reinigen und Ge bedeutet vermehren. To purify is to let go of the dirt, to let go of the entanglement in the mess which is potentially all around. Zu reinigen bedeutet, den Schmutz loszulassen, die Verwicklung in dem Durcheinander, das potenziell überall um uns herum ist, loszulassen. If you don't respond to the mental arising, whether it's a thought or a memory or a feeling,
Wenn du nicht auf das, was steht, reagierst, ob das jetzt ein Gedanke, ein Gefühl, eine Empfindung ist, because of the basic fact that every arising thing is a passing thing, wird aufgrund der Tatsache, dass jedes erstehende Ding auch ein vorübergehendes Ding ist, this impermanence will carry the provocative thought away. wird diese Unbeständigkeit, diese Vergänglichkeit den provozierenden Gedanken auch wegtragen. You don't need to get rid of it by yourself. Du musst nicht selbst diesen Gedanken loswerden. Your non-reactivity is the purification of the tendency towards involvement. Deine Nichtreaktivität ist bereits eine Reinigung der Tendenz zum Involviertsein. When we don't have patience, when we feel identified with the ego self, which is always hungry, Wenn wir keine Geduld haben und wenn wir die Identifikation mit dem Ego selbst empfinden, das ja immer hungrig ist, then the fact that something is occurring is stimulating. Either we enjoy it and we want more of it, or we don't like it and we want less of it. dann wird das, was erscheint, die Tatsache, dass es erscheint, bereits ein Stimulus sein. Wir werden entweder es mögen und mehr davon haben wollen, oder wir werden es nicht mögen und weniger davon haben wollen. So there is a stimulus, there is someone who is stimulated, which is me, and there is the response. Es gibt hier also einen Stimulus, dann gibt es jemanden, der stimuliert wird, nämlich ich, und dann gibt es die Antwort, die Reaktion. I can't stop thoughts, feelings, sensations, perceptions from occurring. Ich kann die Gedanken, Empfindungen, Gefühle und Wahrnehmung nicht anhalten. Ich kann sie nicht aufhören lassen zu erscheinen. If I'm troubled by smoking, I can't stop the sale of cigarettes. Wenn mich das Rauchen aufbringt, dann kann ich dennoch nicht den Verkauf von Zigaretten stoppen. If I'm troubled by drinking too much, I can't close down all the alcohol shops in the country. Wenn ich von dem zu viel Alkohol trinken beunruhigt bin, dann kann ich nicht bewirken, dass alle Alkoholläden im Land geschlossen werden. The stimulating object will always be there. Das stimulierende Objekt wird immer da sein. But I am the one who is stimulated. Aber es bin ich, der hier stimuliert wird. This is the side of control, not in the object, but in myself. Das ist sozusagen der Ort, der Sitz der Kontrollmöglichkeit, nicht da draußen im Objekt, sondern in mir selbst. So if I want to take responsibility for my actions, to have an intentional, virtuous way of living my years, Wenn ich also Verantwortung für meine Handlungsweise übernehmen will, wenn ich eine absichtsvolle und tugendhafte, positive Art und Weise entwickeln will, meine Lebensjahre sozusagen zu vollbringen, then I need to move from being reactive to being proactive. dann muss ich mich von Reaktivität zu Proaktivität wegbewegen. Say, I will practice only virtue. Und sagen, ich werde nur Tugend praktizieren. This has little meaning if I'm under the power of my compulsive habits. Das hat natürlich wenig Bedeutung, wenn ich dennoch der Macht meiner zwanghaften Impulse unterliege. So the seeming immediate connection and fusion between stimulus and stimulated consciousness needs to be looked at. Und diese unmittelbare Verbindung, diese scheinbare Verbindung zwischen dem Stimulus und dem, was stimuliert wird, die muss eben auch wirklich genau angeschaut werden. The feeling I have to. Dieses Gefühl, ich muss, I don't have a choice. ich habe keine Wahl.
Is this true? Ist es wahr? The habit has made the response so automatic. It seems to occur before I notice the choice point. Die Gewohnheit der Reaktivität, der Reaktion hat das Reagieren so automatisch gemacht, dass ich diese Reaktionen oder diese Entscheidung treffe, noch bevor ich überhaupt erkenne, wo dieser Entscheidungspunkt liegt. So this is why we do this basic practice of shamatha. Das ist der Grund, warum wir diese grundlegende Praxis von Shamatha verrichten. It's very helpful for allowing us to quieten habit formations in order to have a clearer experience of the potential of the situation. Das ist sehr hilfreich, um die Formation von gewohnheitsmäßigen Tendenzen zu beruhigen und zu erkennen, wo eigentlich die eigenen Möglichkeiten der Wahl liegen. It's a very simple practice to do. Das ist eine sehr einfache Praxis, die man tun kann. But that doesn't mean that it's easy. Was aber nicht heißt, dass es leicht oder einfach geht. We need to find a simple object to focus our attention on. Wir müssen ein einfaches Objekt finden, auf dem wir unsere Aufmerksamkeit ruhen lassen. You can use a small round pebble. Es wird ein kleiner runder Kieselstein sein, which is completely neutral and has no hooks. der vollkommen neutral ist und sozusagen keine Häkchen hat. Or you can have a small statue of the Buddha where the hook of your belief in the Buddha, your devotion, helps to fix your attention. Oder man könnte eine kleine Statue von des Buddha wählen, wo der Haken der eigenen Hingabe hilft, die Beachtung zu fokussieren. And similar to that, you can use religious symbols like specific letters like A. Ähnlich kann man auch religiöse Symbole verwenden, wie zum Beispiel spezifische Schriftzeichen wie das A. But generally we use the sensation of the breath at the nostril. Aber allgemein wird die Empfindung des Atems an den Nasenflügeln benutzt. The reason we use this is because it's quite subtle. Der Grund, warum wir das benutzen, ist, weil es ziemlich subtil ist. This is an encouragement that you have to pay attention. Und das ist eine Ermutigung, wirklich Beachtung zu zollen. Often our attention is dispersed. It gets refracted through the many shiny objects that we see. Oft wird unsere Aufmerksamkeit zerstreut und gebrochen in viele Richtungen durch die strahlenden Objekte, durch die vielen strahlenden Objekte, die wir sehen. So this practice depends on a clear intention. I am going to pay attention to the sensation in my nostrils generated by the movement of the breath coming in and going out. Diese Praxis beansprucht also wirklich eine klar formulierte Intention, zu sagen, ich werde jetzt meine Aufmerksamkeit auf die feinen Empfindungen an den Nasenflügeln richten, die durch die Hinein- und Hinausbewegung des Atems erzeugt werden. So that's quite a kind of neutral intention. I will pay attention. Das ist also eine relativ neutrale Intention, Beachtung zu zollen. But implicit in this is a reconfiguration of our hierarchy of values. Aber implizit darin befindet sich auch eine Umgestaltung unserer Wertehierarchie. Because actually the sensation of the breath in the nostrils is not very interesting. Denn in Wirklichkeit ist natürlich die Empfindung des Atems an den Nasenflügeln nicht so interessant.
we have many sensations, memories, feelings, and so on, which are very interesting. Wir haben viele Empfindungen, Gefühle, Erinnerungen und so weiter, die sehr interessant sind. So by fixing our attention on the breath, we are allowing the fascination which seems to be inherent in the object to be revealed as a quality of the mind. Indem wir also unsere Aufmerksamkeit auf den Atem fixieren, erlauben wir, dass die Faszination, die wir mit den übrigen Geistesobjekten für uns besteht, an Bedeutung verliert. So if a memory arises in my mind of some nice event, Wenn zum Beispiel also eine Erinnerung an, sagen wir mal, ein schönes Ereignis in meinem Geist aufkommt, this is relative to my having the memory, it's having something to do with me. und das ist aber relativ einfach zu meiner Erinnerung. Das hat etwas mit mir selber zu tun. It doesn't have resonance for other people. Das hat keine Resonanz für andere Leute. The power of the memory is in the rememberer. Also die Macht der Erinnerung befindet sich in dem, der erinnert. I am saying it is interesting. Das bin ich, der sagt, das ist interessant. So, for example, if I like taking photographs, Zum Beispiel, wenn ich gerne Fotografien mache and I go on holiday and take many, many photographs, und dann gehe ich in Ferien und dann mache ich viele, viele Fotografien. and then I invite you round for 5 hours to watch my holiday photographs. Und dann lade ich euch alle ein und werde euch 5 Stunden lang die schönen Fotografien meines Urlaubs zeigen. I think we can predict that I will be more interested in my photographs than you will be. Ich denke, wir können ohne weiteres vorhersagen, dass ich selber an meinen Fotografien mehr Interesse haben werde als ihr. We're looking seemingly at the same photograph, Wir schauen also die scheinbar gleiche Fotografie an, but you don't see what I see, aber du siehst nicht, was ich sehe. because the value and the interest is in the mind, it's not in the photograph. Denn der Wert und auch das Interesse befinden sich im Geist und nicht in der Fotografie. Now, if you see that, if that really rings true for you, then you start to see, oh, it is my own mental formations, which is the basis for distraction in meditation. Und wenn wir das wirklich erkennen können, wenn uns das wirklich als wahr erscheint, was hier gerade gesagt wurde, dann können wir anfangen zu sehen, dass die Basis für Ablenkung genau in meinen eigenen mentalen Formationen liegt. So, to do the practice, we can do some just now. Um diese Praxis machen zu können, also wir können jetzt welche machen. Sit in a comfortable way with your spine straight, so that the weight of your head is passing down the spine. Sollten wir in einer komfortablen Art und Weise sitzen, sodass der Rückgrat gerade ist und das Gewicht des Kopfes tragen kann. The tongue is resting on the hard upper palate. Und die Zunge ruht auf dem Gaumen oben. The chin is slightly tilted down. Das Kinn ist etwas nach unten gerichtet. The gaze is not fully open and not fully closed, but a little open and looking down the line of the nose. Der Blick ist, oder die Augen sind nicht ganz auf, aber auch nicht ganz geschlossen und schauen entlang der Nasenrückenlinie nach unten. The hands are crossed in the lap with the thumbs touching. Die Hände berühren sich im Schoß, wobei die Daumen sich berühren. And the breath Entschuldigung, die Hände kreuzen sich im Schoß, Daumen berühren sich. And the breath is allowed to move in just in a regular, easy way. You're not forcing it.
but just allowing it to go. And then we start by just bringing our attention onto the breath. Und wir gestatten den Atem einfach zu fließen, hinein, hinaus, ohne irgendwas Besonderes damit zu tun. Und wenn wir das machen, dann beginnen wir einfach den Atem zu fühlen. So we'll sit like this for about 15 minutes. Und so in dieser Weise sitzen wir etwa 15 Minuten. Okay. So this is a very simple and profound practice. Das ist eine sehr einfache, aber tiefgründige Praxis. It brings us into relation with sensation. Wir bringen uns sozusagen mit den Empfindungen in Beziehung. So if you take your finger and you run it down your naked arm, you have a sequence of sensations. Wenn du mit dem Finger über deinen nackten Arm streichst, dann hast du eine Folge von Empfindungen. Each micro moment of sensation is there and then gone. Jeder mikroskopische Augenblick der Empfindung ist da und dann wieder weg. The sensation is undeniable and ungraspable. Die Empfindung ist nicht zu leugnen, aber auch nicht zu greifen. And this is at the heart of the Buddha's teaching. Und das ist am Herzen der Lehre des Buddha. There are no enduring, self-existing entities. Es gibt keine dauerhaften, aus sich selbst heraus bestehenden Entitäten, Dinge. Entities are concepts. Entitäten oder Dinge sind Konzepte. And concepts like sensations are here and then gone. Und Konzepte wie auch Empfindungen sind hier und dann weg. But because the concept seems to be referring to something real out there, enduring, Da aber das Konzept scheinbar sich auf etwas bezieht, was da draußen da ist, real und dauerhaft ist, it becomes a basis for the construction of palaces in the air. wird das zur Grundlage der Konstruktion von Palästen in der Luft. The past, the future. Die Vergangenheit, die Zukunft. The past is gone. The Die future hasn't come. Die Vergangenheit ist weg und die Zukunft ist noch nicht da. They don't exist. Sie existieren nicht. But we can talk about them very clearly as if they exist. Aber wir können sehr klar über sie reden, als ob sie existieren würden. So when you stay with this practice, excuse me, just with the sensation, there's nothing to hold on to. Wenn man also mit dieser Praxis verweilt, einfach mit der Empfindung verweilt, dann gibt es da nichts, woran man festhalten könnte. The object is elusive. Das Objekt ist flüchtig, entzieht sich. And yet manifesting. Und doch manifestiert es sich. And so attention has to be very precise. Und so muss die Beachtung eine sehr präzise sein. Now, because this is difficult to do, we tend to substitute concepts. Da es aber schwierig zu machen ist, neigen wir dazu, stattdessen Konzepte einzubringen. And go off on a little journey thinking about something. Und auf kleine Reisen, auf kleine Trips ausbrechen und über irgendetwas nachdenken. The seduction of the concept is it appears to be apprehendable. Die Verführung, die im Konzept liegt, ist, dass es als begreifbar erscheint. Let's think about climate change. Let's think about the causes of war. Lass uns über die Klimaveränderung nachdenken. Lass uns über die Ursachen des Kriegs nachdenken.
The more we rely on a thought, more thoughts arise. Je mehr wir uns auf Gedanken verlassen, desto mehr Gedanken erscheinen. And then we find that the object of our attention is the thought Und and dann, not the attention. und dann finden wir heraus, dass das Objekt unserer Beachtung der Gedanke ist und nicht die Empfindung. So whenever you find yourself distracted in the practice, wandering in a realm of thoughts, feelings, memories, plans, Wann immer wir uns also in unserer Praxis abgelenkt finden und in Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen, Gefühlen und so weiter herumwandern, then just very gently bring your attention back to the sensation. dann bringe die Aufmerksamkeit auf eine sehr sanfte Weise zurück zur Empfindung. If you stay with the sensation, it brings you here. You are present. Wenn du mit der Empfindung verweist, dann bringt sie dich ins Hier, du bist gegenwärtig. If your attention follows the thought, it takes you there, somewhere, and then vanishes and leaves you nowhere. Then you have to come back to the thought. Wenn du aber bei dem Gedanken bleibst, dann führt dich das ins Nirgendwo und verlässt dich und dann bist du nirgendwo und musst zum nächsten Gedanken zurückkehren. If you're going to meditate, it's vital to know how easily you get distracted. Wenn du meditieren möchtest, ist es vital wichtig zu wissen, wie einfach du abgelenkt wirst. Because if this is happening when you're sitting doing the practice, Denn wenn das geschieht, während du die Praxis im Sitzen machst, we can assume that it's going on when you're out walking, driving your car, talking with other people. dann können wir die Annahme treffen, dass das auch passieren wird, wenn du draußen bist, umhergehst, Auto fährst, mit anderen Leuten sprichst. The flow of these inner formations creates a ever shifting, subtle undertone. Dieser Fluss der inneren Formulierung oder Formierungen lässt einen stets sich wandelnden, subtilen Unterton stehen. It's like a kind of palimpsest where you're writing on some old document and the traces of the old document are coming through the new writing. Das ist wie in einem Palimpsest, wo du auf einem alten Dokument schreibst und die Spuren dieses alten Dokuments durch das neue Schreiben zum Vorschein kommen. And these insistent and organizing and influencing traces of the past provide an unconscious orientation for the reactions we make to current situations. Und diese beharrliche, ständig aufkommenden Spuren der Vergangenheit, die uns beeinflussen, die uns gewissermaßen ausrichten, die stellen eine subtile Form des Einflusses auf die Reaktionsweise auf die gegenwärtige Situation her. So the key thing is recognize that you're going off on a little journey. Das heißt, jedes Mal, wenn du erkennst, dass du auf eine kleine Reise weggegangen bist, and very gently return to the sensation of the breath. Dann kehre sehr sanft zurück zu der Empfindung des Atems. If you think about where you went and why you got lost and so on, it's just thought upon thought. Wenn du darüber nachdenkst, wohin du gegangen bist, warum du auf Abwege geraten bist und so weiter, dann ist es lediglich das Aufhäufen von Gedanken über Gedanken. If you blame yourself and think this shouldn't be happening, I can't meditate and so on, that's just another kind of thought production. Und wenn du dich beschuldigst und sagst, das sollte gar nicht passieren, dann ist das nichts anderes als noch eine weitere Produktion von Gedanken.
Our aim is to become calm, Unser Ziel ist, zur Ruhe zu finden. so we should avoid any unnecessary excitation. Dann sollten wir auch jede unnötige Aufregung vermeiden. Okay, so we take a break now until we'll have a break till 10 to the hour. Wir machen also jetzt unsere Pause, eine halbe Stunde bis 10 vor mitteleuropäische Zeit. Es ist dann 10 vor 1. Good. Okay, see you at 10 to. See you, James. So, in the Nyingmapa tradition, where I have had my main Dharma experience, we talk of 9 different yanas or vehicles. In der Nyingma-Tradition, wo ich meine hauptsächliche Dharma-Erfahrung gesammelt habe, sprechen wir von den 9 verschiedenen Yanas oder Fahrzeugen. Each of these yanas is part of our Dharma practice. Und jedes dieser Yanas ist ein Teil unserer Dharma-Praxis. Dzogchen is part of this, but also this general approach to Buddhism, what we call this Hinayana view or Mahayana view, Tantric view, it's all valid. Dzogchen ist natürlich ein Teil davon, aber auch die allgemeinen Sichtweisen des Buddhismus, von denen wir sprechen, sei es in Hinayana, Mahayana oder Tantra, sind alle gültig. So it's important that when we go to the tradition, we have respect for the lineage. Es ist also wichtig, wenn wir in die Tradition gehen, dann müssen wir auch Respekt für die Linie haben. That is to say, we start by knowing, oh, I'm wandering in samsara, I have many problems, I need help. Wir müssen also als Ausgangspunkt die Feststellung nehmen, dass ich im Samsara herumwandere, ich habe viele Probleme, ich brauche Hilfe. Our modernist view is concerned with innovation and improvement. Unsere modernistische Sichtweise befasst sich viel mit Innovation und Verbesserung. But the Dharma does not need us to improve it. Aber der Dharma braucht uns nicht, um verbessert zu werden. We see what is happening with things like mindfulness being turned into some new fabricated system and Advaita Vedanta being cut free from its roots in India. Wenn wir sehen, was passiert, wenn zum Beispiel in diesen Mindfulness-Systemen sozusagen etwas zu einem eigenen System ausgebaut wird oder die Advaita Vedanta in Indien von den Wurzeln losgeschnitten wird. Finding faults with the other is easy and limiting. Fehler an anderen zu finden, ist einfach, aber auch begrenzend. Whereas devotion, faith opens the heart and allows us to be revealed to ourselves. Währenddessen ist Hingabe und Glaube etwas, was das Herz öffnet und uns gestattet, sozusagen unser So-Sein durch sich selbst sich zu enthüllen. And so I would suggest if you look carefully into these general Buddhist teachings, the basis of the frame of reference we have, we will find the seeds of the Dzogchen view inside. Und ich würde sagen, wenn wir sorgfältig in die allgemeinen Texte des Buddhismus schauen, in die Samen, in die Sichtweisen, die dort vertreten werden, schauen, werden wir finden, dass darin bereits die Samen der Sichtweise des Dzogchen auch zu finden sind. So, for example, from this collection, the Udana, there's a small quotation which I shall go through with you. Zum Beispiel aus dieser Sammlung Udana gibt es hier einen kleinen Zitat, den ich mit euch zusammen anschauen will. You can find this in the Tripitaka.
in the collected teachings of the Buddha. Und das kann man in der Tripitaka, in den gesammelten Lehren des Buddha finden. So the Buddha says, Bahiya, you should so train yourself that. Da sagt Buddha Bahia, du solltest dich auf folgende Weise üben. In the seen, there will just be the seen. In dem Gesehenen wird nur das Gesehene sein. In the heard, there will just be the heard. In dem Gehörten wird nur das Gehörte sein. In the sensed, there will just be the sensed. In dem Empfundenen wird nur das Empfundene sein. In the mentally discerned, there will just be the discerned. In dem mental Unterschiedenen wird nur das Unterschiedene sein. So you should train yourself. So solltest du dich trainieren. When you do this, then you, Bahiya, Wenn du das tust, dann wirst du Bahia will not be standing in relation to that. dann wirst du nicht in einer Beziehung dazu stehen. When you are not standing in relation to it, you will not be in it. Wenn du nicht in einer Beziehung dazu stehst, dann wirst du auch nicht darin sein. When you are not in it, you will be neither here, there, or in between the two. Wenn du nicht darin bist, dann wirst du weder hier noch dort sein, noch dazwischen. This alone is the end of suffering. Das alleine ist das Ende des Leidens. So this is a very nice explanation of what in Dzogchen we talk about non-contrivance, unartificiality. Das ist eine sehr schöne Erklärung dessen, was wir in Dzogchen als Ungekünsteltheit, Freiheit von Künstlichkeit bezeichnen. Leaving appearances as they are. Die Erscheinungen sich selbst überlassen, wie sie sind. Not adding our commentaries, interpretations. Ohne unsere eigenen Kommentare oder Interpretationen hinzuzufügen. So that in what you see, there is just what is seen. Was du siehst, ist also einfach, was du siehst. In what you hear, there is just what is heard. Wenn du hier hörst, dann hörst du das, was gerade gehört wird. This means you become receptive. Und das bedeutet, dass du empfänglich wirst. You're not the master, you're not having to cook it up, you're not having to prepare things. Du bist nicht der Meister, du musst es nicht aufkochen, du musst die Dinge nicht vorbereiten. It is our urge to prepare, to cook, to add ingredients that causes the confusions of samsara. Oder zubereiten. Und es ist genau unser Drang danach, zu kochen, zuzubereiten, die Zutaten sozusagen hinzuzufügen, die Ursache unseres in Samsara-Seins ist. When I tell the world what it is, this is samsara. Wenn ich der Welt sage, was sie ist, dann ist das Samsara. When the world shows me how it is, that's nirvana. Und wenn die Welt mir zeigt, wie sie ist, dann ist das Nirvana. So excessive mental activity is unnecessary and unhelpful. Und so ist also übermäßige mentale Aktivität unnötig und auch nicht hilfreich. That's why this basic practice of shamatha, of allowing the mind to calm by not stimulating it, is very important. Das ist der Grund, warum diese grundlegende Praxis von Shamatha, des Gestatten, dass sich der Geist beruhigt und dass er nicht stimuliert wird, sehr wichtig. Now, when we look around the world, we see that there are very few people who are seemingly very interested in Buddha Dharma. Wenn wir uns in der Welt umherschauen, dann werden wir erkennen, dass es scheinbar doch sehr wenige Menschen gibt, die am Buddha Dharma interessiert sind. Materialist culture is very seductive because it offers an instant gratification. Materialistische Kultur ist sehr verführerisch, denn sie bietet uns sofortige Befriedigung.
we have a chance to practice Dharma. Und wir haben eine Chance, den Dharma zu praktizieren. That chance is, of course, available for everyone, but they don't avail themselves of it. Diese Chance ist natürlich für alle verfügbar, aber sie selbst machen sich nicht verfügbar dafür. So in the teachings of Tsongpa that we've looked at some aspects of, In den Unterweisungen von Dzogchen, dessen einige Aspekte wir angeschaut haben, which is in the simply translated in the book Simply Being, und die Übersetzung hiervon ist zum Beispiel in dem Buch Simply Being zu finden. he describes how there are 5 kinds of human life. Beschreibt Dzogchen, wie es denn dann 5 verschiedene Arten menschlichen Lebens gibt. The first is a mere human existence, which means being born in a country where the Buddha has never been or the sound of Dharma has never been heard. Und die erste ist die bloße menschliche Existenz, was bedeutet, in einem Land geboren zu sein, in dem der Buddha niemals war und keine Spur des Dharma gehört wurde. Which means you follow the tendencies of your senses with your cultural beliefs, maybe in animal sacrifice, human sacrifice, rigid rules from some revealed holy book. Das bedeutet, dass du einfach ein Leben führst, in dem du deinen Sinnen folgst und den kulturell überlieferten Verhaltensweisen folgst, vielleicht Tieropfergaben oder gar Menschenopfern frönst und ansonsten irgendwelchen starren, rigiden Regeln eines offenbarten heiligen Buchs folgst. It's called a mere human existence because there's no space or curiosity to examine what it means for me to be me. Who am I? What is the basis of my being here? Das heißt, bloße menschliche Existenz deswegen, weil es darin keinen Raum gibt, Neugierde oder Fähigkeiten zu entwickeln, die Situation zu untersuchen, festzufragen und festzustellen, was bedeutet es, ich zu sein, warum bin ich hier und so weiter. Secondly, there is an ordinary human existence, which means not being able to distinguish clearly between good and bad actions. Dann gibt es die gewöhnliche menschliche Existenz. Das bedeutet, nicht in der Lage zu sein, klar zwischen guten und schlechten Handlungen zu unterscheiden. Making food, clothes, and fame of principal importance, one passes all one's time on these. Indem man Nahrung, Kleidung und Ruhm zu den hauptsächlichen Anliegen des Lebens macht, verbringt man sein Leben eben in der Verfolgung dieser Ziele. Oh, we see that this is increasingly the way of existence of many, many people. Wir können erkennen, dass das zunehmenderweise die Existenzweise vieler Leute ist. Being cut free of traditional cultures, Losgeschnitten zu sein von traditionellen Kulturen. one's attention goes towards the surface, towards food, clothing, pleasure, and then we die. Geht die eigene Aufmerksamkeit zu der Oberfläche, zu Nahrung, Kleidung, Vergnügen und dann sterben wir. A misguided human existence, the third kind, means that, for example, if one is offered 100 measures of Dharma or 1 measure of wealth, one chooses the wealth. Und eine fehlgeleitete menschliche Existenz, also der dritte Aspekt ist, dass wenn einem 100 Maß Dharma oder 1 Maß Reichtum angeboten wird, man sich für dieses eine Maß Reichtum entscheiden wird. The paths to depth and clarity are ignored. In the paths to superficiality are privileged. Die Pfade zu Tiefe und
und Entwicklungen werden ignoriert und der Pfad zur Oberflächlichkeit wird gewählt. We can also have a defective human existence in which our senses don't function well and we lack the capacity for developing clarity. Dann gibt es die fehlerhafte menschliche Existenz, in der die eigenen Sinnesorgane nicht gut funktionieren und wir die Befähigung dazu, Klarheit zu entwickeln, nicht entwickeln können. And fifthly, there is a precious human birth where we have freedoms from limitation and the opportunities to practice the Dharma. Und dann als fünftes gibt es da die kostbare menschliche Geburt, wo wir die Freiheit von Begrenzung und den Schatz der kostbaren Gelegenheiten, den Dharma zu praktizieren haben. So now that we get a chance to practice, to study Dharma, we come into the arena of these freedoms and opportunities. Nun, wo wir die Chance haben, den Dharma zu studieren und zu praktizieren, kommen wir in die Arena dieser Freiheiten und Gelegenheiten. We can come in contact with the transmission of the authentic lineages. Wir können Kontakt aufnehmen mit der Übertragung authentischer Linien. And practicing with guidance, we can gain direct insight into the ground of our being. Und indem wir mit Führung sozusagen, mit Anleitung praktizieren, können wir die Möglichkeit einer eigenen authentischen Erfahrung erschaffen. In this way, we can develop wisdom. Und auf diese Weise können wir Weisheit entwickeln. We see that the people in these with these other kinds of human existence lack the chance to develop wisdom. Wir können sehen, dass die Menschen in diesen anderen Formen der Existenz, der menschlichen Existenz, einfach über keine Chance verfügen, Weisheit zu entwickeln. This is not a cause for feeling superior. Das ist kein Grund, sich überlegen zu fühlen. But rather for sadness and compassion. Es ist eher eine Ursache dafür, Trauer, Traurigkeit und Mitgefühl zu fühlen. Death will come. Tod wird kommen. Our opportunity is quite small. Und unsere Gelegenheit ist ziemlich klein. We don't know when we're going to die. Wir wissen nicht genau, wann wir sterben werden. We don't know how we're going to die. Wir wissen nicht, auf welche Weise wir sterben werden. It looks as if with climate change, the increasing hostility of many countries towards China and so on, there is likely to be trouble, contestation, war in the future. Es schaut so aus, als ob mit der Klimaveränderung verbundenen Krisen, mit der wachsenden Verachtung oder Feindseligkeit China gegenüber, mit den verschiedenen Herausforderungen und kriegerischen Konflikten die Chance für kriegerische Auseinandersetzungen am Zunehmen ist. Extreme situations tend to make us stupid. Extreme Situationen haben die Neigung, uns dumm zu machen. We are good, our enemies are bad. Wir sind gut und unsere Feinde sind schlecht. The very bad people who destroy the world are making we, the good people, suffer. Die bösen Leute, die die Welt zerstören, machen, dass wir, die guten Leute, leiden. So that fixed conclusions about value are intensified, and this leads to more hostility and conflict. Sodass diese fixierten Schlussfolgerungen über Wertesysteme zu mehr Feindseligkeit und Konflikt führen. By entering deeply into the Dharma, we gain equanimity, and so we are less and less at the mercy of these pulsations of hysterical formation which move through the world. Und indem wir in die Praxis des Dharma eintreten, entwickeln wir Gleichmut, Unparteilichkeit und sind weniger und weniger anfällig dafür,
fortgerissen zu werden durch diese Pulsationen in der Welt. In particular, we come to see that there are no bad people. Insbesondere kommen wir dazu zu sehen, dass es keine schlechten, bösen Leute gibt There are no good people. und es keine guten Leute gibt. Everything is an illusion. Alles ist eine Illusion. Good actions are illusion, bad actions are illusion. Gute Handlungen sind eine Illusion, schlechte Handlungen sind eine Illusion. In the relative interactive field of duality, it is more compassionate and wise to offer good actions rather than bad actions. In dem relativen Feld der Verbundenheit ist es mitfühlend und weise, eher gute Handlungen anzubieten als schlechte Handlungen. But in absolute truth, in the unborn clarity of the open mind, which is untouched by any phenomena, they are equal. Aber in der absoluten Wirklichkeit, in der offenen, ungeborenen Qualität des Geistes, der sozusagen die Gleichheit aller Phänomene sieht, sind sie gleich. But it's also important to know when you're in relative truth, you're in relative truth. Aber es ist wichtig zu wissen, dass wenn du dich in relativer Wirklichkeit befindest, dass du in relativer Wirklichkeit oder Wahrheit auch bist. Words like Dzogchen, Mahamudra, Madhyamika are not magical spells. Worte wie Dzogchen, Mahamudra oder Madhyamika sind keine magischen Sprüche. That by saying them, suddenly you're in the realm of non-duality. Dass indem du sie einfach nur sagst, du plötzlich in dem Bereich der Nicht-Dualität bist. It is vital to be honest with ourselves. Vital wichtig ist es, mit sich selbst ehrlich zu sein. When we are in a limited state, we are limited. Wenn wir uns in einem begrenzten Zustand befinden, sind wir begrenzt. And therefore, practicing virtue, avoiding unvirtue is very, very important. Und daher ist die Ausübung von Tugend und das Vermeiden von Untugend sehr wichtig. And in that way, we can optimize the benefit of this opportunity which we have. Auf diese Weise können wir den Nutzen dieser Gelegenheit, die uns zur Verfügung steht, auch optimieren. So, honoring our present situation and not allowing it to waste is the first of the thoughts which turn the mind from samsara. Unsere eigene gegenwärtige Situation zu würdigen und nicht zu gestatten, dass sie verschwendet wird, ist der erste der 4 Gedanken, die unseren Geist vom Samsara abwendet. We live in times of rapid change in technology, with the spread of viruses and so on, with more and more international communication. And so impermanence becomes ever more obvious. Wir leben in einer Zeit extrem starker, schneller technologischer Entwicklung, der Verbreitung von Viren und der globalen Verbindung, sodass das Wirken der Veränderlichkeit, der Vergänglichkeit immer offensichtlicher wird. The opportunities that we have will not last. Die Gelegenheiten, die uns zur Verfügung stehen, werden nicht von Dauer sein. Which brings us back to our categories of interpretation. Und das führt uns zurück auf unsere Kategorien von Interpretation. How do we attribute value? Wie weisen wir Wert zu? If when you wake in the morning, you think this is the last day of your life, Wenn du am Morgen, wenn du aufwachst, denkst, das ist der letzte Tag in deinem Leben, perhaps that would shift your hierarchy of value. wird das vielleicht deine Hierarchie von Werten etwas verändern. Many things are important today because of their implications for tomorrow and the next week and so on.
Viele Dinge sind heute wichtig aufgrund ihrer Implikationen für morgen und nächste Woche und so weiter. but the future is an illusion. Aber die Zukunft ist eine Illusion. When this pandemic of the virus started, I had already bought 10 airplane tickets for going off to teach in different places. Als diese Pandemie anfing, hatte ich bereits 10 Flugtickets gekauft, um an verschiedensten Orten zu lehren. Trying to get money back from British Airways is a lifetime occupation. Der Versuch von British Airways Geld zurückzubekommen, ist eine lebenslange Beschäftigung. What I thought I would be doing, I didn't do. Was ich gedacht habe, was ich tun würde, habe ich nicht getan. I didn't decide to do it by myself. Und ich habe es nicht selbst entschieden, das so zu machen. I found my intention being thrown in the trash can by the movement of events. Ich fand meine Absichten in der Mülltonne wieder hineingeworfen durch die Entwicklung von Ereignissen. If this can happen with one virus, think what will happen with climate change. Wenn so etwas schon mit einem einzigen Virus passieren kann, was wird passieren, wenn sich das Klima tatsächlich so verändert? Floods, forests, right-wing political systems, lying, cheating leaders, and so on. Überflutungen, Waldbrände, rechtsradikale politische Systeme, Politiker, die auf bestimmte Weise regieren und so weiter. We reflect on this in order to see that our assumptions, our beliefs about how the world is, are resting on nothing. Wir reflektieren über solche Dinge einfach, um zu erkennen, dass unsere vorweggenommenen Annahmen, unsere Ideen darüber, worauf die Welt eigentlich beruht, selbst eigentlich auf gar nichts beruhen. The Americans and many Western governments put a lot of time, energy, money, and lives into bringing democracy and modern education into Afghanistan. Amerika und auch westliche europäische Länder haben sehr viel Energie, Geld und Arbeit hineingesteckt, um moderne Demokratievorstellungen nach Afghanistan zu bringen. But then some people arrive with guns and say, we don't want this. Aber dann kommen Leute mit Gewehren an und sagen, wir wollen das alles nicht. The expectations that the girls had for becoming doctors and lawyers are in the trash can. Und die Erwartungen der Mädchen, Ärzte oder Anwältinnen zu werden, sind in der Mülltonne. The promises that were made had no true basis behind them. Die Versprechungen, die getan worden sind, hatten keine wahre Basis unter ihnen. So it's not, Dharma is not designed to make us feel depressed and hopeless. Dharma dient nicht dazu, uns deprimiert und hoffnungslos zu machen. What it's saying is, be careful what you take refuge in. Was es sagt, ist, sei sorgfältig, worin du Zuflucht suchst. Political structures, economic structures are unstable. Politische Strukturen und ökonomische Strukturen sind unstabil. The patterns of thoughts, feelings, and sensations are unstable. Und auch Gedankenmuster, Muster von Empfindungen und Gefühlen sind ebenfalls instabil. Therefore, we need to establish some calm and clarity in our mind so that we can look deep and see the basis of our presence, which is not relative, which is infinite. Daher brauchen wir etwas Klarheit und Ruhe in unserem Geist, um tief schauen zu können und sozusagen als Basis etwas in unserem Geist zu finden, was nicht relativ ist, sondern unendlich ist.
And in order to do that, it's very helpful to understand something about karma, which is to say actions and their consequences. Und um das tun zu können, ist es sehr hilfreich, auch etwas über Karma zu verstehen, also mit anderen Worten über Ursachen und deren Konsequenzen oder Handlungen und deren Konsequenzen zu verstehen. This is the third of the traditional thoughts that turn the mind from samsara. Das ist der dritte der traditionellen Gedanken, die den Geist vom Samsara abwenden. Karma arises because we move towards the world from the position that subject and object are truly separate. Karma ist etwas, was entsteht, weil wir uns auf die Welt zubewegen, ausgehend von einer Haltung oder Position, dass das Subjekt und das Objekt wahrhaft getrennt sind. That is to say, the basis of karma is duality. Mit anderen Worten, die Basis für Karma ist Dualität. There is this and that, and they are not the same. Es gibt dieses und jenes und sie sind nicht gleich. You and me, and we're not the same. Es gibt mich und dich und wir sind nicht das Gleiche. So when I move into the world with people and things, Wenn ich mich also in die Welt hineinbewege mit Leuten und Dingen, there's a lot of stuff. dann gibt es da eine Menge Zeug. Too much just for me. Zu viel für mich. But luckily, there's a lot of stuff I don't want, I'm not interested in. Glücklicherweise gibt es eine Menge Zeug, an dem ich nicht interessiert bin, das ich nicht haben will. So I want to get more of what I like and less of what I don't like. Ich will also mehr davon bekommen, was ich mag und weniger davon, was ich nicht mag. We know this about ourselves. Wir wissen das von uns selbst. We choose the things that somehow fit our sense of who we are. Wir wählen die Dinge, die irgendwie das Empfinden unserer Identität bestätigen oder dazu passen. In the supermarket checkout, you look at the contents of someone else's basket and you kind of surprised. Why are they buying that? Wenn du an der Kasse im Supermarkt bist, guckst du vielleicht in den Warenkorb in der Schlange und wunderst dich, warum kaufen die Leute so ein Zeug? They are buying that because they are not me. Sie kaufen das, weil sie nicht ich sind. I am making choices according to my predisposition. Ich treffe Entscheidungen, wähle aufgrund meiner Prädispositionen. I want to buy this because it's important for me. Ich will dieses kaufen, weil dies für mich wichtig ist. If we leave it there, that's the level of stupidity we operate at most of the time. Wenn wir es dort belassen, dann ist das eben die Ebene der Dummheit, auf der wir eigentlich die meiste Zeit operieren. Why do you want that? Oh, I like it. Warum willst du das haben? Ah ja, ich mag es. Why I like it? I don't know. I just like it. Warum ich das mag, weiß ich nicht, aber ich mag es einfach. And my culture, consumerist, capitalist, democracy allows me to buy the things I like. Meine Kultur, die Kultur des Konsumkapitalismus, die gestattet mir eben jene Dinge zu kaufen, die ich mag. Generally, I have no sense that I have a tendency towards liking this kind of thing because of structures which have been established in the past. Für gewöhnlich habe ich nicht das Empfinden, dass die Neigung zu bestimmten Dingen, die zu mögen, auftreten aufgrund von in der Vergangenheit etablierter Tendenzen. This attitude of liking arises on the basis of previous organizing patterns. Diese Haltung, etwas zu mögen, die entsteht auf der Grundlage von früher etablierten, organisierenden Mustern. If you just stay with that for a moment and
have a sense of what that's like. Wenn du einen Moment damit verweist und das Gefühl entwickeln kannst, was das eigentlich ist. Say you go to an ice cream shop, what flavor are you going to eat? Zum Beispiel, du gehst zu einer Eisdiele, welche Geschmäcker wirst du wählen? For some reason you choose this. Aus irgendeinem Grund wählst du gerade diese Geschmäcker. Because I'm me. Weil ich bin. Maybe not. Maybe this is a decision which is set up in terms of childhood, what you ate in your family, or from further back before you were born. Vielleicht eben aber auch nicht. Vielleicht ist das eine Neigung, die durch die Essgepflogenheiten deiner Familie geprägt wurde oder vielleicht sogar aus vergangenen Leben. You might think, I never eat strawberry ice cream because my brother always eats strawberry ice cream and I don't want to be like my brother. Du könntest denken, ich werde nie Erdbeereis essen, weil mein Bruder isst ja schon Erdbeereis und ich will niemals so sein wie mein Bruder. There are all kinds of forces of differentiation which arise. Es gibt viele Arten von Kräften, von Differenzierungen, die da aufkommen können. That is to say, when we start to look at our life in terms of karma, we see that we are in a process which began long, long ago and which is moving into the future. Wenn wir also anfangen, unser Leben in Begriffen von Karma zu untersuchen, dann sehen wir, dass wir uns in einem Prozess befinden, der schon lang, lang zuvor angefangen hat und sich in die Zukunft ausdehnt. In each decision I make now creates an affirmation of the value of the beliefs which have led to it manifesting. Und jede Entscheidung, die ich jetzt treffe, schafft eine Art Bestätigung des Wertesystems, der eben zu solchen Entscheidungen erst überhaupt geführt hat. So in the past, Britain went to many countries as a colonizing power. In der Vergangenheit ist zum Beispiel Großbritannien in viele Länder gegangen als eine kolonialistische Macht. Essentially, we went to steal what they had. Im Wesentlichen sind wir dahin gegangen, um zu stehlen, was die hatten. Now, if I wanted to steal something from someone I know here in Britain and they accuse me of that, I might feel a bit embarrassed. Wenn ich jetzt irgendetwas von jemandem, den ich hier in England kenne, stehlen wollte und sie würden mich dessen anklagen, dann würde ich mich vielleicht etwas beschämt fühlen. This belongs to them. I shouldn't take it. Das gehört doch ihnen, ich sollte es nicht nehmen. But if 300-400 years ago I go to Africa or India and I want to take their possessions, I simply decide, oh, they are inferior to me. Aber wenn ich vor 300-400 Jahren nach Afrika oder nach Indien gegangen bin und einfach mir deren Besitz aneignen wollte, dann musste ich lediglich dafür entscheiden, diese Leute sind mir sowieso unterlegen. With this racist attitude, I can entitle myself through my own superiority. Mit dieser rassistischen Einstellung kann ich mir selbst eine Berechtigung ausstellen durch meine Überlegenheit. Now, the British people who were going out to these colonies were embedded in British culture, which was very, very hierarchical, with kings and queens and lords and ladies and owners of vast amounts of land. Und die Briten, die in diese Länder gingen, kamen selbst aus einer äußerst hierarchisch organisierten Kultur, in der es Könige und Königinnen, Grafen und Herren und adlige Damen gab, Leute, die unglaubliche Landbesitztümer hatten und so weiter. They were already used to a structure of superior and inferior. Sie hatten sich bereits an eine Struktur von Überlegen und Unterlegen gewöhnt. The big landowner was used to exploiting the peasants. Große Landbesitzer waren daran gewöhnt, die Bauern auszubeuten. That's taken out into Britain's colonial endeavors.
Und diese Einstellung wurde mitgenommen in die britischen Kolonialunterfangen. I'm giving this example to try to emphasize how when we sit inside a belief, and that belief seems to be an account of what is normal, what is true, then we are disinhibited in the enactment of our desire. Ich gebe diese Beispiele deswegen, um zu zeigen, wie es ist, wenn wir innerhalb eines Glaubenssystems verwurzelt sind oder sozusagen drin befangen sind, dann ist sozusagen das, was in diesem System zulässig ist, was normal als normal befunden wird, gleichzeitig auch etwas, was uns berechtigt, einfach unseren Begierden stattzugeben und sie auszuleben. So we go to Australia and we think there is nobody living there, we will take the country. Du gehst nach Australien und denkst, da lebt ja keiner, du nimmst dir das Land. The original people there, the Aboriginals, were not considered to be fully human. Die ursprünglich dort lebenden Aborigines wurden nicht als vollständig menschlich betrachtet. So why would we feel any guilt in taking the land? Warum sollten wir uns also schuldig fühlen, wenn wir ihr Land einfach uns aneignen? So in that way, you have the enactment of the intention, and then afterwards you have a conclusion, the fourth stage of karma. Oh, I'm glad it happened. That was good. Auf diese Weise haben wir dann also in die Tatumsetzung der Intention und als letzte Stufe, die vierte Stufe des Karma, haben wir die Schlussfolgerung, das habe ich gemacht und das war ziemlich gut, was ich da gemacht habe. If you want to own land, you have to have a piece of paper. Wenn du Land besitzen willst, brauchst du ein Stück Papier. You need to have lawyers. Du brauchst Anwälte. The Aboriginals, they don't have any lawyers. Die Aborigines haben keine Anwälte. They don't have any paper. Und kein Papier. Therefore, they don't have any land. Deswegen haben sie auch kein Land. If you look in history, you see duplicity, lying and cheating in the service of the ego being the pervasive human way of behaving. Wenn du in die Geschichte schaust, dann siehst du, dass Doppelgesichtigkeit, das Lügen, das Betrügen gewissermaßen einfach der Mainstream, die Hauptader des menschlichen Benehmens oder Verhaltens war, immer. When we see how this operates, then it's a great encouragement to develop kindness and compassion. Wenn wir erkennen können, wie das funktioniert, dann ist es eine große Ermutigung, Güte und Mitgefühl zu entwickeln. If I can see that this person suffers, wenn ich sehen kann, dass diese Person leidet, then even if I have many cultural views which are insulting about that person's status, dann wird selbst wenn ich viele kulturell bedingte Sichtweisen habe, die eigentlich beleidigend für diese Person sind. The fact that I can see that they suffer pain can potentially awaken some empathic attunement. Kann die Tatsache, dass ich deren Schmerz sehe, auch das Potenzial einer empathischen Einstimmung oder Einfühlung wecken. So we see this in Dharma with the first teaching on the Four Noble Truths. Wir sehen das im Dharma mit der ersten Unterweisung des Dharma über die 4 edlen Wahrheiten. The Buddha says all sentient beings want to have happiness, but they find themselves experiencing suffering. Der Buddha sagt, alle fühlenden Wesen suchen nach Glück und finden sich in Leiden wieder. The key point there is all sentient beings. Und der Schlüsselpunkt hier ist alle fühlenden Wesen. So the karmic structure of my
starting with me as this person, my intention towards the other is for my benefit, means I'm not so concerned with their suffering. Und die karmische Struktur, die immer davon ausgeht, dass sozusagen der Startpunkt immer die Selbstbezüglichkeit auf mich, auf meine Begierden, meine Wünsche sind, immer impliziert, dass ich mich um deren Leiden nicht so sehr kümmere. If I take their suffering seriously, then my behavior will have to change. Wenn ich aber deren Leiden ernst nehme, dann wird auch mein Verhalten sich ändern müssen. This is what is happening now with climate change. Das ist das, was jetzt mit Klimaänderung passiert. We know that flooding is likely in countries like Bangladesh. Wir wissen, dass Überflutungen sehr häufig sind in Ländern wie Bangladesch. That will be difficult for the people in Bangladesh. Das wird schwierig für die Leute in Bangladesch sein. Oh yeah. Oh ja, ja. Life's hard. Das Leben ist hart. However, if 5 million Bangladeshi refugees are coming to Europe, that will be another matter. Jedoch, wenn 5 Millionen Bangladesch-Flüchtlinge nach Europa kommen, sehen die Sachen schon anders aus. Now we will maybe be suffering. Jetzt werden wir vielleicht leiden. And we're going to take that very importantly. Und wir werden das für sehr wichtig halten. So the Dharma is a support for seeing how we lie to ourselves, how we cheat others, how it's very difficult to be honest and straightforward. Dharma ist also eine Unterstützung darin, zu erkennen, auf welche Weise wir uns selbst belügen, wie wir andere betrügen und wie schwierig es ist, einfach auf eine ehrliche und geradlinige Weise zu leben. With the duality of self and other, the polarities flow out very easily. Mit der Dualität von Selbst und anderen fließen die Dualitäten sehr einfach heraus. Gain and loss, winning and losing. Gewinn und Verlust, gewinnen und verlieren. Having high status, being cast down. Einen hohen Status zu erlangen oder gewissermaßen die Rangstufe herunterzufallen. With this structure, we want to claim one polarity for ourselves and push the other to the other polarity. In diesen Strukturen wollen wir immer die eine Seite der Polarität für uns selbst in Anspruch nehmen und die andere Seite, die unerwünschte Seite, den anderen zuweisen. If we are all in it together, then winning and losing is not a helpful interpretive schema. Wenn wir aber alle darin gleichzeitig zusammen sind, dann ist natürlich Gewinn und Verlust nicht unbedingt ein hilfreiches interpretatives Schema. So when we look at karma, it's an invitation to consider the second factor, the intention, which is arising from the first factor, which is duality. Wenn wir also Karma anschauen, dann ist es auch eine Anladung, den zweiten Faktor, nämlich die Intention anzuschauen, die aus dem ersten Faktor, nämlich der Dualität, entsteht. If my intention is me first, wenn meine Absicht ist, ich als Erster oder ich zuerst, then I'm creating an imbalance in the world. Dann erschaffe ich ein Ungleichgewicht in der Welt. Instead of having an open panoramic vision that includes everything, statt also eine offene panoramische Sichtweise zu haben, die alles einschließt, I have a pre-tilted, prejudiced view which is concerned mainly with my own welfare. Habe ich eine vorgeneigte, eine mit Vorurteilen behaftete Sichtweise, die vor allem um mein eigenes Anliegen fokussiert ist.
And that means that there is a disconnection with the one who has to lose or be left behind. Und das bedeutet, dass es da eine mangelnde Verbindung zu jenem, der in diese Polarität zu verlieren oder sozusagen zurückgelassen werden soll, gibt. When we see the Olympic Games, Wenn wir uns die Olympischen Spiele angucken, the person who wins the gold medal ist die Person, die die Goldmedaille gewinnt, doesn't go around and shake the hand of everyone else and say, thank you for losing, because without you losing, I wouldn't get this medal. So we did it together. wir sehen niemals, dass dieser Gewinner dann umhergeht und den anderen die Hände schüttelt und allen anderen sagt, danke, dass ihr verloren habt, denn ohne euer Verlieren hätte ich diese Medaille nicht bekommen. Wir haben das alle zusammen gemacht. And winning and losing are twins. They are born together. Aber Gewinnen und Verlieren sind Zwillinge, sie werden zusammengeboren. You can't have a winner without a loser. Du kannst keinen Gewinner ohne einen Verlierer zu haben. But the winner is in the spotlight shining and the loser is in the shadows as if they are not existing. Aber der Gewinner ist sozusagen im Schlaglicht strahlend und die Verlierer sind im Schatten, als ob sie geradezu nicht existieren würden. So when we study karma, we study the power of selective attention. Wenn wir also Karma studieren, dann studieren wir die Macht selektiver Beachtung. And we can look at our own lives. Who are the people I disregard? Wir können uns es in unserem eigenen Leben anschauen. Wer sind denn die Leute, die ich missachte? Who are the people that I have no resonance for when I walk to the shops? Was sind die Leute, für die ich keine Resonanz habe, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe? Yeah, just people. Einfach Leute. Birds, cats, dogs. Just there they are, something. Vögel, Katzen, Hunde. Einfach so Sachen, die da sind. Irgendwas. From the Buddhist point of view, all sentient beings have been our mother in a previous life. Vom buddhistischen Standpunkt waren alle fühlenden Wesen einmal unsere Mütter in irgendeinem der Leben, die wir hatten. The snails in the garden, the mosquitoes that bite us, this is all mum. Die Schnecken im Garten, die Moskitos, die uns stechen, all das ist Mama. If we have that attitude, it completely transforms our dislike or irritation. Wenn wir diese Haltung haben, dann transformiert das vollständig unsere Abneigung oder Irritation. Due to causes and conditions, due to karmic activity, some of our mothers are now snakes, some of our mothers are now in prison. Aufgrund von karmischer Aktivität, von Ursachen und Wirkungen sind manche unserer Mütter jetzt Schlangen und andere sitzen im Gefängnis. And this leads us to the fourth consideration for turning the mind from samsara. Und das führt uns zu der vierten Betrachtung, die den Geist von Samsara abwendet. Which is the structure of samsara itself. Und das ist Samsara selbst, die Struktur von Samsara selbst. Now, in traditional culture like Tibet, this is not a kind of abstract theory. Nun, in traditionellen Ländern wie in Tibet ist das nicht eine Art abstrakte Theorie. This is an accurate description of our potential. Das ist die genaue Beschreibung unseres Potenzials. In the West, sometimes people interpret the six realms of samsara in a kind of metaphorical way. Im Westen neigen die Leute dazu, die 6 Bereiche von Samsara in einer mehr metaphorischen Art und Weise zu interpretieren. They say that these are qualities of psychological experience. Sie sagen, das seien Qualitäten psychologischer Erfahrung. I think that view doesn't take us very far. Ich denke, diese Art von Sichtweise bringt uns nicht sehr weit. Clearly, if the idea is when I die, I could be born as a dog or a cow.
that's not just a symbol or a metaphor. Ganz klar, wenn wir die Idee haben, wenn ich sterbe, könnte ich auch als Hund oder als eine Kuh wiedergeboren werden. In klare Weise ist das nicht einfach nur eine symbolische Metapher. That might indicate that there are not just other forms of life which are familiar with me, but there are other forms of life which in my daily life I'm not familiar with. Das könnte darauf hinweisen, dass es Lebensformen gibt, mit denen ich vertraut bin in meinem täglichen Leben, und es könnte dann auch Lebensformen geben, mit denen ich nicht in meinem Alltag vertraut bin. So there are the highest realms, the formless realms where there is no embodiment at all, it's just pure consciousness. Es gibt also die höchsten Bereiche, die Bereiche der Formlosigkeit, wo es überhaupt keine Verkörperung gibt, sondern einfach nur Bewusstsein. And there are the gods of form. Da gibt es die Götter der Form. The gods in the desire realm, where there is a more embodied experience, more sensory pleasure. Dann die Götter der Begierde. In dem Bereich gibt es da schon mehr körperliche Erfahrungen, mehr eine Empfindung von Vergnügen. Then the jealous gods, the gods who live in the level below that of the form gods. And they have a tree growing in their land which flowers and gives fruit in the other god realm. And so they're always jealous that they are missing out on the fruit of their own tree. Dann gibt es die Götter der Eifersucht, eifersüchtige Götter, die in einem Land leben, auf dem ein Baum wächst, dessen Blumen und Früchte aber in dem Land der Götter erblühen und fallen. Und sie sind also sozusagen benachteiligt, fühlen sich benachteiligt, dass sie die Früchte ihres eigenen Baumes nicht ernten können, und sind eifersüchtig. And so they attack the gods to try to get their fruit. Und sie attackieren also die Götter, um die ihnen zustehenden Früchte zu bekommen. But if they cut the arm off a god, the arm grows back on immediately. Aber wenn sie beim Gott den Arm abhacken, dann wächst dieser Arm sofort wieder. And if a god cuts the arm off one of these jealous gods, they're called asuras, then both the body and the arm are suffering pain. Und wenn aber ein Gott eben den Arm eines eifersüchtigen Gottes, der auch Asura genannt wird, abschneidet, dann leidet nicht nur der Körper, sondern auch der Arm für sich Schmerzen. They can't win. Sie können nicht gewinnen. And we have the human realms with all the different kinds of human existence. Dann haben wir die menschlichen Bereiche mit all den verschiedenen Arten von menschlicher Existenz. When we look around, we see lives which are completely mysterious to us. Wenn wir uns umherschauen, dann sehen wir Leben, die uns vollkommen mysteriös vorkommen. So even though we say human being, it's not quite clear what that would mean. Wenn wir also sagen menschliches Wesen, dann ist das nicht immer so ganz klar, was das eigentlich bedeuten soll. We see 2 arms, 2 legs, but what is the flavor of their existence? Wir sehen 2 Beine und 2 Arme, aber was ist denn eigentlich sozusagen der Geschmack ihrer Existenz? Then we have the animal realms and the hungry ghost realms and the various hell realms. Dann haben wir die Tierbereiche, die Bereiche der hungrigen Geister und die verschiedenen Höllenbereiche. You can read about these in detail in many books of Tibetan Buddhism. Darüber nachzulesen kann man in vielen Büchern des tibetischen Buddhismus. The purpose for us is to relax our imagination and try to see, oh, maybe this is true.
Der Zweck für uns oder das Ziel für uns ist, unsere eigene Vorstellungskraft etwas zu entspannen und zu sehen, vielleicht ist es sogar wahr. If this is true, then it becomes another way of softening and loosening my sense, this is me. Und wenn das wahr ist, dann wird es zu einem anderen Weg, diese eigene Empfindung aufzulockern und zu besänftigen. Das bin ich. I am like this due to causes and circumstances. Wie ich bin, liegt an Ursachen und Bedingungen. When the causal forces giving rise to this particular kind of human life vanish, then I will die. Wenn die kausalen Kräfte, die diesen Körper in diese Verkörperung erschaffen haben, aufhören, dann werde ich sterben. I am not a thing. Nun, ich bin kein Ding. The mind is not a thing. Und auch der Geist ist kein Ding. Even the body is hardly a thing. Und sogar der Körper ist kaum ein Ding. It is a process. Es ist ein Prozess. A dynamic, complex, multi-systemic process requiring fuel and temperature adjustment and so on to stay alive. Es ist ein dynamischer, multistruktureller Prozess, der einen Brennstoff erfordert, der Temperaturregulation erfordert und viele andere komplexe Abläufe erfordert, um am Leben zu bleiben. If we died out in the forest and nobody found us, our body would gradually rot and decompose. Wenn wir in einem Wald sterben würden und niemand uns finden würde, dann würde unser dort verbliebene Körper allmählich verrotten und sich auflösen. So it was composed in the mother's womb and now it is decomposing. Es wurde zusammengesetzt in dem Schoß der Mutter und jetzt fällt er auseinander. There is no substantial real existence to this body. Es gibt keine substanzielle, wahre Existenz dieses Körpers. We found ourselves in the family we grew up in. Wir finden uns wieder in der Familie, in der wir aufgewachsen sind, with no sense of consciously choosing it. ohne ein Gefühl dafür zu haben, dass wir sie bewusst gewählt hätten. Some people are born into very, very difficult families Manche Leute werden in sehr schwierige Familien hineingeboren, where there's a lot of addiction or sexual abuse or cruelty. wo es viel Sucht gibt, viel sexuelle Misshandlung, Missbrauch oder Grausamkeit gibt. From the Dharma point of view, these arise as the movement of our own karmic ripening. Aus dem Standpunkt des Dharma entsteht so etwas als die Bewegung der eigenen karmischen Reifung. There is no accident or mistake. Darin ist kein Unfall oder Zufall oder Fehler zu finden. All phenomena arise from causes. Alle Phänomene entstehen aus Ursachen. This is very, very profound and very challenging to this idea of, oh, these things happen. Das ist sehr tiefgründig und auch sehr herausfordernd für die Vorstellung, dass diese Dinge einfach nur geschehen. When we look around at these different realms, we might think, wow, I don't want to be there. Wenn wir uns diese verschiedenen Bereiche anschauen, dann könnte der Gedanke entstehen, oh, ich will dort nicht sein. I would not want to be in hell. Ich wollte nicht in der Hölle sein. I would not want to be an animal waiting for the abattoir. Und ich will auch kein Tier sein, das auf seine Abschlachtung wartet. I would not want to be a whale with a stomach full of plastic. Ich wollte kein Walfisch sein, der seinen Magen mit Plastik gefüllt hat. Everywhere we look, we see terrible situations. Wo immer wir hinschauen, furchtbare Situationen. From the Dharma point of view, these are the products of karma. Vom dharmischen Standpunkt betrachtet sind das Ergebnisse von Karma.
people throw away the plastic without caring, and that is a karmic quality, a lack of sensitivity to the environment, a lack of clarity about the interactive nature of our world. Leute werfen überall Plastik hin und das selbst ist eine karmische Struktur von mangelndem Empfinden gegenüber der Umwelt, mangelndem Verständnis dafür, wie, auf welche Weise es andere betrifft und so weiter. When we reflect in this way, we can develop the wisdom of seeing the precarious nature of our situation. Wenn wir das in dieser Weise betrachten können, dann können wir die prekäre Situation unserer eigenen Natur sehen. Of not falling asleep in life. Und nicht im Leben einzuschlafen. But seeing that we don't know what the future will be. Sondern zu sehen, dass wir es nicht wissen können, was die Zukunft sein wird. But due to the kindness of the Buddha, we can see the causal forces which give rise to the different kinds of life experience. Aber aufgrund der Güte des Buddha können wir zumindest die kausalen Kräfte sehen, die die verschiedenen Lebenserfahrungen generieren. Therefore, on this general dualistic level, we should develop kindness and compassion. Daher sollten wir auf diesem allgemein dualistischen Level Güte und Mitgefühl entwickeln. With this level of practice, we are primarily focused on our own benefit. Mit dieser Praxisebene fokussieren wir uns hauptsächlich auf unseren eigenen Nutzen. I can act in order to ensure both in relative terms a rebirth in an enjoyable environment. Ich kann in einer Art und Weise handeln, die zumindest auf einer relativen Ebene sicherstellen kann, dass ich in eine angenehme Umgebung wiedergeboren werde. And I can use this opportunity to gain liberation from rebirth in the endless cycle of these 6 realms. Ich kann zugleich auch die Gelegenheit nutzen, Freiheit zu gewinnen von dem Zwang, in den leidvollen 6 Daseinsbereichen wiedergeboren zu werden. How it develops is up to me. Und wie sich das entwickelt, liegt bei mir. And what I have to do is to be heedful, mindful. Und was ich zu tun habe, ist aufmerksam, geistesgegenwärtig zu sein. I need to have a clear discernment of the difference between virtue and non-virtue. Ich brauche eine klare Unterscheidung des Unterschieds zwischen Tugend und Untugend. I have to avoid exploiting others or harming them. Ich muss das Ausbeuten oder Schädigen anderer vermeiden. I have to do my best to bring benefit into the world. Could include planting trees, taking care of water supplies, and so on. Ich muss mein Bestes geben, Gutes in die Welt zu tragen. Das könnte einschließen, Bäume zu pflanzen oder uns Wasserquellen zu kümmern und so weiter. I think what is very interesting in this is, from this Dharma point of view, the factors that I have to develop in order to ensure a good future for myself are qualities which were actually not harmful for the environment, not harmful for other people, but can bring some well-being. Was interessant ist, ist, dass vom Dharma-Standpunkt aus die Qualitäten, die erforderlich sind, um mein eigenes Wohlergehen sicherzustellen, zugleich auch Qualitäten sind, die nicht schädlich für andere sind und die Möglichkeit bieten, auch anderen ein Wohlsein zu verschaffen. That is to say, taking care of me doesn't mean ignoring your welfare. Mit anderen Worten, für mich zu sorgen heißt oder involviert nicht, dass ich dein Wohlergehen ignoriere.
if I take care of myself in an ethical way, there will be benefit for all. Wenn ich für mich selber Sorge trage in einer moralischen oder ethischen Art und Weise, dann wird es darin Nutzen für alle geben. So what we've been looking at this morning is the general Dharma framework for all the systems of Buddhist practice. Was wir also heute an diesem Morgen angeschaut haben, ist ein genereller Bezugsrahmen oder ein Rahmen für alle Systeme der buddhistischen Praxis. In this frame of reference makes it easier to understand the orientation of the Dhammapada that we'll look at after the lunch break. Und dieser Bezugsrahmen wird es einfacher machen, die Orientierung des Dhammapada zu verstehen, das wir nach der Mittagspause anschauen werden. So the invitation would be for you to reflect on whether you believe that you will go somewhere else after death. Die Einladung hier ist für euch selbst mal anzuschauen, ob ihr den Glauben teilen könnt, dass ihr nach dem Tod irgendwo anders hingehen werdet. You will have lost your body, so who will you be if you're going somewhere else? Du wirst deinen Körper verloren haben, also wer wirst du denn sein, wenn du woanders hingehst? Something subtle, Das ist etwas Subtiles. maybe the same kind of subtle presence that came into the sight of your parents' sexual engagement. Vielleicht genauso subtil wie dasjenige, das in den Ort der sexuellen Vereinigung der Eltern hineingegangen ist. When Buddhism is called a path to liberation, Wenn man den Buddhismus als Pfad zur Befreiung bezeichnet, it means not liberation from my psychological difficulties. dann bedeutet dies nicht die Befreiung von meinen psychologischen Schwierigkeiten. It means liberation from samsara. Es bedeutet die Befreiung von Samsara. Samsara is the realm where I, as an individual ego self, am in constant complex interaction with an environment which is other than I. Samsara ist sozusagen das Umfeld, in dem dieses individuelle Ich, Ego selbst, in Kontakt und in ständiger Wechselwirkung mit all dem anderen, was nicht das Ich ist, steht. I'm not just liberated from my problems or difficulties, I'm liberated from duality. Ich werde also nicht von meinen Problemen oder Schwierigkeiten befreit, sondern ich werde von Dualität befreit. Duality is a delusion. Die Dualität ist eine Täuschung. From the very beginning, the primordial whole, the great completion, Sokpa Chembo, has never been fragmented. Von allem Anbeginn an war das große Ganze, die große Vollständigkeit von Sokpa Chempo niemals fragmentiert. And so, in order to find the space in ourselves which allows us to be receptive to the intrinsic truth, Also den Raum in uns selbst zu finden, der uns erlaubt, empfänglich zu sein für die unendliche Wahrheit, we first do a bit of spring cleaning. müssen wir ein bisschen Frühjahrsputz veranstalten. We clear out the clutter of assumptions, beliefs, intentions, which fill the space of experience. Wir müssen diesen ganzen Krempel von vorweggenommenen Annahmen, von Vorstellungen, von Empfindungen und so weiter wegklären, die diesen Raum besetzt halten. This is not the whole path. Das ist natürlich nicht der ganze Pfad. But if you don't do at least some of this kind of practice, Wenn du aber nicht wenigstens etwas von dieser Praxis machst, then you can find later, when you have done a lot of tantric purification or Dzogchen integration, these subtle traces of past habits return.
dann kann es passieren, dass du später, wenn du dann eine Menge tantrische Reinigungspraktiken oder Dzogchen-Integrationspraktiken ausgeübt hast, dass diese subtilen Spuren plötzlich wieder auftauchen. So we have a chance when we look in the Dhammapada to see how to think about certain aspects of our behavior in the world with others. Also Dhammapada anschauen, dann haben die Chance darüber zu reflektieren, wie wir unser eigenes Verhalten in Bezug auf das in der Welt sein mit anderen gestalten. Okay, so we have an hour break now and I'll see you then. Wir haben jetzt also eine Stunde Pause und wir sehen uns in einer Stunde. Bye for now. Thank you. Bye. So we were starting to look at impermanence. Wir werden jetzt anfangen, Vergänglichkeit anzuschauen. And we become aware that experiences arise and pass. People come into our lives in one mode and then they change. Our bodies change. Everything changes. Und wir werden uns dessen bewusst, dass Situationen kommen und gehen, aufkommen und vergehen, dass Leute in unser Leben treten in einem bestimmten Modus und dann sich verändern, dass unser eigener Körper sich verändert und so weiter. Alles verändert sich. And that when things are gone, they're gone. Und wenn Dinge gegangen sind, dann sind sie wirklich gegangen. So if you don't let go of what is gone, what are you holding on to? Wenn man also nicht loslassen kann, das, was vergangen ist, woran hält man sich eigentlich fest? The idea, the memory, the notion that the event or the person will return and be the same. Das ist vielleicht die Idee oder eine Erinnerung oder die Vorstellung, dass das Ereignis oder die Person, die weg ist, wieder zurückkehren würde und wieder in der gleichen Art und Weise da wäre. So when we notice this happening for ourselves, it's a good opportunity to see how we can merge an appearance and our conceptual interpretation of the experience. Wenn wir das für uns selbst bemerken, dann ist es wichtig zu sehen, wie wir mit Leichtigkeit die Erscheinung und unsere konzepthafte Interpretation der Erscheinung miteinander verschmelzen. And then it's as if we can repeat the concept, we are somehow recalling or re-evoking the thing itself. Das ist so, als ob nur dadurch, dass wir in der Lage sind, das Konzept selbst zu wiederholen, wir die Sache selbst wieder erstehen oder wieder erscheinen lassen könnten. But of course, what is the concept referring to? Worauf bezieht sich aber das Konzept? I can tell you something about what I did yesterday. Ich kann dir etwas erzählen, was ich gestern gemacht habe. That's a reasonable thing to do in our world. In unserer Welt ist das durchaus eine vernünftige Sache, das zu tun. I'm going to tell you where I went yesterday afternoon. Ich werde dir erzählen, wohin ich gestern Nachmittag gegangen bin. But yesterday doesn't exist. Aber gestern existiert gar nicht. It's only a concept. Und es ist lediglich ein Konzept. There's no referent. There's nothing that the concept yesterday is actually pointing towards. Es gibt da nichts, worauf sich das Konzept von gestern tatsächlich beziehen lässt. The same with tomorrow. Das Gleiche trifft für morgen zu. Tomorrow I will go to the shops. Morgen werde ich einkaufen gehen. This is a series of concepts Das ist eine Reihe von Konzepten. which are creating a mental picture. Und diese Konzepte erschaffen ein mentales Bild, But they don't have any direct relation to anything else. aber sie haben keine unmittelbare Beziehung zu irgendetwas anderem. They are
creating for me the world in which I live. Sie erzeugen lediglich für mich die Welt, in der ich lebe. That is to say, I live in a world of experiences. Mit anderen Worten, ich lebe in einer Welt von Erfahrungen. And what I experience are mental phenomena. Und was ich erfahre, sind mentale Erscheinungen, Phänomene. I don't actually exist in relation to pure light, for example. Ich existiere nicht wirklich in Beziehung auf reines Licht, um ein Beispiel zu geben. I see a tree. Ich sehe einen Baum. I have a concept of a tree which I impose on the pattern of light which I experience. Ich habe ein Konzept von einem Baum und den überlagere ich dem Lichtmuster, das ich erfahre. The tree that I see is a mental tree. Der Baum, den ich sehe, ist ein mentaler Baum. So this is the starting point of the Dhammapada. Und das ist der Startpunkt für den Dhammapada. In chapter 1, the first one, it says that the mind precedes experience. Im ersten Kapitel, in dem ersten Punkt heißt es, dass der Geist der Erfahrung vorangeht. Mind in this context is the mental consciousness of interpreting what is arising. Und Geist in diesem Zusammenhang ist das mentale Bewusstsein der Interpretation dessen, was aufkommt. So my sense of what I am experiencing is revealed through the movement of my interpretive apparatus, if you like, towards what is occurring. So dass mein Empfinden dessen, was erscheint, durch die Bewegung des mentalen interpretativen Apparats erzeugt wird, der sich, wenn man so sagen will, auf das, was erscheint, zubewegt. So mind here is the compositional work of creating the patterns which we take to be a reality, be a something for us. Geist bedeutet hier also dieses zusammensetzende Etwas, das die Muster erschafft, die wir für die uns erscheinende Realität halten. Now, in terms of the Buddhist notion of liberation, this is very important. Nun, in Bezug auf die buddhistische Idee der Befreiung ist das sehr wichtig. Because what it's saying is, it is my own mental activity which is generating all the contexts and structures and patterns of my imprisonment. Denn was es sagt, ist, dass es meine eigene mentale Aktivität ist, die ganzen komplexen Strukturen meines eigenen Gefängnisses erzeugt oder meines Gefangenseins erzeugt. So, for example, somebody's parent might have died. Zum Beispiel könnte ein Elternteil von jemandem gestorben sein. And they say, I miss my dad. Dann sagt man, oh, ich vermisse meinen Vater. We can feel for that. We might say, oh, that sounds very painful. Wir können da mitfühlen und sagen, oh, das klingt sehr schmerzhaft. But who is this dad that is missed? Aber wer ist dieser Papa, der da vermisst wird? The recollection that I have of my father is a composite. Die Erinnerung, die ich an meinen Vater habe, ist etwas Zusammengesetztes. My father is my father for me. Mein Vater ist mein Vater für mich. My father was someone for many different people. Mein Vater war jemand für viele verschiedene Leute. They each had their own version of him. Und jede Person hatte seine oder ihre eigene Version von ihm.
their experience is valid. Und deren Erfahrung ist auch gültig. But we can't bring all our versions together and establish the true man. Aber wir können nicht unsere verschiedenen Versionen zusammenbringen und den wahren Mann etablieren. Because my father didn't exist as my father. Denn mein Vater existierte nicht als mein Vater. My father was a process of potential, Mein, which, on you go, mein Vater war ein Prozess des Potenzials, which unfolded or revealed itself for me according to my way of participating. das sich für mich entfaltete und enthüllte gemäß den Mustern meiner eigenen Teilnahme. So if he didn't let me do things I wanted to as a child, he was my horrible father. Wenn er also mich nicht die Dinge tun ließ, die ich als Kind gerne getan hätte, dann war es eben mein furchtbarer Vater. And when he bought me a bicycle, he was my lovely father. Und wenn er mir ein Fahrrad gekauft hat, war mein netter Vater. So what actual contact did I have with my real father? Welchen tatsächlichen Kontakt hatte ich also mit meinem wirklichen Vater? Maybe there is no real father. Vielleicht gab es diesen wirklichen Vater gar nicht. But if I missed my father, I might say, oh, I wish I had talked with him more. I wish I'd really got to know him. Aber wenn ich ihn so sehr vermisse, dann könnte ich den Gedanken fassen, oh, ich wünschte, ich hätte mehr mit ihm gesprochen, ich hätte ihn besser kennengelernt. As if there was someone there who could be known, fully known, summed up. Als ob es da jemanden gegeben hätte, den man kennen könnte, sozusagen vollständig, umfassend kennen könnte. So what's it's describing in the Dhammapada is that mind is the chief, it's in charge of all experiences, and that they are generated by the mind. Und was es also in Dhammapada sagt, ist, dass der Geist sozusagen der Boss ist. Das ist derjenige, der sämtliche Erfahrungen erschafft und jede Erfahrung zugrunde liegt. And that what is revealed for you depends on the current quality or filter or coloration of your mind. Und das, was für dich enthüllt wird, von der gegenwärtigen Qualität oder Filter oder Färbung deines Geistes abhängt. So he says, if with an impure mind one speaks or acts, then misery follows, just as a cartwheel follows the hoof of the ox. Also heißt es, wenn man mit einem unreinen Geist spricht oder handelt, dann folgt Elend, so wie ein Karren der Hufe des Ochsen folgt. So what's being pointed out here is that we live in this ceaseless feedback loop, and that what is revealed to us is a reflection of our mode of participation. Was also hier herausgestrichen wird, ist, dass wir in einer unaufhörlichen Rückkopplungsschleife leben und dass das, was für uns enthüllt wird, sozusagen der Art und Weise unserer eigenen Partizipation entspricht. This again returns us to ourselves, to our own responsibility of what we bring to the feast. Und das bringt uns wieder zu uns, zu unserer eigenen Verantwortung dafür zurück, was wir sozusagen zu dem Fest mitbringen. In fact, the world constellates around my mode of participation. In der Tat konstelliert sich die Welt um den Modus meiner Teilnahme herum. So to express that in a rather extreme way, my experience of the world is a reflection of my mind.
Um es in einer vielleicht etwas extremen Art und Weise auszudrücken, ist meine Erfahrung der Welt die Spiegelung meines Geistes. The world is an open potential. That is to say, it can be construed or interpreted or chopped up and patterned according to many different approaches and attitudes. Die Welt ist ein offenes Potenzial und das drückt aus, dass sie sozusagen gemäß viele verschiedener Art und Weisen verstanden oder interpretiert oder auch fragmentiert und zusammengesetzt werden kann, gemäß Musterbildung, die da erscheinen. The mind is the central concern in Buddhism. Der Geist ist sozusagen der Mittelpunkt der Beachtung im Buddhismus. According to the contents, the potential contents that you can access, the world unfolds for you. Gemäß den verschiedenen potenziellen Inhalten, die dir zugänglich sind, entfaltet sich die Welt für dich. When children are small, they often have very intense experiences of happiness and sadness. Wenn Kinder sehr klein sind, dann haben sie oft sehr intensive Erfahrungen von Glück oder Traurigkeit. If they're sad and upset, it's often difficult for them to bring themselves out of that state. Und wenn sie traurig oder aufgebracht sind, dann ist es oft für sie sehr schwierig, sich aus diesem Zustand selbst herauszubringen. They're trapped inside an aspect of experience. Sie sind sozusagen einem Aspekt der Erfahrung in die Falle gegangen. And they need soothing from someone else, a hug, a song, some gentle tone of voice that allows them to relax out of the fusional state that they are in with the negative experience. Und es bedarf einer besänftigenden Geste, eines sanften Ansprechens, eines Lieds oder einer Umarmung, die ihnen erlaubt, sich aus dieser Gefangenschaft des emotionalen Zustandes, in dem sie sind, zu befreien. As we get older, we become more skilled in slipping free of states which take us over. Wenn wir älter werden, dann werden wir auch immer mehr geschickt darin, aus den Zuständen, die uns beherrschen, herauszuschlüpfen. But as long as we're under the power or merged into that particular constellation, it is as if that is the limit of our world. Solange wir aber unter der Macht uns diese Erfahrung oder durch ihre scheinbare Begrenzungen gefangen sind, erscheint es so, als wäre das sozusagen die äußerste Grenze unserer Welt. This is usually clearest for us in terms of feelings. Am klarsten erscheint das für gewöhnlich im Sinne von Gefühlen. When we feel loved or in love, or when we feel rejected and desolate, these are pervasive kind of experiences that seem to spread through every aspect of our experience. Wenn wir verliebt sind oder uns geliebt wähnen, oder aber wenn wir abgelehnt und verworfen werden, dann sind das sehr durchdringende und umfassende Erfahrungen, die scheinbar unsere sämtliche Erfahrung durchdringen. But with concepts, it's not so different. Aber eigentlich ist es mit Begriffen auch nicht so viel anders. The concept rings true for us or reveals its meaning to us by our participation with it. Auch ein Begriff oder ein Konzept klingt wahr für uns oder erscheint uns als wahrhaft oder richtig, einfach durch die Art und Weise unserer eigenen Teilnahme. So if I say I saw a film yesterday and I really liked it,
Wenn ich also sage, ich habe gestern einen Film gesehen und ich habe ihn wirklich gut gefunden, in the moment of saying I liked it, there's a kind of alignment with the sense of liking. I'm fused with the liking. in dem Augenblick, wo ich sage, ich mochte diesen Film, gibt es da ein Empfinden eines Zusammenschmelzens, eine Ausrichtung an dem Empfinden des Mögens. And if somebody is describing a scene or a book or something in a way that brings it alive for us, they're using language and tone of voice in a way that allows optimal participation from us. Und wenn jemand für uns eine Szene aus einem Film oder einen Abschnitt aus einem Buch beschreibt, dann benutzt die Person oft eine Sprache und auch eine Sprachtonation, eine Stimmung der Sprache, die uns eine optimale Partizipation an dieser Erzählung erlaubt. So that starts to indicate that it is the absence of inherent content in the mind that allows the mind to reveal these multiple experiences. Und das beginnt darauf zu verweisen, dass es eben gerade die Abwesenheit eines innewohnenden Inhalts des Geistes ist, die es dem Geist erlaubt, all diese vielfachen, diese große Mannigfaltigkeit der Erfahrungen hervorzubringen. So when I say I really like the movie I saw yesterday, Wenn ich also sage, den Film, den ich da gestern gesehen habe, den habe ich wirklich gemocht, this seems to be kind of infinitely true. I really liked it. erscheint es so, als wäre das unendlich wahr. Ja, ich habe ihn wirklich gemocht. But maybe I see it again 6 months later and I'm not so impressed. Aber vielleicht sehe ich diesen Film 6 Monate später wieder und dann bin ich vielleicht gar nicht so beeindruckt. So to say I really like the movie, it is as if the power is in the movie. Wenn wir also sagen, ich mochte den Film wirklich gerne, dann erscheint es so, als wäre die Macht in dem Film selbst. The film made me like it. Der Film hat mich in Mögen gemacht. But the fact that my response varies Aber die Tatsache, dass meine Reaktion verschieden sein kann, indicates that the liking of the movie is relational, zeigt darauf, dass das Mögen des Films eher relationell, beziehungsbezogen ist. it's to say the quality of contact between the film and my availability in that moment Mit anderen Worten, es ist die Qualität des Kontakts zwischen dem Film und meiner Verfügbarkeit dafür in diesem Augenblick, gives rise to this particular experience. diese bestimmte Erfahrung erstehen lässt. So we can all observe this for ourselves. Und das können wir alle für uns selbst beobachten. When we hear ourselves speaking a definite opinion, Wenn wir uns selbst zuhören, wie wir eine endgültige Meinung ausdrücken, that we seem to have found something that's really true, wenn es also scheint, als hätten wir irgendetwas gefunden, was wahrhaft wahr ist, a kind of as if we're revealing a sort of self-existing truth. es ist so, als ob wir eine aus sich selbst heraus bestehende Wahrheit enthüllen würden. If we stay with what we're saying, does it endure? Wenn wir aber mit dem verweilen, was wir da sagen, ist es etwas Dauerhaftes? It's true, and then our capacity to fully inhabit that truth starts to fade. Es mag wahr sein, aber dann mit der Zeit scheint unsere Fähigkeit, bei dieser Wahrheit zu bleiben, zu verblassen. So if I say, what should we say? If I say I love crime and punishment,
Wenn ich also sage, ich mag Schuld und Sühne, it evokes memories of reading the book for the first time and getting to know a bit about Russian novels. das evoziert die Erinnerung an das erste Lesen dieses Romans und an Ideen, die sich mit russischen Romanen verbinden. But if I had to do 108, I love crime and punishment, that would be different. Wenn ich aber 108 Mal sagen müsste, ich liebe Schuld und Sühne, das wäre vielleicht etwas anders. I get out my mala and I start, I love crime and punishment, love crime and punishment, love crime and punishment. Ich bringe meine Maler in die Hand und dann beginne ich das zu rezitieren. Ich liebe Schuld und Sühne, ich liebe Schuld und Sühne, ich liebe Schuld und Sühne. Then truly it becomes a mantra. Und dann wird es wahrhaft ein Mantra. Of course, mantra means mind protector. Nun, Mantra bedeutet Schutz des Geistes. And what protects the mind is the meaninglessness of the mantra. Und was den Geist beschützt, ist die Bedeutungslosigkeit des Mantras. So the more I say, I really like crime and punishment, the words just they thin out. I mean, why am I saying it? I can't get hold of it anymore. Wenn ich also in dieser Anzahl sage, ich liebe Schuld und Sühne, dann verdünnen sich die Worte mit der Zeit. Und mit der Zeit frage ich mich, warum sage ich das alles? Ich kann überhaupt da keine Bedeutung mit drin finden. So then you can maybe start to see that meaning and value are qualities of participation rather than qualities of the object. Und dann können wir vielleicht anfangen zu sehen, dass Bedeutung und auch Wert Qualitäten der Teilnahme und nicht die Qualitäten des Objekts sind. So if we go on a little bit to verse 11. Wir können jetzt zum Vers 11 gehen. He says, mistakenly taking the unessential to be essential and the essential to be unessential, those who inhabit the realm of misleading thoughts never arrive at the essential. Da heißt es, fälschlicherweise das Nicht-Essentielle für essentiell zu halten und das Essentielle für nicht essentiell, werden diejenigen, die den Bereich des fehlgeleiteten Denkens bewohnen, niemals zum Essentiellen gelangen. Oh, what is, from the point of view of Dharma, what is essential is that which allows us to come free of our delusions, our obscurations, and see things as they are. Was vom Standpunkt des Dharma essentiell ist, ist dasjenige, das uns erlaubt, aus unserer Täuschung herauszukommen, aus unserer Fehlwahrnehmung sozusagen herauszukommen und die Dinge so sehen zu können, wie sie sind. So, for example, you might like food. Zum Beispiel könnte es sein, dass man gerne isst. And you might know the place in your town where you can buy a really good cake. Und vielleicht kennst du in deiner Stadt eine Bäckerei, wo du richtig guten Kuchen kriegst. It might be quite important for you in the course of a week to at least eat a cake twice. Es könnte sein für dich, dass es wichtig ist, mindestens zweimal pro Woche diesen guten Kuchen gegessen zu haben. And this becomes part of the ritual of your life. Und das wird zu einem Bestandteil der Rituale deines Lebens. I have found eating the cake in this cafe an extremely good method for the production of shit. Ich habe dadurch, dass ich dieses Café mit seinem hervorragenden Kuchen gefunden habe, eine fantastische Methode, Scheiße zu produzieren. I could eat bread and jam, but no, this cake makes a good shit.
Ich könnte natürlich einfach Brot und Konfitüre essen, aber nein, dieser Kuchen macht ein hervorragendes Scheiße. All food ends up as shit. Jedes Essen endet als Scheiße. We usually devote more attention to the aesthetic appreciation of food than we do to the aesthetic appreciation of shit. Für gewöhnlich verwenden wir mehr Beachtung der ästhetischen Würdigung des Essens, das wir essen, und weniger der ästhetischen Würdigung des Scheiße, die rauskommt. So from the point of view here, we take something, yeah, food is important, but it's not the end of the world. It's not truly essential. And by making it essential and important, we eat up our precious lifetime. Was es hier sagt, ist, Nahrung ist wichtig und bedeutend, aber sie ist nicht sozusagen das Ende der Welt, der Fahnenstange. Und indem wir sie zu etwas Essentiellem machen, verbrauchen wir unsere Lebenszeit. Because there is always something to think about. Es gibt immer etwas, woran man denken müsste. Some new kind of experience to have. Irgendeine neue Art von Erfahrung, die man haben muss. Places to go, people to meet, and so on. Orte, die man besuchen möchte, Leute, die man treffen möchte und so weiter. Without demeaning ordinary life, without insulting it, these experiences of going for a walk in the park, they are also food becoming shit. Ohne dass das gewöhnliche Leben irgendwie herabgesetzt oder abgewertet werden soll, wird dennoch diese Erfahrung, zum Beispiel einen Spaziergang im Park zu machen, auch eine Art Scheiße am Ende. It's there for a moment and then it vanishes. Sie ist da für einen Moment und dann verschwindet sie. Maybe you feel your muscles feel good, you had some exercise and your mood shifts for a while. Vielleicht fühlt man sich ganz gut, vielleicht fühlen sich die Muskeln gut an, die Stimmung verändert sich, aber das ist nur für eine Weile. So the benefits from these momentary participations in transient events Und der Nutzen dieser augenblicklichen Partizipation in vorübergehenden Ereignissen, while perhaps being delightful or life enhancing, not essential. sind, obwohl sie vielleicht entzückend und lebensverschönernd sind nicht essentiell. If I go to the park and somebody says, James, tell me about yourself. Wenn ich in den Park gehe und jemand kommt und fragt, James, sag mir etwas über dich selbst. Oh, I'm somebody who likes to walk in the park. Oh, ich bin jemand, der gerne im Park herumgeht. And then we talk about the various places where we go walking. Und dann sprechen wir über die verschiedenen Orte, an denen wir gerne spazieren. This is very nice. Das ist sehr hübsch. Friendly chatting. Ein freundliches Schwätzchen. But who am I? Aber wer bin ich? I'm somebody who likes to walk in the park. Ich bin jemand, der gerne im Park spazieren geht. See, this is what the text is meaning by mistaken identification. Das ist das, was on you go. Das ist das, was der Text als die fehlverstandene Identifizierung bezeichnet. Is this really who I am? Ist es wahrhaft, wer ich bin? I'm talking about a behavior, an activity, which is sometimes true. Ich spreche doch hier lediglich über ein Verhalten oder eine Aktivität, die manchmal wahr ist. If it's raining very heavily and it's cold, I don't want to walk in the park. Wenn es sehr stark regnet und es ist kalt, dann mag ich gar nicht im Park spazieren gehen. So it's only very conditional to say that I'm someone who likes to walk in the park.
Das ist also nur sehr bedingt zu sagen, ich bin jemand, der gerne im Park spazieren geht. So when we sit in the meditation and we experience different formations arising, which we could merge with and become, or we can let them go free. Wenn wir also in Meditation sitzen und all diese verschiedenen Formationen erfahren, mit denen wir sozusagen verschmelzen und uns identifizieren können, oder aber auch die Möglichkeit haben, sie loszulassen und freigehen zu lassen, Then we can see, oh, there is no end to ways of describing who I am, what I like, what I don't like, because new potentials are flowing through all the time. dann können wir auch erkennen, dass es da eigentlich kein Ende der Beschreibung gibt, wer ich bin oder was ich mag, denn ununterbrochen kommen neue Wege unseres Potenzials, sich zu zeigen, auf. And this points us towards this key distinction between the mind and the content of the mind. Und das bringt uns zu der Schlüsselunterscheidung zwischen dem Geist und dem Inhalt des Geistes. Liking cake or walking in the park, these are contents. Kuchen zu mögen oder das Spazieren im Park zu mögen, sind Inhalte. Does this content define the container? Definiert dieser Inhalt den Behälter? So I'm drinking tea in this mug, in this cup. Ich trinke nun Tee aus dieser Tasse, aus diesem Becher. I could also put milk or orange juice or coffee in it. Ich könnte aber auch Milch reingießen oder Orangensaft oder Kaffee. But I have the habit of drinking herb tea from this mug. Aber ich habe die Gewohnheit, aus diesem Becher Kräutertee zu trinken. So it is as if the herb tea defines the cup. Es ist so, als ob der Kräutertee diese Tasse definieren würde. But the herb tea has no power to define the cup. Aber der Kräutertee hat gar keine Macht, die Tasse zu definieren. If someone else takes the cup, they put whatever they feel like in the cup. Wenn jemand anders die Tasse nimmt, dann macht er oder sie dann das, was sie mögen, in diese Tasse. What binds the herb tea to the cup is my habit formation, my belief. Was also den Kräutertee mit dieser Tasse verbindet, ist meine eigene Formierung von Gewohnheiten und Glaubensvorstellungen. This is the same with the mind on this level of understanding. Das Gleiche trifft auch auf den Geist zu, auf diese Ebene des Verstehens. Certain factors arise in our mind and they seem to fuse with or belong with the mind so that we say, I like to walk in the park. Gewisse Faktoren erscheinen in unserem Geist und dann scheinen sie mit unserem Geist zu verschmelzen, sodass wir sagen, ich mag gerne im Park spazieren. I am the cup. Walking in the park is the content in the cup. Ich bin die Tasse und das im Park spazieren gehen ist der Inhalt dieser Tasse. And then it is as if walking in the park tells you something about the cup, about I. Und dann ist es so, als ob das im Park spazieren gehen dir irgendetwas über die Tasse selbst, über mich sagt. Ich bin die Tasse. But we only know something about I or about James. Aber wir wissen nur etwas über das Ich oder über James. Because the cup has infinite potential. Denn die Tasse selbst hat unendliches Potenzial. I also has infinite potential. Ich habe auch unendliches Potenzial. The fact that I like to walk in the park does not determine I. Die Tatsache, dass ich gerne im Park spazieren gehe, determiniert nicht das Ich. Because clearly we can like many things. In klarer Weise können wir viele Dinge mögen.
However, we know that when we are merged with this transient content, Wir wissen jedoch, dass wenn wir mit diesem vorübergehenden Inhalt verschmolzen sind, we're getting ready to go to walk in the park, wir machen uns bereit, im Park spazieren zu gehen, and the phone rings and we have to sit and take this important call, dann klingelt vielleicht das Telefon und wir müssen uns hinsetzen und diesen wichtigen Anruf annehmen. I am being frustrated from fulfilling my identity as someone who walks in the park. Dann werde ich in der Erfüllung meiner Identität als jemand, der gerne im Park spazieren geht, frustriert. What is creating the sadness or the irritation is not simply the block on being able to walk in the park, but my strong bond with the idea that this is who I am and this is what I should be doing. Was hier die Frustration oder die Irritation erschafft, ist nicht einfach, dass die Möglichkeit für mich, in den Park zu gehen, blockiert worden ist, sondern es ist meine Bindung an die Idee von mir selbst, dass ich derjenige oder einer ist, der gerne in den Park gehen würde und was ich gerne tun würde. So this points to a central understanding in Dharma. Und das verweist auf ein zentrales Verstehen im Dharma. Suffering arises from attachment. Leiden entsteht aus Anhaftung. Being attached to the idea that it's a perfect day for walking in the park An der Idee festzuhalten, anzuhaften, dass es ein vollkommener Tag ist, um spazieren zu gehen im Park. My suffering is arising from the interruption to the fulfillment of that belief. Entsteht mein Leiden aus der Unterbrechung der Erfüllung meines Glaubens daran. I'm grasping at the idea of myself as a park walking person. Ich halte an meine Idee von mir selbst als einer parkspazierenden Person fest. I'm also a telephone talking person. Aber ich bin auch eine telefonsprechende Person. But I don't want to be talking on the telephone. I want to be walking in the park. Aber ich will jetzt nicht am Telefon reden, ich will im Park spazieren. Both activities are valid and useful. Beide Aktivitäten sind gültig und nützlich. But I'm more invested in one. It feels more like me. It's what I want to be doing. Aber ich habe mehr sozusagen investiert in diese eine. Das fühlt sich mehr an wie ich. Das ist das, was ich gerne tun würde. I don't have equanimity. Das heißt, hier geht mir der Gleichmut ab. I have bias. Ich habe eine Vorneigung, eine Neigung, A predisposition, eine Prädisposition, which is essentially the revealing of my hierarchy of values. Und das ist im Wesentlichen einfach die Enthüllung meiner Wertehierarchie. And that's why I suffer. Und das ist der Grund, warum ich leide. Because as the Buddha said, there's two main kinds of suffering. Denn wie es der Buddha sagte, gibt es zwei Arten von Leiden. Getting what you don't want and not getting what you do want. Zu bekommen, was du nicht willst und nicht zu bekommen, was du willst. So, because of my tendency, because of my attachment to particular forms of how I think my life should be, I feel frustrated and annoyed. Also ist es aufgrund meiner Tendenzen und meines Anhaftens an der Art und Weise, wie ich denke, dass die Dinge sein sollten, dass ich eben frustriert und verärgert werde. This is the way in which our ego self, which is a kind of extra energetic investment, affects the functioning of our mental consciousness. Das ist die Art und Weise, wie unser Ego selbst, wie unsere Art und Weise zu funktionieren,
das Funktionieren des Bewusstseins beeinflusst. So when we read the Dzogchen text, it says, whatever comes, comes. Whatever goes, goes. Wenn wir die Dzogchen-Texte lesen, dann heißt es darin, was immer kommt, kommt, was immer geht, geht. Sounds nice. Klingt gut. Good luck to those who do it. Gutes Gelingen für jene, die es machen. But me, I fucking wanted to walk in the park. Aber ich wollte verdammt nochmal im Park rumgehen. And I couldn't, and I'm upset. Und ich konnte nicht und jetzt bin ich wirklich aufgebracht. So this is very helpful for letting us see how the open potential of the mind collapses into fixed patternings. Und das ist sehr hilfreich, um zu sehen, wie das offene Potenzial des Geistes zu diesen spezifischen Musterbildungen kollabiert. And this patterning confirms I am who I think I am. Und diese Musterbildung bestätigt meine Empfindung, dass ich derjenige bin, für den ich mich halte. I exist. This is me. Ich existiere und das bin ich. But the cost of this is, because I am committing myself to this particularized profile, die Kosten davon sind aber, dass, weil ich mich eben an dieses bestimmte Profil binde, is that I'm a hostage to fortune. und die Kosten davon sind also, dass ich sozusagen ein Gefangener des guten Geschicks bin, also des Schicksals bin. Because any event can arise which runs across this patterning which I want to manifest in the world. Denn es kann jederzeit irgendein Ereignis auftauchen, das gewissermaßen genau durch diese Musterbildung, die ich mir wünsche, querschlagen kann. So he's pointing here to the importance not to live all your life in a fusion of the mind itself and the content of the mind. Und das verweist auf die Wichtigkeit davon, sein Leben nicht darin zu verbringen, ständig in der Verschmelzung zwischen unserem Geist und dem Inhalt unseres Geistes zu leben. We often believe things about ourselves which are not true. Wir glauben oft an uns, an Dinge über uns selbst, die nicht wahr sind. Yeah. Ich habe I have a gap. It's frozen. Okay. That is to say, we have a storyline about ourselves. Mit anderen Worten, wir haben eine Erzählung, eine Geschichte über uns selbst verfügbar. And the commitment to the storyline hides the actual manifesting details of our life. Und unsere Widmung an die Geschichte verbirgt die tatsächlichen Details unseres Lebens. Just as the American government likes to believe it is a protector of democracy. So wie zum Beispiel die US-amerikanische Regierung gerne glaubt, dass sie ein Beschützer der Demokratie ist. There's plenty of evidence that the CIA have been effective in removing democracies. Aber es gibt eine Menge Evidenz dafür, dass CIA instrumentell war in der Beseitigung von Demokratien. So what is actually going on in the public presentation is not the same. Was also tatsächlich vor sich geht und die Sache, wie es öffentlich dargestellt wird, ist nicht das Gleiche. So this is one of the functions of meditation, that we sit with ourselves as we are. We are revealed to ourselves. Das ist also eine der Funktionen von Meditation, dass wir mit uns selbst so sitzen, wie wir sind, um uns so, wie wir sind, zu enthüllen uns gegenüber.
And then we realize that we are unstable, that we are highly reactive, highly impulsive. Und dann realisieren wir, dass wir instabil sind, dass wir hochgradig reaktiv und impulsiv sind. And this is the movement of the content of the mind. This is what is coming and going, coming and going. Und das ist die Bewegung des Inhalts des Geistes. Das ist das, was immer kommt und geht, kommt und geht. If I let the coming and going come and go, Wenn ich aber das Kommen und Gehen selbst kommen und gehen lasse, then there's no problem. dann gibt es da kein Problem. But if I go with the coming and going, Wenn ich aber mit dem Kommen und Gehen zusammengehe, then I am distracted. dann bin ich abgelenkt. That is to say, the mind is, as it were, open and simply attentive to what's there. Mit anderen Worten, der Geist ist eigentlich offen und aufmerksam dem gegenüber, was da ist. As if it's the audience seeing this drama unfolding. Als ob er sozusagen die Audienz, das Publikum wäre und das Drama dessen, was vor sich geht, beobachten würde. And then next moment, I'm on the stage, I'm part of the drama. Und im nächsten Moment bin ich auf der Bühne und bin ein Teil des Dramas. The attention has been hooked into participation in the movement of the patterning of thoughts, feelings and sensations. Die Aufmerksamkeit ist sozusagen, hat sich verhakt mit der Bewegung auf Teilnahme an der Musterbildung der Ereignisse. The more we see this, the more we can see how freedom is not something far away. Je klarer wir das sehen können, desto klarer können wir sehen, dass Freiheit nicht irgendetwas ist, was weit weg ist. I lose my freedom by identification. Ich verliere meine Freiheit durch Identifikation. When I'm apart, simply observing, Wenn ich sozusagen auf Distanz bin und einfach beobachte, then there is calm. da ist dann Ruhe da. Is the meaning of shamatha. It's just calm and I am not the movement. Das ist die Bedeutung von Shamatha. Da ist Ruhe und da ist Bewegung. But with attachment, I become part of the movement. Aber mit Anhaftung werde ich zu einem Teil der Bewegung. I get drawn in. Ich werde hineingezogen. So if I can stop being drawn in, then I will have freedom. Wenn ich anhalten kann, hineingezogen zu werden, dann werde ich Freiheit haben. Now, if I simply track my breath so I don't fall in, Wenn ich aber jetzt einfach meinem Atem folge, sodass ich da nicht hineinfalle, don't have much of a life. dann habe ich natürlich nicht viel Leben. I would need to become a monk or a nun and live in a protective environment of a monastery so that I could be 24 hours a day observing the breath. Dann müsste ich Mönch oder Nonne werden und in einer schützenden Umgebung eines Klosters leben, das mich in die Lage versetzen würde, 24 Stunden am Tag meinen Atem zu beobachten. So now we can see how shamatha as a practice is in harmony with the path of renunciation. Jetzt können wir erkennen, wie Shamatha als Praxis in Harmonie mit dem Pfad der Entsagung ist. It is a practice of avoidance. Das ist eine Praxis des Vermeidens. Some capacity for avoidance is very helpful. Eine gewisse Befähigung zur Vermeidung ist sehr nützlich. But it's a somewhat limited way of participating in the world. Aber sie stellt doch eine sehr begrenzte Art und Weise, an der Welt zu partizipieren. So later we'll
start to look at the Mahayana path, Später werden wir anfangen, den Mahayana-Pfad anzuschauen, which is about compassion and active participation for the benefit of others. und das handelt von Mitgefühl und von der aktiven Partizipation zum Wohle anderer. And in order for that to function, we need to find a way of allowing the energy of connectivity to move so that subject and object are connecting. Und damit das funktionieren kann, müssten wir in irgendeiner Weise die Möglichkeit finden, die Bewegung von Subjekt und Objekt in ihrer Konnektivität zu gestatten. Yet without the subject side losing its own ground. Aber so, dass nicht dabei die Subjektseite ihren Boden verliert. That is to say, when you have compassion inseparable from wisdom, you can be relaxed and spacious and participative. Mit anderen Worten, wenn wir Mitgefühl und Weisheit haben, dann haben wir den Raum dafür, auch dann Mitgefühl zu haben und in die Konnektivität zu gehen, ohne sich zu verlieren darin. But this is a text about renunciation and avoidance. Aber dieser Text hier handelt von Entsagung und Vermeidung. And so the focus is on reducing the stimulus in the field, the things outer and inner things which are happening, in order to protect the mind from its habit of reactivity. Sodass hier der Fokus darauf liegt, den Stimulus des Feldes im Sinne von äußeren und inneren Ereignissen zu reduzieren, damit der Geist aus seiner Gewohnheit der Reaktivität herauskommen kann. At the end of this first chapter, it says in verses 19 and 20, if a person recites many Dharma texts, yet heedlessly does not put them into practice, then, like a cowherd counting the cows of others, he cannot be counted among the righteous. Und am Ende dieses ersten Kapitels in Versen 19 und 20 heißt es in 19, wenn eine Person viele Dharma-Texte rezitiert, jedoch sie nicht folgerichtig in Praxis umsetzt, dann ist diese Person wie ein Kuhhirte, der die Kühe anderer zählt und kann nicht zu den Gerechten gezählt werden. Reading Dharma books about someone else's experience is like counting other people's cows. Dharma-Bücher über die Erfahrung anderer zu lesen, ist wie das Zählen der Kühe eines anderen. What is important is your own experience. Was wichtig ist, ist deine eigene Erfahrung. That you sit and you get lost. Dass du sitzt und dann auf Abwege gerätst. And then you become curious, how do I get lost? Und du neugierig wirst, wie ist das, dass ich verloren gehe? And you start to observe yourself moving into a fusion, a merging with something which is occurring. Und dass du beginnst, dich selbst dabei zu beobachten, wie du mit etwas, was erscheint, verschmilzt und zusammengehst. And then we see something very paradoxical. Und dann erkennen wir etwas sehr Paradoxes. By merging with this arising formation, I confirm myself, because it feels like me. Indem ich mit dieser aufkommenden Formation verschmelze, bestätigt es mich selbst, denn es fühlt sich so an, als wäre es ich. But simultaneously, I've lost myself. Und gleichzeitig habe ich mich selbst verloren. Like in a dream. While I'm in the dream, I think it's all very true, but when I wake up, oh, it was a dream. Wie in einem Traum. Wenn ich in dem Traum bin, dann denke ich, dass das alles sehr wahr ist, aber wenn ich aufwache, erkenne ich, oh, das war ja bloß ein Traum.
I'm sitting in the practice. I go into this little riff of some thoughts and feelings. Ich sitze in der Praxis und dann gehe ich in diese Welle von Gedanken und Empfindungen. It feels familiar, feels like me. Es fühlt sich gewohnt an, fühlt sich an wie ich. Then it dissolves. Dann löst es sich auf. Because I was merged with the thought, I was not actually the thinker of the thought. Denn ich war mit dem Gedanken verschmolzen, damit war ich nicht der Denker dieses Gedankens. It's the ego's narcissistic fantasy to imagine that it is the thinker of the thought. Es ist die narzisstische Fantasie des Egos, sich vorzustellen, dass er der Denker des Denkens, des Gedankens ist. The thought vanishes. Der Gedanke verschwindet. Where am I? Wo bin ich? I've lost the breath. Ich habe den Atem verloren. Which, although it's subtle, is available. Der ja, obwohl natürlich auf subtile Weise, aber doch verfügbar ist. I chased and merged into the thought and feeling pattern, which then left me like a whale washed on the beach. Und dann bin ich einem Gedanken oder Empfindungsmuster nachgejagt, der mich dann zum Schluss fallen ließ und stranden ließ wie einen Walfisch am Strand. So that's what he's saying. Don't get carried away by theory. You don't need to know much about Buddhism. Und das ist das, was es hier meint. Werde nicht von Theorie fortgetragen. Du musst nicht viel über den Buddhismus wissen. What you need to know is your mind. Was du kennen musst, ist dein Geist. If you know about your mind because you read lots of books of theory, Wenn du über deinen Geist Bescheid weißt, weil du eine Menge Bücher über Theorie gelesen hast, that may actually make it more difficult to find your mind. das könnte in der Tat eigentlich schwieriger werden lassen, deinen Geist tatsächlich zu finden. Because now you have all these concepts about the mind that you can project ahead of you and then imagine that somehow the concept is the truth. Denn jetzt hast du auch noch all diese Konzepte über den Geist, die du sozusagen dir vorausrennen lassen kannst in deiner Projektion und dir vorstellen kannst, dass die Konzepte selbst schon bereits die Wahrheit sind. So it's very important to return to the practice. Da ist es sehr wichtig, zur Praxis zurückzukehren. Okay, so let's do another 15 minutes of this simple practice and then we'll have a break. Lass uns also jetzt 15 Minuten nochmal diese einfachen Praxis machen, dann werden wir eine Pause machen. So sitting in a comfortable way. Setzt euch auf eine bequeme Art und Weise hin. Weight held by the spine. Das Gewicht Relaxed. Das Gewicht wird durch die Wirbelsäule gehalten, die Muskeln sind entspannt. And the breath going easily through the nostrils, just have that as your sole focus. Und der Atem, der auf eine leichte Weise durch die Nasenflügel geht, ist unser einziger Fokus. Okay. So I hope you get a sense that in this practice we are renouncing involvement in the tempting flow of experience. Ich hoffe, ihr bekommt ein Empfinden dafür, dass wir in dieser Praxis dem Involviertsein in den Fluss der Erfahrung entsagen. So we say, I take refuge in Buddha, Dharma, Sangha. Sodass wir sagen, wir nehmen Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha. In the manifestation of that in this practice, I take refuge in the sensation of the breath. Und die Manifestation hiervon in dieser Praxis ist die Zufluchtnahme in die Empfindung des Atems. This is all I need. I don't need anything apart from this. If I hold to this, I'll be okay. Das ist alles, was ich brauche. Ich brauche nichts anderes als das. Und wenn ich mich daran festhalte, dann wird es in Ordnung sein. So you can see in this the structure of a dualistic practice. It's privileging one thing
and renouncing the other. Hier können wir die Struktur einer dualistischen Praxis sehen. Sie privilegiert einen Aspekt und entsagt der anderen. And if you're not very used to meditation or you find it difficult, if you're in a difficult time in your life, this kind of practice is useful because it's clear and simple and not very sophisticated. Und wenn wir also nicht besonders gewohnt sind ans Meditieren oder wenn wir uns in einer schwierigen Zeit in unserem Leben befinden, dann ist diese Art von Praxis sehr nützlich, weil sie einfach und sehr klar in ihrem Verfahren ist und nicht viel beansprucht. Okay, so we have a break now for half an hour. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause. Good. Thank you. Bye. Okay, so I think by now you get the general idea of what the Dhammapada is about. So, ich denke, dass ihr bis jetzt schon eine allgemeine Vorstellung davon entwickeln konntet, worüber das Dhammapada handelt. You don't really need any commentary about it. In dieser Weise braucht es eigentlich auch keinen Kommentar dazu. Self-explanatory. Es ist selbsterklärend. The main thing is to read it and to put it into practice and try to see yourself in the many examples that are given. Das Hauptsächliche hier ist, es zu lesen und es dann in die Praxis umzusetzen und zu versuchen, in den vielen Beispielen, die hier gegeben werden, auch sich selbst zu erkennen. And use it as a support to observe how the mind gets tied in knots. Und gebraucht es als Unterstützung dafür zu erkennen, wie unser eigener Geist sich verknotet. I'll just make one last comment, which is in chapter 20. Ich werde hier nur einen Kommentar zu machen, zu einer Stelle, die sich im Kapitel 20 befindet. Where from starting at 277, you had a comment on the 3 marks of conditioned existence. Wo man ab dem Abschnitt 277 einen Kommentar über die 3 Kennzeichen bedingter Existenz findet. So he says, all that is compounded is impermanent. Es sagt, alles, was zusammengesetzt ist, ist unbeständig. Then all that is compounded is suffering. Dann heißt es, alles, was zusammengesetzt ist, bedeutet Leiden. Then all phenomena are without inherent existence. Dann alle Phänomene sind ohne eine innewohnende Existenz. And for each of these, when this is seen with true discernment, one will not be afflicted by suffering. Und für jedes von diesen 3 heißt es, wenn das gesehen wird, mit wahrhafter Unterscheidungskraft, wird man nicht von Leiden betroffen. This is the true path. Und das ist der wahre Pfad. So there are 2 aspects to this. Davon, Davon gibt es 2 Aspekte hier. The first is to understand compounded. Der erste ist, das Zusammengesetztsein zu verstehen. Compounded means things are gathered together. They're brought into a co-production. Zusammengesetzt heißt, die Dinge werden zusammengebracht, sie werden zusammengeführt in sozusagen gemeinsames Hervorbringen. So in this sense, an apple is compounded. In diesem Sinne ist zum Beispiel ein Apfel zusammengesetzt. Without the earth, without the apple tree, without the rain, the sun, without the farmer, without the shops, you wouldn't have the apple. Ohne die Erde, ohne den Apfelbaum, ohne die Sonne, ohne Regen, ohne den Bauern, ohne die Läden würden wir auch den Apfel nicht haben.
So in this sense, a compounded is similar to dependent origination. In diesem Sinne bedeutet hier zusammengesetzt das Gleiche wie Entstehung in Abhängigkeit. Everything you see, everything you hear is compounded. Alles, was du sehen kannst, alles, was du hören kannst, ist zusammengesetzt. And because they have a beginning, they have an end. They are Und weil das alles, was beginnt, auch ein Ende hat, ist es unbeständig. in these compounded appearances, they are also suffering. Und diese zusammengesetzten Erscheinungen bedeuten auch Leiden. They are suffering because they manifest and you might not like them. Sie bedeuten Leiden, weil sie sich manifestieren, obwohl man sie vielleicht gar nicht mag. And they're suffering because they will vanish and you might miss them. Oder es ist Leiden, weil diese Erscheinungen verschwinden könnten und wir sie vermissen werden. Being compounded, they are structurally, fundamentally unreliable. Und indem sie zusammengesetzt sind, sind sie strukturell und auf eine fundamentale Weise unzuverlässig. All phenomena are without inherent existence. Alle Phänomene sind ohne eine innewohnende Existenz. They don't exist in and out of themselves. Sie existieren nicht in und aus sich selbst heraus. When we fall under the spell of the concept, Wenn wir aber dem Begriff sozusagen auf den Leim gehen, it is as if the concept is pointing to something very real, almost self-existing. dann ist es so, als ob das Konzept selbst auf irgendetwas sehr Reales und aus sich selbst heraus Bestehendes beweisen würde. So if you have a concept of an apple, Wenn du also ein Konzept von einem Apfel hast, when you look at this thing in your fruit bowl, think, oh, that's an apple. wenn du da dieses Ding anschaust und diese Art von Fußball siehst, denkst du, oh, das ist ein Apfel. An apple, it's singular, it's just there by itself. Ein Apfel ist singular und ist einfach da aus sich selbst heraus. And of course it's not. Natürlich ist das nicht der Fall. The name, the concept apple seems to encapsulate it, put a wrapper around something which seems to make it true. Der Name, das Konzept eines Apfels ist wie eine Verpackung, wie etwas, worin man das Ganze einwickeln kann und dann es als wahr existent erscheinen lassen kann. But when you look, you see that what the concept is doing is sealing this manifestation off from the field of manifestation which it belongs in. Und wenn wir aber schauen, dann sehen wir, dass dieses Konzept nichts anderes tut, als die Manifestation von dem Feld, innerhalb dessen sie sich manifestiert, abzuschotten. Just as now with ecological concerns, people are worried that there is too much packaging in the shops. Etwa in der Art, wie jetzt mit dem Aufkommen ökologischer Vorstellungen Leute sich anfangen, Sorgen zu machen, dass es in den Läden zu viele Verpackungen gibt. Well, we have much too much packaging in our minds. Nun, wir haben sicherlich in unserem Geist viel zu viel Verpackung. And by wrapping things in this plastic of the concept, we cut the world up into pieces. Und indem wir die Dinge in unserem Geist in diesen Plastik unsere Konzepte einwickeln, fragmentieren wir unseren Geist in Stücke. So when you really look, you see that there are no individual phenomena with their own existence. Everything is interconnected. Und wenn wir wirklich schauen, dann sehen wir, dass es keine individuellen Phänomene mit ihrer unabhängigen Existenz gibt und dass alles davon nur abhängig existiert. Okay, so that's the main point. Das ist hier der Hauptpunkt. If you look in the chat messages, you'll see one there from Pedro, which gives you a link to another version of the Dhammapada,
and also to an audio recording of the Dhammapada that Wendy has read from this text here. So then you could play it in your car if you wanted, or listen when you're out on a walk. Wenn ihr da in die Nachrichten schaut, seht ihr, dass Pedro hier einige Links gegeben hat von einer anderen Übersetzung des Dhammapada sowie auch von von einer Lesung des Dhammapada, die man sich auch zum Beispiel beim Autofahren oder Spazierengehen anhören könnte. And there is also a link to a Chopin prelude, the Raindrops. Und auch ein Link zu Chopins Prälude des Regentropfen-Präluds ist da. This is a very wonderful piece of music, and there are many, many interpretations of it. Das ist eine wunderbare Musik und es gibt viele Interpretationen davon. I have chosen this one because you can really hear the separate notes as they are arising, just like raindrops falling on a pond. Und ich habe genau diese gewählt, weil man in dieser Aufnahme von den vielen verschiedenen Interpretationen, die es gibt, wirklich jede individuelle Note in ihrer Getrenntheit auch hören kann, so wie man eben Regentropfen, die auf ein Dach oder auf einen Teich fallen würden, hören würde. So you might like to sit, relax, open, and just listen to the sound and really see the immediate precision of appearing, disappearing, appearing, disappearing. Wenn man mag, kann man sich ja so hinsetzen und entspannt diese Musik zuhören und unmittelbar wahrnehmen, wie diese einzigartige Bestimmtheit des Erscheinens und Verschwindens hier stattfindet. Because when you see the ungraspability of sound, Wenn du nämlich die Ungreifbarkeit des Klanges sehen kannst, that sound itself is ungraspable, dass der Klang selbst ungreifbar ist, then you see that all that is compounded out of sound, maybe something much more interwoven like Wagner or Beethoven, with a lyrical line that catches you and carries you away, you see, oh, this is only empty sound. Dann kann man auch erkennen, dass auch die komplexeren Bildungen, die aus Klang und dessen komplexen Verwebungen gemacht wird, wie zum Beispiel Wagner oder Beethoven, mit ihren lyrischen Melodielinien, die einen vielleicht auch wirklich fangen können, kann man plötzlich erkennen, auch das ist Klang und leer. And of course, particularly when music has a kind of tune, when it has these melodies that you become familiar with, it winds you into the three times, past, present and future. Und insbesondere dann, wenn die Musik so etwas wie eine Melodie hat, eine Melodie, die man womöglich selber auch noch erinnern und reproduzieren könnte, dann verwickelt uns diese Art von Musik in den Ablauf der drei Zeiten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Then we see how this reification, this attribution of inherent existence can happen with even the most subtle phenomena. Und dann können wir erkennen, wie diese Verdinglichung, wie die Attribuierung einer unabhängigen Existenz sogar in den subtilsten Phänomenen stattfinden kann. Because I have heard this before, weil ich dieses vorher gehört habe, I know what will happen next. Werde ich wissen, was als nächstes stattfinden wird. But this that you have heard before is not the this of this moment. It's wrapped in a concept, this. Aber dies, das wir zuvor gehört haben, ist nicht dies des vergangenen Moments, sondern das ist das dies, das in das Konzept von dies eingewickelt ist. And then you can see directly how
this wonderful richness of your own mind. Its excessive exuberance makes the world stale. Und dann können wir sehen, wie diese wunderbare Reichhaltigkeit unseres eigenen Geistes durch die überschüssige Hervorbringung die Welt in der Tat eigentlich schal macht. Because actually this moment has never happened before and will never happen again. Denn in der Tat wird dieser Moment niemals vorher stattgefunden haben und wird auch niemals wieder stattfinden. So I think Chopin is a good guide to this. Und ich denke, dass Chopin eine gute Führung in dieses Erfahren ist. Okay, so now we move on to the second text, the sharp weapon wheel. Jetzt bewegen wir uns zu dem zweiten Text, dem Rat der scharfen Waffen. And it's taught, we have the version coming from Atisha. It was taught to him by Dharma Rakshita. Und wir haben hier eine Version, die von Atisha gelehrt wurde, und er selber hat es von Dharma Rakshita empfangen. And this is a text concerning the connective power of activity. Und das ist ein Text, der von der verbindenden Macht von Aktivität handelt. That although, like the notes from Chopin, just this note, instant and dissolving, because of our excessive investment in our approach to what is occurring. Und darin geht es darum, dass obwohl es wie bei dieser Musik von Chopin ist, wo jede Note sozusagen Augenblick für Augenblick aufkommt und sich auflöst, wir aufgrund unserer exzessiven Investition in das, was erscheint, This excess is the motility, the movement, the impetus of what drives forward the karmic retribution. und dieser Exzess an Verwicklung ist dasjenige, das die treibende Kraft oder der Motor, die Beweglichkeit dessen ausmacht, das als karmische Vergeltung bezeichnet werden kann. You carry out an action from self to other, Du führst eine Handlung von selbst zum anderen aus, as if you were throwing a spear. als ob man einen Speer werfen würde. It goes from here to there. Dieser Speer geht von hier nach da. But what he's pointing out here is that it's not a spear. Was er aber hier zeigt, ist, dass es nicht ein Speer ist. It's a boomerang. It's going to come back to you. Es ist ein Bumerang, der zu dir zurückkommen wird. And the harder you throw it, the more force it comes back to you. Und je härter du wirfst, desto mehr Kraft hat es, wenn es zu dir zurückkommt. And therefore, over-arousal, intensity of movement towards the other, trying to control or defeat, has to be done very carefully. Und daher muss das übermäßige Erregen von dem Versuch, Dinge anzugreifen oder zu verteidigen, zu kontrollieren, mit großer Sorgfalt ausgeführt werden. So he begins, page 145, with the salutation to the great Heruka Yamantaka. Der Text beginnt auf Seite 145 des Buches der englischen Fassung mit einer Anrufung des Heruka Yamantaka. Yamantaka means killer of death. Yamantaka bedeutet der Töter des Todes. So we are afraid of death. Nun, wir fürchten uns vor dem Tod.
all that we are, all that we have, we're going to lose. Alles, was wir sind und was wir haben, werden wir verlieren. But through this practice, one can cut off the life supply of death. You can kill death. Aber durch diese Praxis kann man sozusagen die Lebensader des Todes oder den Tod selber durchschneiden. This is maybe a strange way to talk, but the lifeblood or the life of death is the belief in the true existence of entities. Sicherlich klingt das etwas seltsam, wenn man das so sagt, aber das Lebensblut, sozusagen die Lebensader des Todes, ist der feste Glaube an existente Entitäten. I exist. Ich existiere. Because I exist, because I am me, I don't want to die. Ich existiere und weil ich existiere, weil ich bin, möchte ich nicht sterben. This is a story. Das ist eine Geschichte. A deceitful story. Eine trügerische Geschichte. Believing that we have inherent existence, death seems so terrible. Indem wir glauben, dass wir eine innewohnende Existenz besitzen, erscheint der Tod so furchtbar. Now, if I don't have inherent existence, am I nothing at all? Wenn ich nun keine innewohnende Existenz besitze, bin ich dann gar nichts? Yet I'm here. Aber ich bin doch hier. I am moving, changing, responding. Ich bewege mich, ich verändere mich, ich reagiere. The flow of manifestation is ceaseless. Der Fluss der Manifestation ist unaufhörlich. I am not manifesting out of some little essence of me inside me. Aber ich manifestiere mich nicht aus irgendeiner so kleinen Essenz von mir, die sich in mir befindet. I am part of this field of experiences within which I participate. Ich bin ein Teil dieses Feldes von Erfahrung, innerhalb dessen ich ein Teilnehmer bin. I am linked with it. Ich bin damit verknüpft. Or I am non-dual with it. Oder ich bin nicht dual damit. Or I'm co-emergent with it. Oder ich bin gleichzeitig entspringend damit. The world moves and I move. I move and the world moves. Die Welt bewegt sich und ich bewege mich. Ich bewege mich und die Welt bewegt sich. So my arising and changing and moving is part of a ceaseless conversation between all the factors of the field, which includes me. Mein Aufkommen, mein Erstehen und meine Veränderung sind ein unaufhörlicher Fluss, der ein Aspekt von dem Feld ist, in dem ich selber vorhanden oder entstanden bin. And when you see that the energy of your life is changing and moving in this pulsating way, it's not a thing that has a beginning or an end. Und wenn wir sehen, dass die Energie unseres Lebens in dieser Pulsation sich verändert und bewegt, dann sehen wir, dass sorry, I lost. Okay. So this movement which is occurring with you in your participation is not something that has a beginning or end. Diese Bewegung, die in unserer Teilnahme erscheint, ist nicht etwas, was einen Anfang oder ein Ende hat. We're not suddenly created by the meeting of the sperm and egg in the sexual act. Wir werden nicht plötzlich erschaffen durch die Begegnung von Sperma und Ei in dem sexuellen Akt. The stream of potential of consciousness arrives at the meeting of these two energetic factors, and it's this tripartite meeting which generates life, this particular life. Der Strom des Bewusstseins begegnet diesen beiden, und es ist die Begegnung dieser drei, die erst überhaupt empfindungsfähiges Leben erschafft.
So in that sense, I am without beginning or end. Und in diesem Sinne bin ich ohne einen Anfang oder Ende. Conception and birth was not the beginning, death is not the end. Empfängnis und Geburt ist nicht der Anfang und der Tod ist nicht das Ende. Because the ground of my being is empty openness. Denn der Grund meines Seins ist die leere Offenheit. The field of revelation within which the non-dual clarity of co-emergence occurs. Das ist das Feld der Klarheit, in dem diese Koemergenz auftreten kann. So then he says, peacocks who walk in the forest of aconite, which is quite a dangerous poison, if they come into a nice garden of sweet flowers, they're not happy because they love this poison. It makes their colors shine more. Und da heißt es, wenn Pfauen, die in einem Wald von giftigem Akonit, also einem starken Gift, herumwandeln, plötzlich auf einen Garten wunderschöner Blumen und Medizin treffen würden, wären sie nicht glücklich, weil sie aufgrund dieses starken Giftes so gedeihen, dass ihre Farben schöner strahlen. Then he says, similarly, the bodhisattva coming into the forest of samsara, where there are many kinds of sufferings and difficulties and problems. In der gleichen Weise sagte, ist ein Bodhisattva, der in den Dschungel des Samsara kommt, in dem es viele, viele verschiedene Schwierigkeiten und Probleme gibt. They are happier there than having just a quiet, peaceful life, because for them, they know how to make use of suffering. Diese Bodhisattvas sind dort glücklicher, als wenn sie einfach nur ein ruhiges, nettes Leben hätten, denn sie haben die Fähigkeit oder das Wissen, wie sie von Leiden Gebrauch machen können. So as we just looked, all suffering, the quality of suffering is, all compounded things have the nature of suffering. Wie wir gerade gesehen haben, haben alle zusammengesetzten Dinge die Natur von Leiden. Suffering arises from the effort to try to create something enduring. Das Leiden entsteht aus der Anstrengung, etwas Dauerhaftes zu erschaffen. Nothing endures, everything is impermanent. Aber nichts ist dauerhaft, alles ist unbeständig. Suffering comes from grasping. Das Leiden kommt also vom Festhalten. The bodhisattva doesn't grasp. Aber ein Bodhisattva greift nicht. The bodhisattva is permeated by the four immeasurables. Bodhisattva ist durchdrungen von den 4 Unermesslichkeiten. They have love. May all beings be happy and have the root of happiness. Sie verfügen über Liebe. Sie wünschen, mögen alle Wesen Glück haben und auch im Besitze der Wurzel von Glück sein. And they have compassion. May all beings be free from suffering and the root or the cause of suffering. Und sie haben Mitgefühl, mögen alle Wesen frei von Leiden sein und auch frei von der Wurzel oder von der Ursache des Leidens. May all beings have joy. May they be free. May they have the happiness and joy, which is free from even the least trace of suffering. Und dann haben sie Freude, nämlich den Wunsch, mögen alle Wesen Glück und Freude genießen, die frei ist von auch nur der geringsten Spur von Leiden. And may all beings abide in the equanimity, free of bias towards friends and away from enemies. Und sie verfügen über den Gleichmut der Unparteilichkeit, die den Wunsch hat, dass alle in einem Gleichmut frei von Zuneigung zu Freunden und Abneigung gegen Feinde sind. This positive wish for the happiness of others.
Dieser positive Wunsch für das Glück anderer, this aspiration to bring value and fulfillment into the hearts of all beings, diese Aspiration, Wert und Erfüllung in die Herzen aller Wesen zu bringen, is the great protection against suffering. ist ein großer Schutz gegen Leiden. Because the bodhisattva is concerned with the benefit of others, not the preservation of their own transient identity. Denn Bodhisattva beschäftigt sich mehr mit dem Wohl der anderen und nicht mit der Frage, die eigene begrenzte Identität zu konservieren. When you see traditional statues of Tara or Avalokiteshvara, Chenrezi, Wenn ihr die traditionellen Statuen von Tara oder von Avalokiteshvara Chenrezi seht, you see them with these wonderfully pliable bodies. They are ready to move forward and make connection. dann sieht man sie mit ihren wunderbaren, flexiblen Körpern, die sozusagen die Bereitschaft ausdrücken, vorwärts zu gehen und Verbindungen zu schaffen. They are not held inside in some meditation which cuts them off from the environment. Sie sind nicht irgendwie innerlich gefangen in irgendeine Form von Meditation, die sie von der Umgebung abschneidet. Their basis is openness, Ihre Basis ist die Offenheit. which is availability. Und diese Offenheit ist auch verfügbar sein. If they had some private possession, they might be trying to protect it inside. Keep away, don't take what's mine. Wenn sie irgendetwas Privates als Besitz hätten, dann würden sie natürlich versuchen, das in sich oder für sich zu bewahren und würden sagen, bleib mir bloß weg, versuch's bloß nicht von mir wegzunehmen. But the essence of the bodhisattva is emptiness. Aber die Essenz des Bodhisattva ist Leerheit. This is our own true essence. Das ist unsere eigene wahre Essenz. When we imagine we have an identity which is specifically personal and vulnerable and has to be protected, we diminish ourselves. Wenn wir uns vorstellen, dass wir über eine Identität verfügen, die verletzlich ist, die verringert werden könnte, weggenommen werden könnte, dann machen wir uns selbst kleiner. To enter the path of the bodhisattva is to turn towards the other, to privilege benefit for the other. Sich dem Pfad des Bodhisattva anzuvertrauen, ihn zu betreten, bedeutet, sich anderen gegenüber zu öffnen und sich ihnen zuzuwenden. And again, this is a paradoxical move, because the more we are concerned with the benefit of the other, the more we benefit ourselves. Das ist wiederum eine paradoxe Bewegung, denn je mehr wir Fürsorge für andere entwickeln, desto mehr bringen wir uns selbst Nutzen. Just as in the 7-branch practice, which many of you will know, Wie in der 7-Zweige-Praxis, die viele von euch kennen werden, we have rejoicing in the success and happiness of others. haben wir eine Freude und eine Begeisterung über den Erfolg anderer. If I see that you have success in your life, money, good health, if I see that you're meditating well, if I see that your mind is shining, and I rejoice in that, then whatever merit and vitality you have, I also will partake of that. Wenn ich sehe, dass du Erfolg im Leben hast, dass du wohlhabend bist, wenn ich aber auch sehe, dass du gut meditieren kannst, dass du Erfolg in der Meditation hast, dass dein Geist strahlend ist, dann wird all das, was ich da sehe, sozusagen dazu führen, dass auch ich daran Anteil habe. Generosity of spirit is a multiplier. Everything increases. Die Großzügigkeit des Geistes ist ein Multiplikator, es vermehrt alles. But if we have jealousy, it shrinks our own resources.
Wenn wir aber Eifersucht haben, dann Neid haben, dann schrumpft das die eigenen Ressourcen. So he says, although beings strive continuously to attain a state of happiness, they experience suffering due to the power of their own former actions. Und dann heißt es hier, obwohl Wesen ständig danach trachten, einen Zustand von Glück zu erlangen, erfahren sie aufgrund der Macht ihrer früheren Handlungen Leiden. Whereas the bodhisattva who accepts the condition of suffering are always happy due to their strength and courage. Während der Bodhisattva, der bereit ist, den Zustand von Leiden zu akzeptieren, aufgrund ihrer Stärke und ihres Mutes stets glücklich sind. So in the previous text, there was a lot of emphasis on practicing virtue and avoiding non-virtue. In dem vorangehenden Text ging es viel darum, Tugend zu praktizieren und Untugend zu vermeiden. Increasing happiness and diminishing suffering. Glück zu vermehren und Leiden zu verringern. But happiness and suffering are born together. Aber Glück und Leiden werden gemeinsam geboren. They are polar points on the same binary. Sie sind sozusagen polare Punkte desselben Binärverhältnisses. What is happiness without suffering? Was soll Glück sein ohne Leiden? Similarly, suffering, the absence of happiness. In der gleichen Weise, Leiden ist die Abwesenheit von Glück. So, if you only want to have happiness and you want to get rid of suffering, you're pulling some aspects of the world towards you and pushing others away. Wenn du also nur Glück haben willst und kein Leiden haben willst, dann wirst du gewisse Aspekte der Welt zu dir hinziehen wollen und andere Aspekte versuchen wegzudrängen. And this is very exhausting. Und das ist sehr anstrengend. If you want to have a garden without weeds, wenn du einen Garten ohne Unkraut haben willst, you could spray weed killer everywhere. Könntest du natürlich überall Unkrauttöter aussprühen. But that will also kill all the flowers. Aber das wird auch die Blumen töten. Or you can go out every day and pick up the new weeds. Oder du kannst jeden Tag hinausgehen und die neuen Unkräuter rausreißen. That's quite tiring too. Und das ist auch ziemlich ermüdend. But in one moment you can free yourself from this problem. Aber du kannst dich in einem einzigen Augenblick von diesem Problem befreien. From this day on, I accept the non-duality of flowers and weeds. Von diesem Augenblick an akzeptiere ich die Nicht-Dualität von Unkraut und Blumen. Flower is a concept. Weed is a concept. All concepts are empty. Blume ist Konzept, Unkraut ist Konzept, alle Konzepte sind leer. So this is the path of the Bodhisattva. Und das ist der Pfad des Bodhisattva. Without entering into duality and the manipulation that arises from it. Ohne in die Dualität einzutreten und in das Bestreben zu manipulieren, das aus dieser Dualität entsteht. They accept that suffering is part of arising. It's part of the field of experience. Akzeptieren Sie, dass Leiden ein Aspekt des Erscheinens ist, es ist ein Aspekt der Erfahrung. If you cook, you have to do the dishes. Wenn du kochst, musst du auch das Geschirr spülen. They go together. Das geht zusammen. I like cooking, but I hate the dishes. Ich liebe es zu kochen, aber ich hasse es aufzuräumen. Why? Warum? They are just activities. Beides sind einfach Aktivitäten. But once you set up some hierarchical evaluation and you're ascribing joy to cooking, but boredom to having to clean the pots and pans, then you divide your world. Wenn du aber erstmal sein hierarchisches Wertesystem etabliert hast und sozusagen den Aspekt der Freude, der Tätigkeit des Kochens
zuweist, während das Abwaschen von Tellern und Töpfen mit Langeweile verbunden wird, dann beschneidet man sozusagen diese Welt. So he says, here and now, desire is like the poisonous forest, and the bodhisattva, like the peacock, must be able to make use of it. Dann heißt es im Text, hier und jetzt ist Begierde wie der giftige Wald und der Bodhisattva muss wie der Pfau die Fähigkeit haben, davon Gebrauch zu machen. The timid raven would die if it were to eat such things. Similarly, how could self-focused people digest the poison of desire? Der schüchterne Rabe würde sterben, wenn er solche Dinge essen müsste. In der gleichen Weise, wie könnten selbstbezogene Leute ein solches Gift der Begierde verdauen? When we have desire, Wenn wir Begierde haben, we get what we want. We often don't get what we want. Yeah. sorry, it was frozen. Oh, so I'm saying when we have desire, we don't get the thing that we want. Can you hear? Yes, No? yes. Wenn wir Begierde haben, dann können wir oft das, was wir möchten, nicht bekommen. So that's what you mean by self-focused people. I'm wanting this for me. Und das ist das, was mit selbstbezogenen Leuten gemeint ist. Ich will das für mich. So with the arising of desire, I feel quite expansive. I want that. Und mit dem Aufkommen von Begierde fühle ich mich sozusagen expansiv. Ich will das. But I can't get it. Now I feel retracting and sad. Aber ich kann es nicht bekommen und jetzt gehe ich in den Rückzug und in die Traurigkeit. Because desire is like a scorpion. Denn das Begehren ist wie ein Skorpion. It has a sting to its tail. Es hat an seinem Schwanz einen Stachel. Whereas for the bodhisattva, like the peacock, is able to take that which seems to be poisonous, but by not employing it in a self-referential way, it becomes something life-affirming. Aber ein Bodhisattva, ähnlich wie ein Pfau, kann das, was scheinbar giftig ist, nehmen und indem er das auf eine nicht selbstbezogene, selbstbezügliche Art und Weise verwendet, kann er dieses Gift zu etwas Lebensbejahenden umwandeln. When we have an ego self as our central focus point, wenn wir sozusagen unser Ego selbst als unseren zentralen Brennpunkt nehmen, our positioning is exclusive. ist unsere Positionierung ausschließend. You are not me, I am me. Du bist nicht ich bin ich. This is a private members club. Und das ist ein Club für private Mitgliedschaft. But for the bodhisattva, everything is inclusive. Aber für einen Bodhisattva ist alles inklusiv. So when they say, may all beings be happy, this includes themselves. Wenn sie also sagen, mögen alle Wesen glücklich sein, beinhaltet das auch sie selbst. They're not saying only happiness for the other. They're not saying only happiness for self, but all beings be happy. Sie sagen nicht nur Glück für andere, sie sagen nicht nur Glück für das Selbst, sondern sie sagen, alle mögen glücklich sein. So then the desire for health, for wealth, for good fortune, for good harvest is inclusive. Und dann ist das Wünschen von Gesundheit, von Wohlstand, von guten Geschicken, von guten Ernten, all das ist ein inklusives Wünschen. And because I want you to have good health, even if I become sick, I'm happy that you are healthy.
Und weil ich wünsche, dass du gesund bist, gute Gesundheit hast, werde ich, selbst wenn ich selbst krank werde, über deine gute Gesundheit glücklich sein. So this is interesting because now the loving compassion and joy that says, "Oh, you look so well. It's beautiful." Das ist nun interessant, denn diese Liebe, dieses Mitgefühl, diese Freude, wenn wir dann sehen, jemandem geht's gut und das auch ausdrücken können, This is spreading out from my heart like the rays of the sun. das geht von meinem Herzen aus wie Strahlen einer Sonne. But if I think, "Oh God, you're a bit younger than me, but you look so healthy. I'm really, really old and tired." Wenn wir aber anfangen zu denken, oh, du bist jünger als ich und du siehst so gesund aus und ich bin schon so alt und bin so müde, Then I'm recruiting the difference that I perceive into a cause of sadness in myself. dann rekrutiere ich gewissermaßen den Unterschied, den ich da wahrnehme, zu einer Ursache von Traurigkeit in meinem Herzen. You look so healthy, but I don't. Du siehst so gesund aus, aber ich nicht. So we see this is also like a boomerang. Auch das ist wie ein Bumerang. My attention goes out to you. I perceive how I take you to be, but bam, it comes back and strikes me. Meine Beachtung geht zu dir. Ich nehme dich in der Art und Weise wahr, wie ich dich eben wahrnehme, aber das kommt zurück zu mir und schlägt sozusagen zurück. Because I'm caught up in the toxic activity of comparing and contrasting. Denn ich bin befangen in der vergiftenden Aktivität von Vergleich und Kontrastierung. So if I have some success and I don't know, I win 1,000 euros, Wenn ich zum Beispiel irgendeinen so einen Erfolg hätte und sagen wir mal 1.000 Euro gewinnen würde, and then I hear that you won 10,000 euros, dann höre ich aber, dass du 10.000 Euros gewonnen hast. your success has just pissed on my 1,000 euros. Hat dein Erfolg einfach auf meine 1.000 Euros gepisst. What am I going to do with the 1,000 euros? You have 10,000. Was soll ich denn mit diesen 1.000 bloß anfangen? Du hast 10.000. So this is the crazy relativization of positionings inside samsara, in which we go up and down according to these vagaries of circumstance. Das ist diese verrückte Relativierung der Positionen im Samsara, die sozusagen auf und ab geht, je nach den Positionen, die wir da gerade einnehmen. So he's indicating we should keep our heart open and expansive with infinite good wishes to all beings. Und was er hier zeigt oder anzeigt, ist, dass wir unser Herz offen halten sollten und nach außen gehen sollten mit unendlich großen Wünschen für alle, für das Wohlsein aller Wesen. And we find that then our heart becomes like the wish-fulfilling gem. Und dann finden wir heraus, dass unser Herz zu einem wunscherfüllenden Juwel wird. If I wish you well, and I wish you well, and I wish you well, this never becomes empty. This wishing pot doesn't lose its content. Wenn ich dir wohlwünsche und wohlwünsche und wohlwünsche, wird das niemals leer sein. Also dieser Behälter voller Wünsche wird niemals seinen Inhalt verlieren. And through this path of kindness, the infinite openness, the emptiness, the infinity of the heart is revealed to us. Und durch diesen Pfad der Güte, der unendlichen Freundlichkeit wird sozusagen die Unendlichkeit des eigenen Herzens auch für uns enthüllt. And in this way, the poison of desire is not a problem at all. Und auf diese Weise ist das Gift der Begierde überhaupt kein Problem. So he says, if the other afflictions are similarly employed in a self-centered way, then those who are like the raven will lose their chance of freedom.
Dann heißt es hier, wenn die anderen Plagen in der gleichen Weise, in einer selbstbezogenen Art und Weise angewendet werden, dann werden jene, die wie Raben sind, ihre Chance für Freiheit verspielen. When we have opacity, when we have this mental dullness or anger or jealousy or pride, and we hold this in a self-referential way, then we are diminished. Wenn wir also diese Undurchsichtigkeit, diesen mentalen Stumpfsinn haben oder Zorn haben oder Stolz haben oder Eifersucht haben, dann und diese in unserem Geist festhalten, dann werden wir vermindert. However, he says the bodhisattva is like the peacock who consumes the poison of the forest, for he takes the afflictions and using them to nourish his vitality, he enters the forest of samsara. By willingly making use of them, the power of the poisons is vanquished. Dann heißt es aber jedoch, der Bodhisattva ist wie der Pfau, der die Gifte des Waldes konsumiert, denn er nimmt die Plagen und benutzt sie, um seine Vitalität zu nähren und er betritt den Dschungel des Samsara, indem er freudig den Gebrauch von der Kraft der Gifte, die besiegt worden sind, macht. So we looked earlier today at how the problem arises in meditation when we fuse into the pattern of thought or feeling that is arising. Wir haben darüber vorher gesprochen, wie wir wenn wir in Meditation mit dem, was da steht, sozusagen verschmelzen, wie wir Gebrauch machen können von dem, was da aufkommt. So, anger is aversive. It's pushing something away. I don't want. Zorn ist zum Beispiel etwas, was zunächst mal aversiv ist, was Dinge, die wir nicht mögen, wegschieben will. So when you have this calm, easy relationship with anger and aversion, you protect yourself against fusion into the intoxicating belief that this object will fulfill my destiny. Wenn wir also zum Beispiel eine leichte, ich sag mal, verspielte Beziehung zu unserem Zorn, unserem Ärger haben, dann können wir auf eine einfache Weise uns von der Vorstellung trennen, dass dieses Objekt in irgendeiner Weise unsere Bestimmung erfüllen wird. If pride arises, pride is the sense of your qualities. Wenn Stolz aufkommt, wenn dieses Empfinden unserer Qualitäten aufkommt, and these qualities are dedicated to the benefit of all beings, wenn aber diese Qualitäten dem Nutzen aller Wesen gewidmet werden, so pride allows you to give more to others. dann gestattet uns Stolz, anderen mehr zu geben. It's a bit similar in Tantra, where we have the idea of pride as the deity. Wir haben etwas Ähnliches im Tantra, wo die Vorstellung vom Stolz als Gottheit besteht. We move from pride in an ego self formation to pride in being Tara or Padmasambhava. Wir bewegen uns von dem Stolz, der auf der Ego-Formation fußt, zu einem Stolz, Tara zu sein oder Padmasambhava zu sein. We don't want to be overinflated. Wir wollen uns nicht allzu sehr aufblasen, but we also don't want to be kind of too thin and humble. aber wir wollen auch nicht zu dünn und demütig sein. If you say, in this and all my future lives, I'm going to work for the benefit of others, Wenn du sagst, in diesem und in all meinem künftigen Leben werde ich dem Nutzen anderer dienen,
well, then it helps if you've got some good qualities. Dann ist es hilfreich, wenn du ein paar gute Qualitäten dafür hast. So knowing the qualities available to you, knowing that these are the fruits of action in a previous life and not actual possessions. Zu wissen, dass dir tatsächlich einige gute Qualitäten zur Verfügung stehen und auch zu wissen, dass diese Qualitäten, diese guten Qualitäten Früchte gewisser Handlungen im vergangenen Leben und nicht deine privaten Besitztümer sind, Then you can make use of pride. dann kannst du vom Stolz Gebrauch machen. So what he's saying here is that the intention to benefit others removes the toxicity of these patterns of energy. Was er also hier sagt, ist, dass die Intention für das Wohl anderer zu wirken aus diesen Energiemustern ihre Toxizität, ihre Giftigkeit entfernt. What makes anger dangerous is, why did you do that? I hate you, I kill you. Was Zorn gefährlich macht, ist die Einstellung zu sagen, warum hast du das getan? Ich hasse dich, ich werde dich töten. It says, I cut you off, you don't exist for me. Das sagt, ich schneide dich ab, du existierst nicht mehr für mich. So it's operating from duality and from the fact that I have to win and you have to lose, and from my joy in your annihilation. Das operiert vom Standpunkt der Dualität, von der Vorstellung aus, dass ich gewinnen und du verlieren musst und von deiner Freude an deine Vernichtung. So when this basis of dualistic perception is dissolved, when I am with you and I am for you, then the energy of aversion is not about annihilating you, but about freeing us from the confusion which blocks the openness of our field of shared participation. Wenn es also, wenn dieser Zorn frei davon ist, nach dem Wunsch, dich zu vernichten, sondern gewissermaßen eine Partizipation gemeinsam möglich macht, dann wird er bewirken, dass er uns, dass er von diesen, oh sorry, it was... Okay, read too long, sorry, my fault. Well, its meaning is that if you don't enter into the duality of self and other, wenn du also nicht in die Dualität von Selbst und anderen eintrittst and the privileging of yourself und in dieses Privilegieren deiner Position and the enjoyment of the defeat of the other, und den Genuss des Besiegens des anderen, this frees the movement of aversion to be in the service of the healthy movement in the field. Das befreit die Bewegung der Aversion, der Abneigung dazu, im Dienst einer gesunden Bewegung in dem Feld zu werden. Just as when they were cutting the trees down in the old days in Canada and America and Norway, they roll them down the side of the hill into the water, and then people with spiked shoes have to stand on the logs and get them swirling in case they jam together. So wie das früher bei den Holzfällern in Kanada war, wo die Stämme den Hügel heruntergerollt wurden und ins Wasser gerollt wurden und dann Leute mit Schuhen, die Spikes hatten, auf diese Stämme dann ins Rollen bringen mussten, in Bewegung bringen mussten, für den Fall, dass sie sich ineinander verhakeln würden. The aversive push sets the logs free to flow. Dieser aversive Schub erlaubt den Stämmen frei zu fließen. Just as in practices we sometimes say, put,
which is again an aversive shocking that frees the logjam. Genau in diesen Praktiken, wo wir plötzlich Pet ausrufen, eine aversive, schockierende Handlung, die den Stau der Stämme sozusagen freisetzt. Okay. So then he says, the cause of our revolving powerlessly in samsara is our own adherence to our sense of self, this servant of the demonic Mara. Und dann heißt es hier, die Ursache unseres sich Drehens im Samsara ohne Macht ist unser eigenes Festhalten an unserem Empfinden des Selbst, diesem Diener des dämonischen Mara. Mara means a negative force which impedes awakening. Mara bedeutet hier eine negative Kraft, die das Erwachen behindert. There are different kinds of Maras. Es gibt verschiedene Arten von Maras. But here he's saying your own sense of individual self is a messenger or a servant of Mara. Aber hier heißt es, dass unser eigenes Festhalten an unserem Empfinden eines Selbst ein Diener oder ein Bote dieses Mara ist. The function or role of your ego self is to stop you awakening. Die Funktion oder die Rolle unseres Ego selbst ist, unser eigenes Erwachen anzuhalten, zu verhindern. So he then says, we must completely free ourselves from the attitude of desiring only our own benefit and happiness, and then happily and enthusiastically strive for the benefit of others. Dann heißt es, wir müssen uns vollständig von der Einstellung befreien, nur begehrlich nach unserem eigenen Glück zu streben und dann glücklich und enthusiastisch nach dem Nutzen für andere streben. Self-centered striving blocks the arising of happiness. Das selbstbezogene Streben blockiert das Erstehen von Glück. So, unless we find a way to be not the servant or messenger of Mara, but the servant or messenger of the Buddha, of the enlightened mind, we're going to be tied in knots. Solange wir keinen Weg finden, uns aus der Rolle eines Dieners des Mara zu befreien und zu einem Diener oder Boten des erleuchteten Geistes des Buddha zu werden, werden wir uns immer in Knoten binden. To be for the other. Es geht also darum, für den anderen zu sein. When we start from the egotistical point of view, the idea to be for the other, completely for the other, often feels like a terrible loss and action of damaging myself. Wenn wir von einem egoistischen Standpunkt her beginnen, dann fühlt sich die Idee, für den anderen zu sein, und zwar auf eine vollständige Art und Weise für den anderen zu sein, an, als wäre das ein vollständiger Verlust, als würden wir uns selbst einen großen Schaden zufügen. But what about me? Was ist aber mit mir? And here we see very precisely the meaning of duality. Und hier können wir sehr, sehr präzise die Bedeutung der Dualität sehen. If I'm for you, I'm not for me. Wenn ich für dich bin, dann bin ich nicht für mich. If I'm for me, I'm not for you. Und wenn ich für mich bin, dann bin ich nicht für dich. Me, you, I understand. Mich und dich, das verstehe ich. But we, in it together, all of us, it doesn't have so much energy for most of us. Aber wir zusammen, in all dem, alle zusammen, das fühlt sich nicht so sehr energievoll für uns an. If I benefit you, I benefit. That's a very unsettling idea. Wenn ich dir Nutzen bringe, dann wo bleibt mein Nutzen? Das ist eine sehr beunruhigende Idee. It's only through our actual
participation with an open heart in this practice that we start to taste the truth of it. Es ist nur durch unsere Teilnahme, mit einem offenen Herzen in dieser Art von Praxis, dass wir anfangen, den wahren Geschmack davon zu schmecken. Because rationally it doesn't make sense. Denn auf eine rationale Weise macht es keinen Sinn. With the pandemic, we hear these messages, we're all in it together, and until the whole world is safe, no one will be safe. Mit dieser Pandemie hören wir die ganze Zeit diese Botschaften, dass wir darin alle zusammen sind und bis die ganze Welt in Sicherheit ist, ist niemand sicher. But all the wealthy countries have been storing up the vaccine, even when their own population have double injection, they still don't want to give it away. Aber all diese wohlhabenden Länder haben die Impfungen gehortet und selbst wenn ihre Population geimpft ist, doppelt geimpft ist, wollen sie die Impfung nicht weggeben. Because this underlying sour taste, what about me, is so powerful, especially in politics. Denn dieser zugrunde liegende saure Geschmack von was ist mit mir, ist allgegenwärtig, insbesondere in der Politik. We have America first, China first, Russia first. Wir haben Amerika zuerst, China zuerst, Russland zuerst. And now we even have Little Britain first. Und jetzt haben wir sogar kleines England zuerst. Like the little family poodle running along behind. I'm in it as well. Wie der kleine Familienpudel, der sozusagen allen hinterher rennt, um zu zeigen, dass er auch dabei ist. So, people have a good intention, but they sabotage it because, what about me? Und so passiert es, dass Leute eine gute Absicht haben, aber sie selbst sabotieren mit der Frage, was aber ist mit mir? And he says, being driven by the force of karma and always experiencing the afflictions is the suffering shared by all beings. Dann heißt es hier, von der Kraft des Karma getrieben zu sein und ständig die Plagen zu erfahren, ist das Leiden, das von allen Wesen geteilt wird. You see this with the animals in the field, with the way the birds that are coming certainly to Britain are less and less every year because of the poisons in the fields and so on. There's so much suffering everywhere. Wir können das ganz sicherlich mit den Tieren auf den Wiesen sehen, mit den Vögeln, von denen immer weniger nach England kommen, wahrscheinlich aufgrund der vielen Gifte in den Feldern. Es gibt so viel Leiden. I, who like happiness, will take all their sorrows upon myself. Ich, der Glück mag, werde all ihre Sorgen und Nöte auf mich nehmen. I like happiness. I don't like sorrow. Ich mag Glück. But I will take their sorrow. Ich mag Glück. Ich mag keine Sorgen, keine Nöte, aber ich werde trotzdem alle ihre Nöte auf mich nehmen. We haven't grown little angel wings, you know. We do like happiness. Es ist nicht so, dass wir jetzt kleine Engelflügel wachsen lassen haben. Wir mögen Glück. But for the sake of the other, I will take their sorrows onto myself. Aber um der anderen willen werde ich ihre Sorgen auf mich nehmen. If the habit of concern for my own welfare should remain with me, then in order to stop this, I will give all my happiness to all beings. Die Gewohnheit der Sorge um mein eigenes Wohlergehen bei mir bleiben sollte, dann werde ich, um das zu beenden, all mein Glück allen Wesen geben. This is so powerful. Das ist so mächtig. Counter cultural values. It's against everything we are brought up to believe. Das ist so gegen alle kulturellen Werte, das geht so gegen den Strich von allen Glaubensvorstellungen, in denen wir erzogen worden sind. Of course, we can recognize it as the
the basic orientation of Tonglen, of giving our happiness to others and taking their sorrow. Natürlich können wir das hier als die grundlegende Orientierung der Praxis von Tonglen erkennen, dem Geben von unserem Glück und dem Auf uns nehmen von Unglück. In this way, whenever we are troubled by those around us, we must encourage ourselves to be patient, recalling that this situation is the result of our own disturbed actions. In dieser Weise, wann immer wir durch jene um uns herum in Sorge versetzt werden, müssen wir uns ermutigen, Geduld zu üben und uns daran zu erinnern, dass die Situation das Ergebnis unserer eigenen verstörten Handlungen ist. I try to help you, but somehow I can't help you. Ich habe versucht, dir zu helfen, aber irgendwie kann ich dir nicht helfen. What's wrong with you? Was ist denn mit dir los? He's saying, don't take that road. Er sagt, nimm diesen Weg nicht. If you go down that road, then I'm right, you're wrong, you're impeding me. Wenn du diesen Weg einschlägst, dann bin ich im Recht und du liegst falsch und du behinderst mich. And if you are causing trouble for me, Und wenn du Schwierigkeiten für mich erschaffst, then subject and object are truly divided. und dann ist Subjekt und Objekt wahrhaft getrennt. So he's saying, be patient and remember that this situation is the result of my own karma. Und damit sagt er dann, sei geduldig und erinnere dich, dass diese Situation das Resultat meines eigenen Karmas ist. So this is the beginning of a very powerful idea. Das ist der Startpunkt einer sehr mächtigen Idee. All the trouble that I experience anywhere is caused by myself. Nämlich, dass all die Schwierigkeiten, die ich irgendwo erfahre, von mir selbst verursacht wurden. Difficulties in my life, but also difficulties in your life, and that because I am connected with you, these arise from my own bad behavior in the past. Schwierigkeiten in meinem Leben, aber auch die Schwierigkeiten in deinem Leben, da wir ja unauflöslich miteinander verbunden sind, entstehen alle aus irgendwelchen Verhaltensweisen vergangener Leben. So I have no basis for blaming you. Also habe ich keine Basis, dich zu beschuldigen. But also, I'm not blaming myself. Aber auch mich selbst zu beschuldigen. I'm patiently accepting that this is the case. Ich akzeptiere auf geduldige Weise, dass dies der Fall ist. And so it becomes a fuel for my Dharma practice of purification and increasing kindness and giving to others all the happiness that there is. Sodass das zu einem Brennstoff für die Vermehrung meiner eigenen Reinigungspraxis und für das Vergrößern von Güte und für das Gewähren all meines Glücks an andere wird. The cause of all these difficulties has been my own bad action, which arises from my selfishness, from me first. Die Ursache all dieser schlechten Situationen sind meine eigenen negativen Handlungen und dieses mich selbst an erste Stelle zu stellen. Now that these results are ripening, if I continue to say me first and blame you, then the circle is just turning more and more. Nun, wo diese Resultate jetzt zur Reife gelangen, wenn ich damit fortfahre, mich an erste Stelle zu setzen und dich für schuldig zu erklären, dann werden die Probleme sozusagen weiter und weiter kreisen. So, for the sickness of samsara, for the misery and suffering of beings, we apply
the great antidote, which is you first. I am for you. Also für die Krankheit des Samsara, für das Leiden aller, wenn wir eine große Gegenmittel, nämlich zu sagen, du zuerst und ich bin für dich. No, this is a practice. Nun, das ist eine Praxis Not just an idea. und nicht nur einfach eine Idee. When we get irritated by the behavior of other people, people we know, friends, family, politicians, and so on, people who behave badly, Wenn wir also irritiert sind durch andere Leute, die wir kennen, Freunde, Familienmitglieder, Verwandte, Politiker, Leute, die sich schlecht benehmen, we should catch the danger of reificatory objectification. dann sollten wir die Gefahr einer verdinglichen Objektivierung zu fassen kriegen. For example, if somebody outside in the road keeps their big diesel engine running, Wenn zum Beispiel jemand da draußen auf der Straße seinen riesen Dieselmotor am Laufen hält, while they're talking on their mobile phone, während er sich dann mit seinem Handy unterhält, of course you can see a pattern of ideas. They shouldn't do this. It's polluting the atmosphere. What are they thinking about? natürlich kann man da ein Muster von Ideen erkennen, die sollten das nicht machen. Was denken die sich dabei? Das verschmutzt die Umwelt. I don't like what they're doing. Ich mag nicht, was diese da machen. So you tap on their windscreen Und dann klopfen wir an die Windschutzscheibe and say, hey, what are you doing? Turn your engine off. und sagen, hey, was machst du denn da? Mach deinen Motor aus. And of course they reply, well, fuck you too. Dann antworten sie natürlich, verpiss dich. They don't say, thank you so much. I wasn't aware. Sie sagen ja dann in der Regel nicht, danke dir so sehr, ich war mir dessen nicht bewusst. So we have to be skillful. Also muss man eine gewisse Geschicklichkeit an den Tag legen. People are lost. Die Leute sind verloren They're entitled to be lost und sie haben das Recht, verloren zu sein, because they are in samsara, which is the land of the lost. weil sie sich in Samsara befinden und das ist ja das Land der Verlorenen. They are selfish. They behave badly. They don't care. Sie sind egoistisch, sie benehmen sich schlecht und es ist ihnen wurscht. This is why they're here. The 5 poisons are the entry ticket for samsara. Und das ist genau der Grund, warum sie hier sind, denn die 5 Geistesgifte sind das Eintrittsbild für Samsara. So if I want to help them get out of samsara, Wenn ich also ihnen helfen will, aus dem Samsara rauszukommen, showing them the intensity of my 5 poisons is probably not very helpful. ihnen die Intensität meiner 5 Geistesgifte zu zeigen, ist wahrscheinlich nicht sehr hilfreich. So we wish them well. Wir wünschen ihnen wohl. And we realize the mental restrictions arising in this person arise because in a previous life I treated them badly. Und wir erkennen, dass die mentalen Einschränkungen in diesen Personen aufkommen und sie kommen auf, weil ich sie im vergangenen Leben schlecht behandelt habe. Now, this might sound like madness. Das könnte natürlich wie eine Verrücktheit klingen. The first reading is telling them off, don't do that. Die erste Begegnung ist, zu sagen, mach das nicht. Probably doesn't change very much. Das wird aber vermutlich nicht viel ändern. The second reading of the situation says, this is arising from me. Und die zweite Interpretation ist, das steht für mich. I am here. Und ich bin hier. I can make reparation. I can do something different. Ich kann sozusagen das wieder reparieren. Ich kann etwas besser machen. And I am willing to make reparation. Und ich bin auch bereit, eine Wiedergutmachung zu machen. I'm committed to this. Und ich widme mich dem.
So I, who want to help, should help, Also ich, der helfen wollte, sollte auch helfen, rather than insist that someone who doesn't want to help should help. statt so darauf zu insistieren, dass jemand, der gar nicht helfen will, helfen sollte. In this way, you can develop patience, you can be more tolerant of other people. And the more tolerant you are, the softer you become, the more pliable, like the bodhisattva. And then you can bend to find the optimal connectivity with the other. Auf diese Weise kann man tolerant werden und flexibel werden und wie ein Bodhisattva sozusagen anpassungsfähig werden, um den besten Hebel gewissermaßen zu finden, um der Person zu helfen. So this is a very beautiful text. Das ist ein wunderbarer Text. It's a text to feed the heart. Das ist ein Text, der das Herz nährt. And to give us the courage and resources to transcend our own limitations. Und das ist ein Text, der uns den Mut und die Ressourcen gibt, unsere eigenen Begrenzungen zu überwinden. The ingredient he hasn't mentioned yet, of course, is emptiness. Das Ingredienz, das er noch nicht erwähnt hat, natürlich ist die Leerheit. Wisdom and compassion are compared to the two wings of a bird. Weisheit und Mitgefühl werden mit den zwei Flügeln eines Vogels verglichen. And wisdom in the Mahayana tradition is the wisdom of seeing the emptiness or the lack of inherent existence in any phenomena. Und Weisheit in der Mahayana-Tradition ist das Erkennen oder das Sehen der Abwesenheit einer innewohnenden Existenz in den Phänomenen. When you see the man inside the car on his phone with the engine running, Wenn du also den Mann mit dem Handy in der Hand in dem Auto mit dem laufenden Motor siehst, and you recognize, oh, this man who is so annoying exists only in my head. und du erkennst, dass dieser Mann, der so empörend ist, nur in meinem Kopf existiert, This is appearance, das ist eine Erscheinung, appearance and emptiness, Erscheinung und Leerheit, unborn from the very beginning. von allem Anfang an ungeboren. I, through my own mental processes, turn him into something real, separate and bad. Ich durch meinen eigenen mentalen Prozess habe ihn in etwas Reales, Separates und Schlechtes verwandelt. So we have to unite the wisdom of emptiness with the infinite generosity of compassion. Wir müssen also die Weisheit der Leerheit mit der unendlichen Großzügigkeit des Mitgefühls vereinen. And this lovely text will show us how to do this. Und dieser liebliche Text wird uns zeigen, wie das geht. So we will continue with it tomorrow at 10 in the morning. Und wir werden damit morgen um 10 Uhr Londoner Zeit, also um 11 Uhr mitteleuropäische Zeit, weitermachen. Thank you to our translators and to Pedro for keeping the show on the road, and to all of you for your participation. Danke an alle Übersetzer und an Pedro dafür die Show auf der Straße hochzuhalten und für alle, die daran teilgenommen haben. Good. Thank you, James. Pleasure. See you tomorrow. Bye-bye. Bye bye. Thank you, James. Bye. Thank you, James. Bye. James, thank you. Beijo, João querido, pela tradução. Thank you, James. Obrigado, João. Hey. Obrigado, James. Bye bye. Bye, everyone. Tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Ich hoffe, dass einige von euch Chopin zuhören konnten. The first text we were looking at yesterday, the Dhammapada, would not be in favor of that. Der erste Text, den wir gestern angeschaut haben, würde das nicht wirklich befürworten.
Because from that point of view, samsara is a dangerous place full of many seductions which can lead us astray. Denn von diesem Standpunkt aus betrachtet ist Samsara ein gefährlicher Platz voller Ablenkung und Verführungen, die uns auf Abwege bringen können. But when we come into the Mahayana view, and especially into Tantra, we want to be able to make use of all the possible resources available to us. Aber wenn wir zu der Mahayana-Sichtweise und insbesondere zum Tantra kommen, möchten wir alle möglichen Ressourcen nutzen, die uns verfügbar sind. Applying the same approach as we do in the meditation. Und diesen selben Zugang, den wir auch in Meditation anwenden. Neither merging into what is occurring, nor holding Weder in das, was erscheint, verschmelzen. But then we might think, oh, if bad things happen, it's a kind of accident. Und dann könnten wir denken, dass schlechte Dinge passieren und dass es einfach ein Unfall ist. But then we are just like children wandering around, not knowing why things happen. Aber dann sind wir wie Kinder, die umherlaufen und nicht wissen, warum Dinge passieren. We say meaningless things like, I was in the wrong place at the wrong time. Wir sagen sinnlose Dinge wie, ich war einfach am falschen Ort zur falschen Zeit. Doesn't explain anything. Das erklärt nun wirklich gar nichts. How could I know? Wie könnte ich das wissen? I am a small lost person. Ich bin eine kleine verlorene Person. We can also find explanations through astrology. Wir können dann versuchen, eine Erklärung durch Astrologie zu finden. There may be some validity in that. Vielleicht besitzt das irgendeine Gültigkeit. But what are these forces which are acting on us? Aber was sind diese Kräfte, die sich auf uns auswirken? Do we understand it in terms of a communication, a co-emergence that one can work with? Verstehen wir sie als eine Art Kommunikation, als eine Emergenz, mit der wir zusammenarbeiten können? In which case we have to become very precise about what is happening. In diesem Fall müssen wir sehr präzise verstehen, was passiert. You can look up books or on the computer, the changes of the transits. Wir können in Büchern oder auf dem Computer die Übergänge der Transiten, also die Transiten anschauen. But there are so many changes going on. How will we identify what precisely is in play in this moment when I'm walking to work? Aber es passieren ja immer sehr viele Veränderungen. Und wie werde ich präzise wissen, was denn eigentlich tatsächlich wirkt, wenn ich gerade zur Arbeit gehe? Then many cultures still have notions of demons and spirits, of curses and charms of various kind. Und viele Kulturen haben dann auch die Vorstellung von irgendwelchen Geistern und Dämonen und Flüchen, die am Wirken sind. This is often seen that someone is making use of these forces to attack me. Und es wird oft so betrachtet, dass irgendjemand von diesen Kräften Gebrauch macht, um mich anzugreifen. There is the power in the magical spell and the power in the demonic force, and bad people use this against me. Und da ist in diesem magischen Fluch oder in den dämonischen Kräften eine Macht und schlechte Leute gebrauchen sie gegen mich. I am the innocent victim. Und ich bin das unschuldige Opfer. So I need to get some great magus, some sorcerer who has more power to send these bad spells back.
Ich muss also mir die Unterstützung eines großen Magiers oder Hexers suchen, der die Macht hat, die schlechten This Einflüsse increases our sense zurückzuschicken. of duality and vulnerability and oppression. Und das erhöht unser Empfinden von Verletzlichkeit und Unterdrücktseins. We have other systems of thinking of cause and effect we might call in the adult mode. Und es gibt ein anderes System von Ursache und Wirkung, die wir als Erwachsenenmodus bezeichnen könnten. For example, we have the objective cause and effect, Zum Beispiel haben wir die objektiven Ursachen und Wirkungen. which is the arena of modern science and technology, medicine, and so on. Das ist die Arena der modernen Wissenschaft, Technologie und so weiter. It's something which has no appeal to magical thinking. Das greift nicht auf magisches Denken zurück. It's concerned with the relationship between forces. Das befasst sich einfach mit den Beziehungen zwischen Kräften. So if you have a cooker and you put on the power, Wenn du also ein Kochgerät hast und du machst den the Strom plate an, is heating or the gas is burning, dann heizt die Kochplatte oder das Gas brennt. you put water in a pan to heat it. Du bringst Wasser in einen Topf und erhitzt So es. the fire and the pan will have a communication. Dann wird das Feuer und der Topf eine Wechselwirkung, eine Kommunikation. But you have to put the pan onto the place where the heat is. Aber du Otherwise, musst- it won't get hot. Aber du musst den Topf auf den Platz stellen, wo die Hitze ist, sonst wird er nicht heiß. So in science, looking for patterns of connectivity. Das heißt, in der Wissenschaft schaut man nach Mustern von Verbundenheit. These causal forces meeting this situation bring about particular result. Und diese kausalen Kräfte, die auf bestimmte Situationen begegnen, bringen bestimmte Resultate hervor. Karma, as we'll come to look at it, belongs inside an adult mode of thinking. Und Karma, so wie wir das anschauen werden, gehört zu diesem Erwachsenenmodus des Denkens. It's not something happening to us as victims, Das ist nicht etwas, was uns als Opfer geschieht. but it's not just something caused by forces out there in the world. Aber es ist auch nicht etwas, was durch irgendwelche Kräfte, die da draußen in der Welt sind, verursacht wird. The quality of my participation, the flavor or valency of my intention impacts the kind of consequence I have. Die Qualität meiner Partizipation, meine Teilnahme und der Geschmack oder die Valenz meiner Intention färbt dann die Resultate, die ich erhalte. So here we would differentiate between the immediacy of the, if you like, the objective effect and the latency of the power of the consequence. Hier würden wir differenzieren zwischen, wenn man so will, der Unmittelbarkeit des objektiven Effekts und der Latenz des Potenzials des Resultats. So, for example, if I develop some intense hatred of you, Wenn ich zum Beispiel irgendeinen intensiven Hass gegen dich entwickle and I take a knife and stab you, dann nehme ich ein Messer und dann steche ich auf dich ein, the effect is you are dead. dann ist der erste Effekt, dass du tot bist. I see you are dead. I'm Dann, happy you are dead because I hate you.
Dann sehe ich, dass du tot bist und bin glücklich, dass du tot bist, weil ich dich hasse. but I don't want to get any trouble. Aber ich will keine Schwierigkeiten bekommen. So I run away. Ich laufe also weg. Maybe a month later, the police come and find me. Vielleicht kommt die Polizei einen Monat später und findet mich. The effect on you of the stabbing was immediate. The effect on me of the punishment is delayed. Der Effekt auf dich, nämlich dass ich dich erstochen habe, war unmittelbar, aber der Effekt meiner Tat für mich ist dann In verspätet. the Tibetan, this is described as lei jum dre. Lei means activity, jum means a cause, and drebu means a fruit. In Tibetisch wird das als Le Bum Dre bezeichnet, wobei das erste Wort Aktivität, das zweite Ursache und das dritte Frucht beschreibt. Fruit, as we know, ripens. It takes time to become ready. Und eine Frucht, wir wissen es alle, muss heranreifen und braucht Zeit, So um fertig the zu sein. tendencies arising in me when I became angry and stabbed you Also die Tendenzen, die aufkommen, als ich zornig wurde und dich erstochen habe, and my commitment to the anger that kept me free of remorse at having killed you, und meine Verbundenheit mit dem Zorn, der mich davon abhielt, Reue darüber zu empfinden, dass ich dich getötet habe, this organization of my way of experiencing the event ripens gradually through time. diese Organisation, meine Erfahrung der Sequenz der Dinge reift mit der Zeit heran. Usually it's considered to manifest in a later lifetime. Für gewöhnlich sagt man, es manifestiert sich in einem späteren Leben. There are 5 things which are actions which are considered to have an immediate effect. Es gibt 5 Handlungen oder Dinge, wovon man denkt, dass sie unmittelbar wirken. Causing the body of a Buddha to bleed, Einen Buddha bluten zu lassen, killing an enlightened good person, an arhat, einen erleuchteten guten Menschen zu töten, einen Arhat, killing your mother, killing your father, den eigenen Vater oder Mutter töten and causing disturbance in the Sangha. und Störungen im Sangha zu verursachen. These are considered to have immediate effect. Das wird für unmittelbar wirksam gehalten. But for other things, it takes some time. Andere Dinge beanspruchen aber Zeit. This time lag thins our conscious attention to the relation between the causal act and this consequence arising later. Diese Zeitverzögerung verdünnt sozusagen unsere Beachtung des kausalen Zusammenhangs zwischen der Tat und dem später eintretenden Effekt. So things happen and we don't really know why. Also Dinge passieren und wir wissen nicht wirklich warum. So this is an idea of causation which is not purely objective, but is subjective in that the patterning and intensity and quality of the mental factors itself generates consequences which are manifest in the world. Und das ist eine Verursachung, die nicht rein objektiv ist, sondern eine subjektive Seite hat, indem die Art und Weise, wie unsere mentalen Muster gewissermaßen mit beeinflussen, wie sich die Resultate in der Welt manifestieren.
So now he's going to give us quite a lot of examples of how this can occur. Und jetzt bekommen wir hier eine Menge Beispiele dafür, wie das erscheinen kann. If you have the book, it's on page 151. Buch ist das Seite 151. So he says, when our bodies experience unbearable sickness, this is because we have previously caused harm to the bodies of others. Dann heißt es, wenn unsere Körper eine unerträgliche Krankheit verursachen, dann ist es, weil wir den Körpern von anderen Schaden verursacht haben. Okay. Lula mise now, okay? Ja, ja. So then he says the key point here, now the sharp weapon of these bad actions comes turning back on us. Jetzt sagt er, dass der Schlüsselpunkt, die scharfen Waffen dieser schlechten Handlung kommen zu uns zurück. As if there was a wheel turning and it had a sharp blade at one point. Es ist wie ein Rad, das sich dreht und eine scharfe Klinge an einem Punkt aufgesetzt hat. We spin the wheel so that the blade is going round towards the other person. Wir versetzen das Rad in Drehung, sodass die Klinge zu der anderen Person geht. Now it's cutting into them. Now they are experiencing the force of my intention. Jetzt schneidet es in sie und sie erfahren die Kraft meiner Intention. But the wheel doesn't stop there. Aber das Rad hält dort nicht an. It keeps turning, and so this blade comes back and cuts into me. Es dreht sich weiter und am Ende schneidet die Klinge auch in mich hinein. This is just the basic principle of karma, that you cannot escape the movement of the structures of your own mind. Und das ist das grundlegende Prinzip von Karma, dass du der Bewegung der Strukturen deines Geistes nicht entkommen kannst. And this returning, ripening, as I was suggesting before, will happen without you understanding why it's occurring. Und dieses Zurückkehren, dieses Heranreifen wird erscheinen, wie schon zuvor gesagt, ohne dass wir wirklich verstehen, warum das jetzt passiert. So this addresses the question, why do bad things happen to good people? Und das beantwortet vielleicht die Frage, warum schlechte Dinge guten Leuten passieren. Someone has been very nice, very kind, very thoughtful, and yet still they get sick. Jemand war sehr nett, sehr freundlich, sehr gedankenvoll und dennoch wird die Person krank. Small children develop cancers. Kleine Kinder entwickeln Krebserkrankungen. They have to go to hospital and have painful procedures. Man muss ins Krankenhaus gehen und sich schmerzhaften Prozeduren unterwerfen. When we look at the child, we think it's so pure, so innocent. How terrible that this should happen to them. Wenn wir das Kind anschauen, denken wir, das ist so rein, so unschuldig. Wie kann das, dass so schreckliche Dinge ihnen passieren können? But the causal movement which has generated this effect was occurring in many previous lifetimes. Aber die kausale Bewegung, die diesen Effekt erzeugt hat, erschien vielleicht in vielen vergangenen Lebenszeiten. So, although at birth it looks like, oh, a beginning, a fresh start, something new. This person has never been in existence before. Obwohl es bei der Geburt so aussieht, als wäre das was völlig Neues, ein Anfang, ein frischer, neuer Start. Diese Person war noch nie im Leben Yet zuvor. from the Buddhist point of view, in their energetic stream,
there are the potentials for the arising of the consequence of the previous activity. Und dennoch vom buddhistischen Standpunkt kann man sagen, dass in ihrem energetischen Strom ist das Potenzial der Konsequenzen, die in ihrer Erfahrung erstehen, vorhanden sind. This stream is called Santana, or in Sanskrit, or Rangyut. It means the self-continuity or the self-flow. Und dieser Strom wird in Sanskrit Santana und im tibetischen Rangyut, also eine Eigenkontinuität oder einen eigenen Selbstfluss. It's not a form or a kind of Swiss bank vault where things are hidden in little boxes. Es ist nicht wie eine Form oder wie ein Schweizer Bankverlies, wo die Dinge in kleinen Boxen versteckt Rather, werden. it's almost like a flow of seeds of different kinds of flowers. Das ist eher wie ein Fluss oder wie Samen von verschiedenen Blumen. And these seeds are moving, so some go to sort of the depth of the flow, and others are lifted up to the surface of the flow. Und diese Samen, die bewegen sich und manche gehen in die Tiefe des Flusses und andere kommen an die Oberfläche. That is the ripening, that they become more available for manifestation. Und das ist die Heranreifung, dass sie mehr verfügbar werden für die Manifestation. And then, due to the configuration of external factors and the internal ripening, you have the manifestation of the happiness, the good luck, or the illness. Und aufgrund der Konfiguration der externen, äußeren Umstände und der inneren Faktoren haben wir das Heranreifen und die Manifestation von entweder gutem Geschick und Glück oder eben auch That Schwierigkeiten. is to say, we again have the middle way. It's not that something is coming just out of nothing. Wir haben hier wieder den mittleren Weg. Es ist nicht so, dass irgendetwas aus nichts herauskommt. But neither is the moment of ripening predetermined. It's not written somewhere in some big book of truth. Aber auch nicht so, dass das, was passiert oder in welchem Augenblick passiert ist, vorherbestimmt ist. Es wurde nicht in ein großes Buch der Wahrheit This eingeschrieben. is why purification practices like the practice of Vajrasattva are very important. Das ist der Grund, warum Reinigungspraktiken wie die Praxis von Vajrasattva so wichtig sind. Because they open a space between this potential for consequences and the triggering events in the world. Denn sie öffnen den Raum zwischen dem Potenzial für Manifestation und den Faktoren in der Welt, die das In the same herauslösen. way, if we develop kindness towards other beings, if we have goodwill, if we say, may all beings be happy, and it's a really heartfelt experience, In der gleichen Weise, wenn wir Güte gegenüber anderen Wesen haben, wenn wir guten Willen haben und sagen, mögen alle Wesen glücklich sein, mit echtem Herzen sozusagen, then we're changing the mood of our manifesting continuum. dann verändern wir die Stimmung unseres manifesten Kontinuums. And this makes it more difficult for these negative forms to manifest. Und das macht es diesen negativen Formen schwieriger, sich zu manifestieren. So it's not that we are helpless victims of our past actions. Es ist also nicht so, dass wir hilflose Opfer unserer vergangenen Taten sind. There is a dynamic process of manifestation. Es findet ein dynamischer Prozess der Manifestation statt. This can be influenced in various ways.
Und dieser kann in verschiedener Weise beeinflusst werden. By being mindful and consciously attending to the arising contents in your mind, you can hold back from merging with them. Indem wir geistesgegenwärtig und achtsam gegenüber den Inhalten in unserem Geist sind, können wir daran es verhindern, damit zu verschmelzen. And of course, this is very difficult. Natürlich ist das schwierig. It means you have to be on the job all the time. Das bedeutet, dass man sozusagen bei der Arbeit die ganze Zeit über sein muss. We know that we get tired and lazy and we think, oh, what the hell? And we're less careful. Wir wissen, dass wir manchmal müde oder faul werden und denken, was zum Teufel, und weniger sorgfältig sind. Moreover, it requires us to develop patience and profound equanimity so that we don't manifest an immediate reactivity to provocations. Und das erfordert auch die Entwicklung von Geduld und einer tiefgründigen Gleichmütigkeit, sodass wir nicht in Reaktivität auf unmittelbare Reaktivität gegenüber Provokationen verfallen. Not only do we want to protect our body and our friends, our family, and so on. Nicht nur wollen wir unseren eigenen Körper, aber auch unsere Freunde, unsere Familie und so weiter beschützen. But we might want to protect people in other countries from the effects, say, of climate change. Wir wollen vielleicht sogar Leute in anderen Ländern vor den Wirkungen der Klimaänderung schützen. We see that disastrous consequences will arise for them in terms of flooding, in terms of the loss of the ways to feed themselves and so on. Wir sehen, dass verheerende Konsequenzen im Sinne von Überflutung und anderen Verwüstungen stattfinden werden. So we see, these patterns of change are manifesting. Wir sehen, dass sich diese Veränderungsmuster manifestieren. We can see that suffering will arise. Und wir sehen, dass Leiden aufkommen wird. At that point, there is a danger that we say, this is terrible, and we feel anger and outrage, and we want to do something. An diesem Punkt besteht die Gefahr, dass wir dann mit großem Nachdruck sagen, wie schlimm das ist, und dass wir Zorn empfinden. Who is the enemy? The government, they don't do enough. Dagegen tun wollen. Wer ist der Feind? Das ist die Regierung. Sie machen nicht genug. Big business, oil companies, the rich people. Das große Geschäft, die Ölgesellschaft, die reichen Leute. Of course, there is some truth in this. Natürlich hat das etwas Wahrheit. I am angry because they are bad. Ich bin zornig, weil die Leute schlecht sind. That's a very nice expression of dualism. Das ist eine sehr ein hübscher Ausdruck des Dualismus. I am real and right, and you are real and wrong. Ich bin real und im Recht, und du bist real und liegst falsch. So we can see that maintaining a balanced mind with clarity and compassion is not so easy. Wir können sehen, dass das Aufrechterhalten eines ausgeglichenen Geistes mit Mitgefühl und Gleichmut nicht so einfach ist. It's not a matter of a dogma or taking up a position. Es besteht immer die Möglichkeit, ein Dogma oder eine Position aufzugreifen. But of seeing the manifesting complexity and moving where you can in relation to that. Aber wir können auch die sich manifestierende Komplexität sehen und uns in Bezug darauf bewegen. While being aware that actions have consequences. Während wir uns zugleich bewusst sind, dass Handlungen auch Konsequenzen haben.
And you may believe that climate change is terrible and therefore a noisy protest is valid. Du kannst natürlich glauben, dass die Klimaänderung furchtbar ist und ein lärmender Protest dagegen eine gültige Sache ist. But somebody who is late getting to work because of your protest may simply feel hatred towards you. Aber jemand, der zu spät zur Arbeit kommt aufgrund deiner Proteste, könnte einfach schlicht Hass gegen dich So empfinden. in the goal of bringing about the good, you have evoked the negative feelings in someone else. Und in der guten Absicht, für das Gute zu kämpfen, hast du negative Gefühle in jemand anderen geweckt. So in brief, when we're thinking karma, we're opening to a big vista in time and space. Um es kurz zu sagen, wenn wir über Karma nachdenken, dann öffnen wir uns einen großen Panorama in Raum und Zeit. We're aware of many factors operating together. In dem viele Faktoren zusammenwirken. And that the explanations and decisions and conceptual elaborations that I develop are restricted. Und dass die Erklärung und die konzepthaften Begründungen und alles, was ich dazu mir ausdenken kann, ihre Grenzen haben. They are also restrictive in that they act on other people by locating them in particular identifications. Und sie sind natürlich auch restriktiv für andere, indem sie in bestimmten Positionen lokalisieren, verorten. Which is why in our practice, we have an emphasis on meditation. Das ist der Grund, warum wir in unserer Praxis eine Betonung auf Meditation legen. The great balm is the spaciousness of the unborn, of emptiness, of the absence of inherent existence. Das Wort habe ich nicht verstanden, ist die Raumhaftigkeit des offenen Raumes, der Grund der When we Existenz don't ist. have access to that, when we see things as strongly real, then I act for my purposes on this situation, and the power of that meeting of subject and object generates these patterns which continue to persist until they manifest as the karmic consequence. Aber wenn wir da keinen Zugang zu haben, dann wird die Wucht meiner eigenen Intentionen, meine eigenen Wirkungen zusammenstoßen mit den Intentionen der anderen und wird etwas erzeugen, was später sich dann als die karmischen Konsequenzen manifestiert. So then he says in this verse, from this time on, we will take on ourselves the sicknesses of all beings without exception. Dann heißt es hier im Vers, von dieser Zeit an werden wir die Krankheit aller Wesen auf uns nehmen, ohne jede Ausnahme. So the antidote when we experience sickness is not to try to get rid of it for ourselves, but to open ourselves to the ill health of other people and take all that onto ourselves. Also das Gegenmittel ist nicht, wenn wir Krankheit erfahren, für uns selbst zu versuchen, die Krankheit loszuwerden, sondern sich dafür zu öffnen, die Krankheit aller anderen auf uns zu nehmen. So this is this view, which is not an ordinary daily view. This view is embedded in the clarity of understanding the absence of inherent existence. Und diese Sichtweise, die keine Alltagssichtweise ist, ist eingebettet in die Klarheit des Verstehens einer Abwesenheit innewohnender Existenz. I am here, each of us, we can feel, we are a body, we have sensations, thoughts, feelings.
bin hier, jeder von uns kann das klar fühlen. Wir haben einen Körper, wir haben Empfindungen, Gefühle und so weiter. How I am here depends on the circumstances, the kind of chair I'm sitting in, the kind of activity I'm attending to. Wie ich hier bin, hängt natürlich von den Umständen ab, von der Art des Sessels, in dem ich sitze, von der Art der Aktivität, die ich gerade So as we nachgehe und so started to weiter. look yesterday, I am part of a conversation occurring in the environment that I am part of. Wie wir gestern gesehen haben, sind die Konsequenzen immer ein Teil der Umgebung, in der ich auch I am not a Teil bin. thing. Ich bin kein Ding. I'm not an isolate, Ich bin nicht etwas Isoliertes, a separate entity. eine getrennte Entität, Ding. I am a pulsation of participatory communication. Ich bin eine Pulsation teilnehmende Kommunikation. And this is all that I have ever been. Und das ist alles, was ich jemals gewesen bin. That's what small babies are. Das ist das, was auch kleine They're Babys moving sind. around, wriggling, doing all kind of things, feeding and shitting, and the body is moving. Their big eyes look around. We're not Sie- quite sure what they see, but anyway, they're in connectivity. Sie wackeln herum, sie essen, scheißen und gucken mit großen Augen umher. Und wir wissen nicht, was sie sehen, aber sie sind in jedem Fall in Verbundenheit. I went for a walk in the park yesterday evening, and there were many people with their dogs, a whole group of them, maybe 20 dogs. Gestern bin ich im Park gewesen für einen Spaziergang abends und es waren viele Leute mit ihren Hunden, eine große Gruppe, vielleicht 20 Hunde. Some of the dogs were running very fast and then coming back quite proudly. Manche der Hunde sind sehr schnell gelaufen, dann kamen sie zurück, sehr stolz. And very small, a little terrier was pushing against someone's leg and looking up with a little charming face. Do you love me? Do you love me? Ein kleiner Terrier, der schob sich so an das Bein von jemandem und schaute ihn nach oben an und fragte ihn mit seinen süßen Augen, liebst du mich auch? Liebst du mich? So in that way, we can see that these animals find their own way to try to get some attention, to be included. Wir können also sehen, dass diese Tiere auf ihre eigene Weise etwas versuchen, etwas Beachtung und Einschluss zu finden. And according to the size of their body, their temperament, their owner, they work out strategies for staying in the game. Und gemäß der Körpergröße, ihre Mentalität und auch ihrem Besitzer arbeiten sie verschiedene Strategien, um im Spiel zu bleiben. But here, he's saying, if you simply stay trying to be a manager of the factors that are occurring in order to optimize your own benefit, you won't be able to get to the very root of disturbance. Aber hier sagt es, wenn du einfach nur versuchst, der Manager deiner eigenen Faktoren zu sein und einfach versuchst, irgendwie die Wirkungen für dich zu optimieren, dann wirst du niemals zu der Wurzel der Störung kommen. This stream of continuity was there before we were born and will continue after we die, and it can manifest as a dog, as a bird, as a human. Dieser Strom der Kontinuität, der bestand schon, als wir noch nicht geboren waren und wird fortfahren, wenn wir sterben und kann sich dann später als ein Hund oder eine Kuh oder ein Vogel manifestieren. It's not a thing, it's not a soul. Es ist kein Ding, es ist keine Seele, but a dynamic stream of potential. Sondern ein dynamischer Strom von Potenzial. And this potential, when it condenses around the idea, the concept of an entity, takes on an identity.
Und dieses Potenzial, wenn es um die Idee einer Identität, einer Entität kondensiert, dann, I exist, I'm a person, I want to be happy, I want to be healthy. dann nimmt es eine Identität an und sagt, ich existiere, ich will glücklich, gesund und so weiter sein. The Dharma is saying, as according to the Heart Sutra and the Mahayana Sutras, which explain dependent origination and so on, you are infected with the thought that human being is your true identity. Und wie das Mahayana Dharma sagt, wie in den Sutras, Heart Sutra, andere Mahayana Sutras über die abhängige Entstehung, du bist infiziert mit dem Gedanken einer menschlichen Identität. Human being is the temporary contingent patterning of your manifestation. Das Sein als Mensch ist eine zeitweilige, kontingente, bedingte Muster oder Musterbildung deiner Existenz. Es ist sehr leicht für uns zu sterben. You can stand on the soap in the shower and slip and bang your head and you're gone. Du könntest in der Dusche stehen, auf einem Stück Seife ausrutschen, deinen Kopf anstoßen und tot sein. The factors of death are all around us all the time. Die Faktoren des Todes sind um uns herum, die ganze Zeit über. We have a conversation between the factors of maintenance and the factors of destruction. Wir haben eine ständige Unterhaltung zwischen den Faktoren der Aufrechterhaltung und den Faktoren der Zerstörung. So this precious identity of I, me, myself, who I take myself to be, Also diese kostbare Identität von mich selbst, für was ich mich halte, this is something I have to defend. das ist etwas, was ich verteidigen muss. So I want to establish the castle of myself. Ich will also das Schloss meines Ichs etablieren. This fortress that nothing can damage. Diese Festung, die von nichts beschädigt werden kann. So I live in my fortress. The drawbridge is up. The windows are very narrow. Ich lebe also in meiner Festung, die Zugbrücke ist hoch und die Schlitze der Fenster sind sehr eng. Ich bin sicher, ich bin in Sicherheit. But in order to be safe, I am put myself in my own prison. Aber um sicher zu sein, habe ich mich in mein eigenes Gefängnis hineinbegeben. This is the basic understanding of the finite quality of identity. Das ist das grundlegende Verständnis der endlichen Qualität. Our mind, our potential is infinite. Unser Geist, unser Potenzial ist unendlich. When we take ourselves to be simply and totally and only this finite person, Wenn wir uns selbst then we deny most of ourselves. Wenn wir uns selbst für und nur ausschließlich für diese endliche Person halten, dann verneinen wir einen guten Teil unserer selbst. I am small and fragile and vulnerable. Therefore, I have to protect myself. Ich bin klein und fragil und verletzlich und deswegen muss ich mich beschützen. Now, the Mahayana view is not like this. Aber die Mahayana-Sichtweise ist nicht so. Mahayana means big vehicle. Mahayana bedeutet das große Fahrzeug. Means the view of emptiness is all encompassing. Mit anderen Worten, die Sichtweise der Leerheit ist allumfassend. So instead of saying, oh, when I get sick, I need to find the best doctor and try to protect myself. Statt also zu sagen, wenn ich krank werde, muss ich den besten Arzt finden und versuchen, mich zu schützen. I see, oh, I am sick because in the past I have harmed others. Sehe ich, dass ich krank geworden bin, weil ich in der Vergangenheit anderen Schaden zugefügt habe. In that sense, this consequence belongs to me. In dieser Weise gehört diese Konsequenz zu mir.
And I harmed others because I said me first, I'm important. Und ich habe anderen Schaden zugefügt, weil ich gesagt habe, ich zuerst, ich bin wichtig. So the cause is the toxic privileging of myself above others. Die Ursache ist also hier das toxische Überprivilegieren meiner selbst vor anderen. And the one antidote for this is to privilege others above myself. Und das eine Gegenmittel dagegen ist, die anderen vor mir selbst zu privilegieren. So he says, from this time on, we will take on ourselves the sicknesses of all beings without exception. Deswegen sagt er hier, von dieser Zeit an werde ich die Krankheiten aller Wesen ohne Ausnahme auf mich nehmen. How is this possible? Wie soll das möglich sein? I'm just me, Ich bin doch nur ich and I don't want to be sick. und ich will auch nicht krank sein. So as long as I am encapsulated inside the egoic identification, there's nothing much I can do. Solange ich also in dieser egoistischen Identifikation eingekapselt bin, gibt es nicht viel, was ich tun kann. Like with these little Russian dolls, where one figure is inside another and another and another. Wie mit diesen kleinen russischen Puppen, wo eine Figur in der anderen steckt und da wiederum eine steckt und so My weiter. ego self is very small. Mein Ego selbst ist sehr klein. And if I sit inside that, this is all I am. Und wenn ich darin sitze, dann ist das alles, was ich bin. But I breathe out and I breathe in. Aber ich atme aus, ich atme ein. Oh, the air of the world is my friend. Aha, die Luft der Welt ist mein Freund. The water of the world that I drink is my friend. Das Wasser der Welt, das ich trinke, ist mein Freund. The barrier between self and world is not as thick as I imagine it. Die Barriere zwischen Selbst und der Welt ist nicht so dick, wie ich glaube. I am part of the world. Ich bin ein Teil dieser Welt. I'm co-emergent with the world, with the flow of experience. Ich bin koemergent, gleichzeitig entspringen mit der Welt, mit dem Fluss der So Erfahrung. now my little space has opened and I'm becoming bigger and bigger and bigger. Und auf diese Weise hat sich mein kleiner Raum geöffnet und ich werde größer und größer und And größer. I'm warming and softening my heart by saying, may all the people in London be happy. Und ich wärme und besänftige mein Herz, indem ich sage, mögen alle Leute in May London all the glücklich sein. people in Britain be happy. Mögen alle Leute in England glücklich sein. May all the people in Europe be happy. Mögen alle Leute in Europa glücklich sein. May all the people in the world be happy. Mögen alle Leute in der Welt glücklich sein. May all beings in the 6 realms of samsara be happy. Mögen alle Wesen in den 6 Bereichen des Samsara glücklich sein. May my friends be happy. May my enemies be happy. Mögen meine Freunde glücklich sein, mögen meine Feinde glücklich sein. May all victims be happy. May all murderers, rapists, and torturers be happy. Mögen alle Opfer glücklich sein, mögen alle Mörder, Vergewaltiger und Folterer glücklich sein. And the more we open and soften ourselves in this way, we see that these rigid definitions of good and bad, entitled, not entitled, start to soften and dissolve. Je mehr wir uns selbst so sanfter und weicher machen, desto stärker können wir sehen, dass all diese rigiden Einteilungen von gut und schlecht, von so und so aufhören. Oder And it's on the basis of this that I can say, I will take the suffering of all beings into myself. und das ist die Basis dafür zu sagen, ich werde das Leiden aller Wesen in mich nehmen. The self I take that into is my non-self. Und das Selbst, in das ich das hineinnehme, ist eben mein Nicht-Selbst. It is the space of the mind which opens to everything. Es ist der Raum des Geistes, der sich allem gegenüber
The öffnet. infinity of the mind is the source of everything and it can contain everything. Die Unendlichkeit des Geistes ist die Quelle von allem, das kann auch alles enthalten. So we can see how he is already setting up this co-presencing of our limited self and our infinite self. Hier können wir also sehen, wie hier bereits die gemeinsame Präsenz von unserem begrenzten Selbst und unbegrenzten Selbst errichtet wird. The infinite self not only does not give rise to narrow egoistic behavior, Das unendliche Selbst erzeugt nicht nur keine egoistischen Verhaltensweisen, but it is the arena of awareness which is able to contain and dissolve everything just as clouds can dissolve into the sky. sondern es ist auch die Arena der Bewusstheit, die alles aufnehmen und auflösen kann, so wie sich Wolken im Himmel auflösen können. Here, he also gives an alternative reading, which is it's according to the tradition. So you can put these sentences together in a different order. It has a slightly different feeling to it. Und hier gibt es auch eine alternative Interpretation, die gemäß der Tradition weitergegeben wird, also dass diese Sätze in einer anderen Reihenfolge und ein bisschen anderen Sinn kommen. So here we start with the causal action. We say, previously I have caused harm to the bodies of others. Hier beginnen wir mit der Ursache und sagen, zuvor habe ich Schaden den Körpern von anderen gebracht. So we're being truthful. I have done this. Das heißt, wir sind hier ehrlich, wir haben das getan. Now the sharp weapon of these bad actions comes turning back upon us so that our bodies experience unbearable sickness. Nun kommt die scharfe Waffe dieser schlechten Handlungen zurück zu uns, sodass unsere Körper unerträgliche Krankheit erfährt. This is why it's happening. Aha, das ist also warum es And the passiert. final sentence is the same. From this time on, we'll take on ourselves the sickness of all beings without exception. Und der Schlusssatz ist der gleiche. Von dieser Zeit an werde ich die Krankheit aller Wesen ohne Ausnahme auf mich nehmen. Now, again, this shows the different orientation between the text we looked at yesterday, because there it's saying how virtue leads to happiness and non-virtue leads to unhappiness. Es zeigt eine andere Orientierung als der Text, den wir gestern angeschaut haben, denn hier zeigt es, dort sagt es, wie Tugend zu Glück und Untugend zu Unglück führt. And so you have to earn your good place in samsara, being born in the upper realm of happiness. You have to earn that by your own good action. So dass man einen guten Platz im Samsara, wo man Glück erfährt, durch die eigenen guten Handlungen And if verdienen you've muss. done bad actions, well, you're going to have to suffer that yourself. Und wenn du schlechte Handlungen begangen hast, nun ja, dann musst du eben für dich selber leiden. But here he says, I will take all of this suffering on me. Aber hier sagt es, ich werde all dieses Leiden auf mich nehmen. And I'll do it for bad people. Und ich mache das auch für schlechte Leute. I'm not being selective. Ich bin nicht selektiv. My love is unconditional. Meine Liebe ist bedingungslos. Means it's not a reward. Das heißt, sie ist auch keine Belohnung. It's not conditional on your behavior. Und sie ist auch nicht konditioniert durch dein Verhalten. This compassion is inseparable from emptiness. Und dieses Mitgefühl ist untrennbar von Leerheit. Emptiness is without bias, without prejudice. Die Leerheit ist ohne Neigung und ohne Vorurteil. It's not judging and evaluating and rewarding. Sie urteilt nicht, wertet nicht aus und belohnt nicht. Saying, you are already within emptiness.
Heißt also, du bist bereits in der Leerheit. You suffer because of the delusion of what you take to be the true separation of subject and object. Du leidest aufgrund der Täuschung, was du für real hältst als Trennung von Subjekt und Objekt. Then, on the basis of that, you have your value system, which feeds into your actions. Auf der Basis davon hast du dann dein Wertesystem und deine Handlungen. All beings have the 5 poisons. Alle Wesen haben die 5 Geistesgifte. They have mental opacity. Their mind is not clear. Sie haben die mentale Undurchdringlichkeit. Ihr Geist ist unklar. Due to this, they have appropriative desire, wanting to get something, and they have aversive aggression, trying to push things away. Aufgrund dessen haben sie das aneigene Begehren, Dinge für sich zu bekommen und die aversive Abneigung, Dinge wegzudrängen. And from that, they have pride and jealousy. Und von da aus entwickelt sich Stolz und Eifersucht. These are the 5 afflictions or kleshas or poisons. Das sind die 5 Plagen oder Kleshas oder Gifte. The first one, the mental opacity, is not seeing that the mind is empty luminosity. Und die erste ist also diese Undurchdringlichkeit des Geistes, nicht sehen, dass der Geist leere Leuchtkraft ist. When this is not awakened to, when we are unaware of our own infinite openness, Wenn man also nicht dazu erwacht, wenn man also sich nicht über die eigene Offenheit im Klaren ist, that our mind is not a thing, dass unser Geist kein Ding ist and that what is arising in the mind is always transient, und dass alles, was im Geist entsteht, immer vergänglich ist, then our mental patterning forms around the idea of I exist, dann formt sich das mentale Muster immer um die Idee, dass ich existiere. I am like this, Und ich bin so, this is my personality. das ist meine Persönlichkeit. Human beings don't generally talk about their mind in any open way. Die menschlichen Wesen reden in der Regel nicht über ihren Geist in irgendeiner offenen We Art und talk Weise. about our memories and feelings and how we are, which is to say our personality. Sie reden in der Regel eher über ihre Erinnerung und über ihre Gefühle, also über die Art und Weise, wie sie sind, und das ist die Persönlichkeit. From this Dharma point of view, this personality has appearance, that is to say, it's manifesting. We have these qualities which are undeniable. Vom Dharma-Standpunkt aus ist diese Persönlichkeit etwas, was erscheint, sie manifestiert sich und hat Qualitäten, die unleugnbar sind, But they are not truly existing. aber sie existieren nicht wahrhaft. They appear like a rainbow in the sky, Sie erscheinen wie ein Regenbogen am Himmel, like a mirage, wie eine Fata Morgana, manifesting but ungraspable. There's nothing to get, and yet the appearance has an influence on the arising of other appearances. Es gibt da nichts zu greifen, es ist ungreifbar, aber dennoch erscheinen sie und ihre Erscheinung hat Einfluss auch auf das, was sonst noch erscheint. So, again and again, we see the cause of karma, which drives rebirth in the 6 realms, is the mistaken identification of ourselves as some discrete entity. Wieder und wieder können wir sehen, dass die treibende Kraft der Wiedergeburt in den 6 Bereichen des Samsara eben in dieser missverstandenen Identität als eine separate Entität liegt.
Now we have quite a few verses saying something rather similar. Jetzt haben wir einige Verse, die die Dinge sagen, die ziemlich ähnlich sind. When suffering arises in our minds, this is because we previously disturbed the minds of others. And so now the sharp weapon of these bad actions comes turning back on us. From this time on, we will take all suffering on ourselves. Wenn Leiden in unserem Geist entsteht, dann passiert das, weil wir zuvor die Geister andere gestört haben und jetzt die scharfe Waffe, diese schlechten Handlungen zu uns zurückkommt. Von dieser Zeit an werde ich alle Leiden auf mich selber nehmen. Has arisen due to myself. Mein Leiden entsteht aufgrund meiner selbst. Myself is not real. Aber ich selbst bin nicht real. Due to the delusion of believing that the unborn was born, that the uncreated was created. Aufgrund der Illusion des Glaubens, dass das Ungeborene geboren, das Unerschaffene erschaffen wurde, I exist, you exist. existiere ich und du existierst. If you exist and I exist, I can disturb you. Wenn ich existiere und du existierst, dann kann ich dich auch stören. I upset you, I interfere with your plans, I lie to you, cheat you, and so on. Ich bringe dich auf, ich greife in deine Pläne auf, ich lüge, ich This betrüge is dich. not because I am a bad person, Das passiert nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin, eine schlechte Person bin, but it's because the energy that flows, manifesting moment by moment, has gone through a kind of veil. sondern das liegt daran, dass die Energie, der Fluss der Energie, das sich Moment zu Moment manifestiert, durch eine Art Schleier gegangen ist. The veil that interprets appearances as truly existing. Es ist ein Schleier, der die Erscheinung als wahrhaft existent interpretiert. This is not something mysterious. Das ist nichts Mysteriöses. When you go to the cinema, you see patterns of light. Wenn du ins Kino gehst, dann siehst du Muster von Licht. But that's not what you see. Aber es ist nicht das, was du siehst. The people, houses, cars, people doing things, there is dialogue, there is a plot. Du siehst Leute, Häuser, Autos, Leute, die irgendwas tun. Da ist ein Dialog, da ist eine Geschichte dahinter. You see light and you interpret people and actions. You hear empty sound and you interpret language, narrative and dialogue. Du siehst Licht und du interpretierst das als Leute und Dinge. Du hörst leeren Klang und du interpretierst das als Sprache, als eine Erzählung und so weiter. If the truth was in a movie, Wenn die Wahrheit im Film wäre, then I could go to Warsaw and sit and watch a Polish movie. dann könnte ich ja nach Warschau gehen und I einen notice polnischen people are laughing. Film anschauen. Ich bemerke Leute lachen. I don't know why, because I don't know Polish. Ich weiß nicht warum, weil ich Polnisch nicht verstehe. I paid my money, I'm sitting on the seat, I'm looking at the movie. Ich habe mein Geld bezahlt, ich sitze auf dem Sitz, ich schaue den Film an, But I'm not getting what they're getting. aber ich bekomme nicht, was die bekommen. The missing key is your own mind. Der vermisste Schlüssel hier ist der eigene Geist. It's not in the object. Es liegt nicht im Objekt. So when we realize this, when we have an enemy and we want to harm them, Wenn wir das realisieren, wenn wir zum Beispiel einen Feind haben und dem Schaden zufügen wollen, our enemy is not a real entity out there. ist unser Feind nicht eine wahre Entität da draußen. Our
enemy is our interpretation of the potential which is manifesting. Unser Feind ist unsere eigene Interpretation des Potenzials, das sich manifestiert. Friend and enemies arise through our own mental processes. Freunde und Feinde stehen aufgrund unserer eigenen mentalen Prozesse. So it takes us right back to the beginning of the Dhammapada. The mind is chief. Das bringt uns zurück zu dem Anfang von Dhammapada, der Geistesboss. According to the content of your mind, you project interpretations onto this glistening field which you participate in, and you falsely take it to be constituted out of real entities. Und der Inhalte unseres Geistes projizieren wir auf dieses gleißende Feld der Manifestation, in dem wir teilnehmen, und nehmen diese Projektionen dann fälschlicherweise als real existente Entitäten. So then he says, when we are tortured by intense hunger and thirst, this is because we previously practiced cheating, theft, robbery, and avarice. And so now the wheel of these bad actions come back to us. From this time on, we'll take all hunger and thirst on ourselves. Und dann heißt es hier, wenn wir von intensivem Hunger und Durst gequält werden, dann liegt es daran, dass wir vorher Betrug, Diebstahl, Raub und Neid und Geiz praktiziert haben, sodass jetzt das scharfe hopefully you start to see the mode of interpretation that's operating here. Das ist jetzt das Rad der scharfen Waffen zurückzukommen. Hoffentlich seht ihr den Operationsmodus The hier. cause was our diminished sense of self. Die Ursache war unser vermindertes Selbstempfinden. In English, we have a concept, compassion fatigue. Im Englischen gibt es das Konzept einer Mitgefühlsermüdung. So you might give some money to charities and try to help people. Es könnte sein, dass du Geld an gemeinnützige Organisationen gibst und versuchst, Leuten zu helfen. And you come home from work and you want to relax, you put on the television. Du kommst nach Hause und willst dich entspannen und dann schaltest den Fernseher an. And there is a picture for some charity bringing fresh water in Africa. Und dann ist da irgendwie ein Bild einer gemeinnützigen Organisation, die frisches Wasser in Afrika bringt. And there's a little child looking with very big eyes. Und da ist dann irgendwie ein kleines Kind mit riesen Augen schauend. Enough. You want to switch the television off. Und du hast genug. Du sagst genug, jetzt will ich den Fernseher ausschalten. I feel persecuted. I feel blackmailed by this suffering. I've had enough. Ich fühle mich verfolgt, ich fühle mich erpresst durch dieses Leiden. Ich habe genug davon. This is a very normal reaction for the ego self. Das ist eine sehr normale Reaktion für das Ego selbst. Because we are limited. If we're limited, we have limited capacity. Denn darin sind wir beschränkt. Und wenn wir beschränkt sind, dann haben wir auch eine beschränkte Befähigung. In the text, it's like a shoehorn. He's trying to ease us into the attitude of a bodhisattva. Der Text ist wie eine Art Schuhlöffel, mit dem er versucht, uns in die Einstellung eines Bodhisattvas hineinzuschlüpfen zu lassen. So that we can walk with these bigger shoes. Dass wir da mit diesen großen Schuhen laufen können. I am for the other. Ich bin für den anderen. But what about me? Aber was ist mit mir? At first, what about me comes first, and I want to help other people. That's, if possible, if I can. Am Anfang ist, ich komme zuerst und dann will ich anderen Leuten helfen, wenn ich kann, wenn es möglich ist. But the more we do the practice, it becomes same time. I'll help you, and it should be okay for me too. Wenn wir mehr von dieser Praxis machen, dann wird es mehr ausgeglichen. Ich helfe anderen und ich sollte auch ein bisschen was für mich tun. Then gradually we move towards
you first. Und allmählich bewegen wir uns dann auf dieses Du zuerst. You have it. And if there's any left, I can have some, but if not, it's okay. Du kriegst das. Wenn irgendwas übrig bleibt, kann ich auch ein bisschen was haben, aber wenn nicht, dann ist auch okay. Then we experience this great transformation that my heart is not being fed by these 8 worldly concerns of gain and loss, success, pride, and so on, but I am being fed by love for you. Und dann erfahren wir eine große Transformation, dass unser Herz nicht durch die 8 weltlichen Belange gefüttert wird, wie Gewinn und Verlust und so weiter, sondern es wird gefüttert davon, dass ich für dich da bin. This is one of these great alchemical mysteries. Das ist eines dieser großen alchemischen Wunder. I am replenished by giving. Ich werde erfrischt durch das Weggeben. By offering everything to you, I am filled. Indem ich dir alles opfere oder anbiete, werde ich gefüllt. But if I go in the other direction and try to protect myself and put myself first, I end up tired and exhausted and vulnerable. Wenn ich aber in die andere Richtung gehe und sozusagen ich selbst mich für das Wichtigste nehme und alles bekommen will, dann ende ich damit, dass ich müde, erschöpft und verletzlich bin. There are 2 forces here. One is the warmth, the softening warmth of loving kindness. Wir haben hier 2 Kräfte am Wirken. Die eine ist die wärmende und besänftigende Kraft der liebenden This Güte. is like a great flower, maybe like a peony, with beautiful petals spreading out. Das ist wie eine große Blume mit ihren Blumenblütern, wie eine Begonie, die nach außen sich ausbreiten. But it has a root. Aber sie hat natürlich eine Wurzel. Its root has to be planted in the ever open ground of emptiness and absence of inherent existence. Und diese Wurzel muss fest gepflanzt sein in dem stets offenen Grund der Leerheit und Abwesenheit einer innewohnenden Existenz. Kindness planted in the small, exhausted earth of the ego self will soon die. Güte, die in der kleinen und erschöpften Erde des Ego-Selbst gepflanzt ist, wird schnell absterben. But emptiness, which is of course the mother of all the Buddhas, is an infinite cornucopia, a magic tree offering everything ceaselessly. Aber Leerheit, die ja natürlich auch die Mutter aller Buddhas ist das magische Füllhorn oder der magische Baum, von dem alles für alle Wesen So we ständig have hervorgeht. to open our minds to emptiness, and later in the text he is going to address this directly. Man muss also den Geist der Leerheit gegenüber öffnen und später im Text wird das auch adressiert. Okay, so we'll take a break now for half an hour and then we continue. Wir nehmen eine Pause für eine halbe Stunde und dann fahren wir fort. Thank you and see you soon. See you. You know, what we are doing with this kind of international communication is quite incredible. Was wir mit dieser internationalen Kommunikation versuchen zu tun, ist ziemlich unglaublich. 20 years ago, we would never think of doing this. Vor 20 Jahren hätten wir nicht einen Gedanken daran verschwendet, so etwas zu tun. And now it becomes normal. Und jetzt wird es zu etwas Normalem. And then a little problem arises and it seems terrible. Dann kommt ein kleines Problem auf und dann erscheint es This is schrecklich. how the mind is operating, that somehow life should always be easy and have no difficulty.
Das ist, wie unser Geist funktioniert, dass das Leben, denken wir, immer einfach sein sollte und wir keine Schwierigkeiten haben. According to the Mahayana tradition, the great antidote for such irritation is gratitude that it happens at all. Aber gemäß der Mahayana Sichtweise ist das Gegenmittel gegen eine solche Irritation die Dankbarkeit, dass es überhaupt geschieht. Okay, so in the next verse, he's saying, when we suffer powerlessly as the servants of others, this is because we have previously acted angrily with the lowly and forced them to work for us. Im nächsten Vers heißt es, wenn wir machtlos als Diener anderer leiden, dann ist es so, weil wir zuvor zornig mit den uns Unterstehenden gehandelt haben. Begins Wongme, Shengi Koshin. Und sie gezwungen haben, für uns zu arbeiten. Das ist Zeit 153, 154 im englischen Buch. If you persecute others, if you treat them as servants, sooner or later, you will find yourself in the inferior position. Wenn du andere verfolgst und sie als Diener behandelst, dann wirst du früher oder später in einer unterstehenden Position dich wiederfinden. Because all polarities are linked together, high and low, hot and cold. Das ist, weil alle Polaritäten miteinander verknüpft sind, hoch und niedrig, heiß und kalt. And if you try to stay only in one polarity and keep other people in the other one, sooner or later it reverses. Wenn du versuchst, in einem Pol zu bleiben und die anderen auf dem anderen Pol der Polarität zu halten, dann wird sich das früher oder später umkehren. This is because everything arises independent origination with many factors. Das ist, weil alles in abhängigen Entstehen von vielen Faktoren entsteht. No identity, no piece of land, no amount of possessions can be held on to forever. Keine Identität, kein Land, Grundstück, keine nationale Again and again, we're being encouraged to attend to the dynamics of the environment and of our place in the environment. Kann für immer gehalten werden und wieder werden wir ermutigt, auch die Umgebung und unseren Platz in ihr zu sehen. And he describes how if we have unpleasant things being said to us, this is because previously we have lied and cheated and slandered other people. Und dann schreibt er, wenn wir unangenehme Dinge zu uns gesprochen hören, dann ist es, weil wir zuvor andere Leute belogen und betrogen haben. If we're born in a country where everything is impure, this is because we were cultivating impure ideas. Und dann heißt es, wenn wir in einem Land geboren werden, wo alles unrein ist, dann liegt das daran, dass wir unreine Ideen entwickelt haben. This doesn't mean simply that we had negative thoughts, but that we had reificatory thoughts. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir nur negative Gedanken hatten, sondern dass wir hatten verdinglichende Gedanken. All negative behavior arises from objectification. Und jedes negative Verhalten entsteht auf der Grundlage von Objektivierung. Then it goes on, if we are separated from people dear to us, people who help us, this is because previously we've encouraged people to depart from their circle of friends and relatives. Wenn es weiter heißt es dann, wenn wir von uns teuren und wichtigen, nützlichen Freunden getrennt werden, dann liegt es daran, dass wir zuvor andere zur Trennung ermutigt haben von ihren Freunden und Familien. We can do this directly and indirectly. Und das kann man direkt oder indirekt machen. So, for example, when the British were leaving Afghanistan, they didn't take
a good protection for the people who had worked from them, the translators and so on. Zum Beispiel, als die Briten jetzt Afghanistan verlassen haben, haben sie nicht viel Fürsorge für die Leute, die für sie gearbeitet haben, gehabt, für die Übersetzer und so weiter. And this, now we encourage them to flee from Afghanistan in order to be safe. Und jetzt ermutigen wir sie, aus Afghanistan zu fliehen, um sicher zu sein. They have, and we say, oh, if they come to England, they're very lucky. Und wir sagen, wenn sie nach England kommen, dann haben sie viel Glück. But they lose their native, the chance to speak their native language. Aber sie verlieren ihre Chance, die Heimatsprache zu sprechen. Many of their friends, families, they may never see again. Viele ihrer Freunde und Familienangehörige werden sie nie wieder All sehen. that was familiar to them is lost. Alles, was ihnen vertraut war, ist verloren gegangen. We separate people from what is dear to them in many ways. Wir trennen Leute von dem, was ihnen wichtig ist, in viele Weisen. So if we think about international economics and the way clothes are produced in huge factories, very often with people sleeping in dormitories. Wenn wir zum Beispiel an die Art und Weise in der internationalen Ökonomie denken, die versuchen, zum Beispiel sich über Wasser zu halten durch die In Produktion order von to earn Kleidern, money, they have to leave their families. dann müssen die Leute in großen Fabriken arbeiten, in Dormitorien schlafen. Many Und people travel from the Philippines to the Middle East to work on building sites, to work as maids and so on, to send money back home. und ihre Familien zu verlassen. Und viele Leute, die aus den Philippinen kommen, müssen nach Mittelosten auf Baustellen arbeiten. The fact that we don't particularly want to know about international economics doesn't mean that we are not implicated in these fragmentations of people's lives and ordinary ways of living. Und dass viele Leute vielleicht nichts von dieser internationalen Wirtschaft verstehen, heißt nicht, dass wir nicht trotzdem mit eingeschlossen sind in die Funktionsweise dieser Art und Weise der Lebenserhaltung. Again, these two factors, we develop empathic attunement, a greater sensitivity to the situation of others. Hier gibt es also die zwei Faktoren, die Entwicklung eines empathischen Einstimmens in die Situation anderer. And that compassion is connective. Und das Mitgefühl konnektiv ist. We start to be willing to experience sensations through our resonance with the sensations that other people experience. Und dass wir durch unsere Erfahrungen und Empfindungen anfangen zu verstehen, was für Erfahrungen und Empfindungen andere haben. Oh, sometimes you can feel overwhelmed by doing this. Manchmal kann man sich überwältigt fühlen, wenn man das tut. That's because the ego self goes into vibration. Das liegt daran, dass das Ego selbst sozusagen in Schwingung versetzt And wird. if we are meditators, we see, oh, the reason I have fear is because at this moment I am identified with the ego self, which will die, which doesn't like suffering, which is very vulnerable. Aber als Meditierende können wir dann erkennen, dass der Grund dafür, dass wir jetzt Furcht empfinden, an der Identifikation mit diesem verletzlichen, sterblichen Ego selbst liegt, das irgendwann mal sterben wird. But I also have Buddha nature, the capacity for awakening. Aber ich besitze auch die Buddha-Natur, die Befähigung zur Erleuchtung. And all beings have that capacity for awakening. Und alle Wesen haben diese Befähigung zum Erwachen. Whatever their current situation, whether it's a fish in the sea or an ant crawling on the earth, they have the potential for awakening. Was immer ihre gegenwärtige Situation ist, ob sie ein Fisch im Meer sind oder eine Ameise auf dem Boden, sie alle haben diese Befähigung zum Erwachen.
forgetfulness of one's own true presence leads to imaginary identifications with these other seeming forms of existence. Die Vergesslichkeit bezüglich der eigenen wahren Präsenz führt zu all diesen Identifikationen mit ihren gegenwärtigen Formen der Verkörperung. This is something we can consider more and more. Das ist etwas, was wir immer mehr in Betracht ziehen können. And if we do this, then every person we meet is going to encourage us to be more generous of spirit, kinder, more thoughtful. Und wenn wir das tun, dann wird jede Person, der wir begegnen, jemand sein, der uns ermutigt wird, spirituell großzügiger, freundlicher, gütiger zu sein. And the key point is to maintain equanimity and tender responsivity. Und der Schlüsselpunkt hier ist Unparteilichkeit und eine zärtliche Empfänglichkeit aufrechtzuerhalten. That our mind is has the capacity to reveal what is occurring. Dass unser Geist die Fähigkeit hat, zu enthüllen, was sich zeigt. In this, it's often compared to a mirror that just shows what is placed in front of it. Und in dieser Fähigkeit wird der Geist oft mit einem Spiegel verglichen, der zeigt, was gerade vor ihm steht. It's not disturbed by what it shows. Er wird nicht durch das, was er zeigt, gestört. But it's also not editing what it shows. Aber der Spiegel editiert auch nicht das, was er zeigt. So when we see people on the street, maybe very drunken people pissing on their own clothes. Wenn wir also Leute auf der Straße sehen, vielleicht betrunkene Leute, die ihre eigenen Kleider bepissen. People who are lost. Leute, die verloren sind. You can feel sadness for them. Du kannst Trauer für sie empfinden. This sadness arises, suffusing our mind. Diese Traurigkeit kommt auf und drängt unseren Geist. So we don't need to defend against it. Wir müssen uns nicht dagegen verteidigen. But at the same time, we don't need to pour ourselves into it, identifying with it and feeling tormented by it. Aber zugleich brauchen wir auch nicht gleichzeitig sozusagen uns damit hineinergießen und sich davon gequält fühlen. Im Dharma verfolgen wir immer den mittleren Weg. Neither fused nor avoidant. Weder verschmolzen noch vermeidend. The more we do this, then wisdom and compassion come together. Und je mehr wir das tun, desto stärker kommt Weisheit und Mitgefühl zusammen. So then he says, when the holy ones, when good people are not happy with us, this is because previously we have abandoned the holy ones and adopted bad friends. Und dann heißt es hier, wenn die Heiligen und gute Leute nicht mit uns glücklich sind, dann liegt das daran, dass wir sie zuvor verlassen haben und schlechte Freunde angenommen haben. So he gives many different examples and they're all pretty self-explanatory. So I won't go through each one of them. Er gibt hier viele verschiedene Beispiele und sie sind alle mehr oder weniger selbsterklärend, also wird er da nicht durchgehen. If you read these, you see that the particular causal formation leads to a particular resultant formation. Wenn wir das lesen, dann können wir sehen, dass bestimmte kausale Formationen zu gewissen resultierenden Formationen führen. But underlying that, the structure is always the same, that if you act from your ego identity as a small site in this big world, concerned mainly with your own benefit, then some negative consequence will arise for you. Aber die unterliegende Struktur ist immer die gleiche, dass nämlich, wenn wir von unserem kleinen Ego selbst heraus handeln
und sozusagen aus dieser begrenzten Haltung heraus handeln, dann wird das immer zu irgendwelchen negativen Konsequenzen Now, führen. but the same applies for good actions. Natürlich lässt sich das auch auf gute If Handlungen you help anwenden. people, if you give resources to charities, if you establish hospitals and so on, Wenn du Leuten hilfst, wenn du gemeinnützigen Organisationen Ressourcen zur Verfügung stellst, Krankenhäuser begründest, then this generates, excuse me, some merit, some potential for good, dann generiert das Verdienst und Potenzial für Gutes. which can lead to a good rebirth in one of the heavens, for example. Und das kann zu guten Wiedergeburt zum Beispiel in einem der Himmel führen. But every situation in samsara is impermanent. Aber jede Situation in Samsara ist vergänglich. Even if you go to a god realm and you live there for 10,000 years, Selbst, when the causal force for having birth there, the previous good action you have done, when that is exhausted, then you fall out of the heaven. selbst wenn du für 10.000 Jahre in diesem tollen Himmel lebst, wenn sich die kausalen Formationen erschöpft haben, die dazu geführt haben, wirst du diesen Himmel verlassen müssen. This points to another great paradox in Mahayana Buddhism. Das verweist auf einen anderen großen Paradox im Mahayana-Buddhismus. You try to do good, you try to benefit people, Du versuchst Gutes zu tun, Leuten Nutzen zu bringen and you get this merit. But if you keep it with yourself, it loses its force. und das ist auch Verdienst, aber wenn du das für dich behalten willst, verliert er seine But Kraft. if you dedicate the merit for the benefit of other beings, not only does it increase in richness and variety, but you also become enriched by that action. Aber wenn du dieses Verdienst dem Wohl anderer widmest, dann wird es nicht nur selbst vermehrt, sondern auch du wirst gewissermaßen Teilhaber davon. That is to say, generosity is not a basis for being depleted, but is self-replenishing. Mit anderen Worten, Großzügigkeit ist keine Basis, erschöpft zu werden, sondern ist eine regenerative Kraft. So, as we know, with the Bodhisattva orientation at the beginning of our practice, we dedicate our energy for the benefit of all beings. Wie wir wissen, mit der Bodhisattva-Orientierung am Anfang unserer Praxis widmen wir unsere Energie dem Wohlergehen aller Wesen. While we do our practice, we include all sentient beings of all the different kinds. Während wir unsere Praxis machen, schließen wir alle fühlenden Wesen aller Arten mit ein. And at the end, we dedicate all the merit for their benefit. Und am Ende widmen wir jede Verdienst ihrem The central Wohlsein. point is, I am for you. Der zentrale Punkt ist, ich bin für dich. And what this does is drop by drop by drop, it creates a solvent which dissolves the wall separating self and other. Und was es tut, ist, dass es Tropfen für Tropfen das Lösungsmittel erschafft, das die Wand zwischen selbst und anderen auflöst. And this generosity has to be infinite. Und diese Großzügigkeit muss unendlich sein. It's not transactional. Sie ist nicht ein Wechselgeschäft. My main teacher, Sia Lama, often said there is no virtue in the family. Mein Hauptlehrer C.R. Lama sagte oft, in der Familie liegt keine Tugend. He didn't mean that you shouldn't do good things for people in the family. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht gute Dinge für die Leute in der Familie tun sollte.
But these sort of relations tend to be transactional. I'll help you and you'll help me. Aber diese Art von Beziehung ist oft auf Wechselgeschäften beruht. Ich helfe dir, du hilfst mir. I may want to help you, Ich will dir helfen. but in the back of my mind, there is a sense, oh, because I've helped you, you will help me. Aber im Hinterkopf ist immer diese Idee, dass wenn ich dir geholfen habe, wirst du mir auch helfen. So that the seemingly altruistic turn is also self-reflexive. Dass diese scheinbar altruistische Hinwendung auch selbstreflexiv ist. But if you do something for a stranger, and they go off in their life, you don't get any direct return. Wenn du aber etwas für einen Fremden machst, die werden aus deinem Leben verschwinden und du wirst nichts Unmittelbares zurückbekommen. So the Dharma economy is not a transactional one. Also ist die Ökonomie des Dharma keine transaktionelle Ökonomie. An economy of infinite giving, infinite gratitude, and not counting the cost. Es ist eine Ökonomie des unendlichen Gebens, unendliche Dankbarkeit und des Nichtzählens der Kosten. Because these are all methods for gradually exercising the heart. Das sind alles Methoden, um allmählich das Herz zu üben. So that it becomes bigger and bigger and bigger and more capable of loving everything. So dass es immer größer und größer wird und immer fähiger, alles zu lieben. So we will go on to the end of this part. So at page 180, it comes to the end of this way of describing things. Auf der Seite 180 When des he englischen says, Texts kommt jetzt am Ende der when Beschreibung. all the good that we try to do turns out badly, this is because previously we repaid kindness with hurt and harm. Da heißt es, wenn wir versuchen, etwas Gutes zu tun und das Schlechte rauskommt, dann liegt es daran, dass wir Güte mit Schaden und Verletzungen vergolten haben. Und das kommt zurück zu uns. Seite 180 im englischen Text. Okay, Zangje Tamche. Nyandilopetse. Anyway, you could just take the sentences are not very long. Seite 180 im englischen tekst, strona 180 w polskim tekście, nie wiem, w angielskim tekście. Yes, it's before that. Yeah, it's about 2 pages before that. So we're getting this difficulty of the problem of fulfilling what we try to do. And this is a consequence that we have repaid people's kindness with trying to harm them. Es handelt also von unseren Schwierigkeiten, das, was wir tun möchten, zu vollenden. Und das hat damit zu tun, dass wir die Güte anderer Leute mit Schaden vergolten haben. So if you read these things through slowly and you reflect on your own life, you remember some of the experiences you've had in your life. Wenn du das also liest und über dein eigenes Leben nachdenkst, dann wirst du einige Erfahrungen deines Lebens vielleicht wieder erinnern. And you might decide this was due to the way the government was, or your parents were, or how your school teachers were. Und dann könntest du denken, dass das vielleicht daran lag, wie deine Eltern waren, wie die Regierung war, wie die Schullehrer gehandelt haben. And you feel, you make me feel this. Dann hat man das Gefühl, du hast es mich fühlen lassen. It's because you do this that I feel that. Es ist, weil du das und jenes getan hast, dass ich das empfinden muss.
And we see when we have a formulation like that, we see how we feel. Und wenn wir eine Formulierung wie diese haben, dann sehen wir, was wir empfinden. I feel indignant. Ich bin empört. You did this. Du hast es mir angetan. So with this interpretation, my sense of self and other is in as separate phenomena increases. Und in dieser Interpretation wird meine Empfindung, dass Selbst und andere getrennte Phänomene sind, vergrößert, So verstärkt. this erroneous interpretation Und diese fehlerhafte is an interpretation which arises in the absence of access to the facts. Diese fehlerhafte Interpretation entsteht in der Situation einer Abwesenheit unseres Zugangs zu den Tatsachen. You speak to me this way because of what I have done in the past. Du sprichst zu mir in dieser Weise aufgrund der Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe. If I see things in that way, then not only do I stop blaming you, disliking you, but I also stop reifying you. You become less reduced, less defined by my mind. Wenn du aufhörst, das zu tun, dann wirst du nicht nur aufhören, dich zu die andere Person zu beschuldigen oder verantwortlich dafür zu machen, sondern du wirst auch aufhören, sie zu verdinglichen und ihr eine feste Position in deinem Geist zuzuweisen. And my attention is then taken back from being fixated on you. And so I now can start to examine how I got caught up in behaving badly. Und meine Aufmerksamkeit geht weg von der Fixierung auf dich und ich kann anfangen zu untersuchen, wie ich selber in schlechtes Verhalten mich verfangen konnte. And the cause is always the same. We merge into an arising mix of thought, feeling and sensation. Und die Ursache ist immer die gleiche, das ist unser Verschmelzen mit dem Aufkommen von Gedanken, Empfindungen und Gefühlen. And we are carried along by this arising wave which directs our energy and we find ourselves carrying out some intense activity. Und wir sind fortgetragen von dieser Welle von Energie, die uns hinausträgt und die dazu führt, dass wir dann auch eine intensive Aktivität ausüben. So then we can start to see why we should practice meditation. Hier können wir anfangen zu sehen, warum wir Meditation praktizieren sollten. When we sit and watch the sensation of the breath, Wenn wir sitzen und die Empfindung des Atems beobachten, we are reducing the number of variables we are attending to. wir reduzieren die Zahl der Variablen, die wir beachten. And this then allows us to see how we merge with thoughts. Und das erlaubt uns zu sehen, auf welche Weise wir mit Gedanken verschmelzen. And that when you merge with a thought, it carries you away. Und dass, wenn wir mit einem Gedanken verschmelzen, uns das auch davonträgt. So, when you're not sitting and a thought arises and it carries you away, Wenn du nicht sitzt und ein Gedanke aufkommt und es trägt dich fort, it doesn't just carry you onto a little internal journey, dann trägt er dich nicht nur zu einer irgendwelche inneren but it kleinen Reise, mobilizes the energy of your body and you start to behave towards the environment in a particular way, which impacts the structure of what is around you. sondern es mobilisiert auch Energie unseres Körpers und so weiter, die dazu führt, dass wir auf die Umgebung einwirken und die Struktur dessen, was um uns herum ist, verändern. So then we start to see all the difficulties which arise from me are the consequence of merging in transient arising conditions of thought and feeling
and acting on the basis of them as if they were telling me the truth. Und dann können wir sehen, dass all die negativen Situationen, die wir erfahren, auf der Basis unseres Verschmelzens mit den aufkommenden Erscheinungen ist und unseres Handels auf der Grundlage dieses Verschmelzens, so I als ob take sie die Wahrheit refuge in wären. thoughts and feelings, Sorry, nicht verstanden. as if they were reliable guides to what is important. Wir nehmen unsere Gefühle, Gedanken und Empfindungen, als ob sie zuverlässige Führer wären für das, So was when we wichtig ist. see, oh, this is what I do, this is not some theory, this is actually what I do, Wenn wir dann aber erkennen, dass das ist, was wir tun, dass es keine Theorie ist, sondern das tatsächliche Tun von uns ist, then when we say, I take refuge in the Buddha, Dharma, Sangha, dann, wenn wir Zuflucht in Buddha, Dharma und Sangha tatsächlich nehmen, we realize our words are empty, dann erkennen wir, dass unsere Worte eigentlich leer sind. that this is not what I take refuge in. Dass das nicht das ist, worin ich tatsächlich Zuflucht nehme. I take refuge in samsara. Ich nehme Zuflucht zu Samsara. I take refuge in wanting the things I like. Ich nehme Zuflucht zum Wünschen der Dinge, die ich mag. I take refuge in attempting to avoid what I don't like. Ich nehme Zuflucht zu dem Versuch, Dinge, die ich nicht mag, zu vermeiden. And because this is my refuge, I am wandering in samsara. Und weil das meine Zuflucht ist, bin ich auch am Umherwandern im Samsara. So it is very, very helpful to see what we are up to. Es ist also sehr hilfreich zu sehen, wonach wir eigentlich trachten. Dharma can be like some kind of lullaby to send us to sleep. Dharma kann auch die Funktion eines Wiegenliedes haben, um uns Its actual einzuschläfern. function is to help us awaken. Aber seine eigentliche Funktion ist, zu helfen, zu erwachen. But for that to happen, you have to massage the Dharma into yourself so that you look through the Dharma at yourself. Aber dafür muss man dann, damit das geschieht, den Dharma in uns einmassieren, sodass wir auf das, was mit uns geschieht, durch den Dharma hindurchschauen können. I am the cause of my own distress. Ich bin die Ursache meiner eigenen Schwierigkeiten. So then in the next verse, he gives a different kind of example for this. Und in dem nächsten Vers gibt er dann ein anderes Beispiel dafür. He says, when what we desire is smothered by what we find undesirable, we are like a blacksmith who is killed by the sword he made for himself. Da heißt es, wenn wir finden, dass das, was wir begehren, verdorben ist durch das, was wir unbegehrbar finden, dann sind wir wie ein Schmied, der durch ein Schwert getötet wird, den er selbst gemacht hat. The blacksmith made the sword, but without the intention to harm himself, yet he does harm himself. Der Schmied hat das Schwert gemacht, ohne die Intention, sich selbst zu schaden, und doch schadet er sich selbst. I did this. Ich habe das gemacht. In the next example, when we experience all the sufferings of the lower realms of hell, hungry ghosts and animal, we are like an arrow maker who is killed by his own arrow. Das nächste Beispiel, wenn wir die Leiden der drei niederen Bereiche, also Tiere, hungrige Geister und Höllen erfahren, dann sind wir wie ein Pfeilemacher, der durch seinen eigenen Pfeil getötet wurde. The arrow maker makes arrows and sells them in the market. Der Pfeilmacher macht Pfeile und verkauft sie auf dem Marktplatz. This arrow maker simply wants to make some money for food. Der Pfeilemacher möchte gerne einfach Geld für Nahrung verdienen. But the dangerousness embedded in the arrow comes back and it attacks the arrow maker.
Aber die Gefahr, die in dem Pfeil selbst eingebettet ist, kommt zurück zu ihm und attackiert ihn als Pfeilmacher. You may not think that your behavior is negative or aggressive, Es kann sein, dass du nicht denkst, dass dein Verhalten negativ oder aggressiv ist. and you may be behaving according to your own sense of what is good and virtuous. Vielleicht verhältst du dich sogar gemäß deinem eigenen Empfinden, was gut und tugendhaft ist. But you could be deluded. Aber es könnte sein, dass du der Täuschung unterliegst. For example, there are many places in Nepal where they have animal sacrifice, killing goats for Kali. Es gibt zum Beispiel in Nepal viele Plätze, wo man Tieropfer verrichtet, Ziegen für Kali tötet. And in Bengal, there's a lot of killing of goats, a sacrifice. Und auch in Bengalen gibt es eine Menge Töten von Ziegen als Opfertiere. We look at a painting of Kali and she's got a garland of skulls around her neck. Wir schauen die Gemälde von Kali und sie hat eine Kette von Schädeln um ihren Hals. She has a big red tongue with blood around her mouth. Sie hat eine große rote Zunge und Blut um ihren Mund. Oh, clearly Kali likes blood. We better give her a goat. Klarerweise mag Kali Blut, also besser ist es, wenn wir ihr eine Ziege opfern. Maybe Kali doesn't actually want blood. Vielleicht will Kali eigentlich nicht wirklich Maybe Blut. the blood on Kali's mouth is a symbol. Vielleicht ist das Blut auf ihrem Mund ein Symbol. Blood is also the blood of life. Blut ist ja auch das Blut des Lebens. But there's a lot of things to say about Kali. But when you kill thinking that the goddess wants animals killed, then you don't understand the goddess. Natürlich könnte man jetzt viel über Kali sagen, aber wenn dein Verständnis ist, dass die Göttin sozusagen Blut von geopferten Tieren haben will, dann verstehst du die Göttin nicht. Kali kills ignorance. Kali tötet Unwissenheit. That is what she is drinking. Das ist das, was sie trinkt. But you think, oh, I'm doing something good. This is virtue. This is my dharma, to kill goats for Kali. Aber du denkst, du tust was Gutes. Das ist meine Tugend. Das ist mein Dharma, Ziegen für Kali zu töten. And by doing the action which you believe is good, you create a bad karma for yourself. Und indem du die Handlungen tust, die du für richtig hältst, erschaffst du In schlechtes Bengal, Karma they für make dich. a little wooden post, and it comes up with two sides. You put the goat's head in and a metal pin on top to keep it there, and then you cut its head off. In Nepal macht man das so einen Holzständer, wo man aus Holz mit zwei Armen, wo man den Kopf der Ziege reintut und dann den Kopf abhaut. The goat is saying, "Bah, bah." Die Ziege meckert. What this means in goat language is, remember, I was your mother. Was das in Ziegensprache heißt, erinnere dich, ich war deine Mutter. But we don't hear that. We think, oh, Kali, Kali Ma, Kali, you're the great mother. You're my true mother. Now I just killed this other mother for you. Aber wir verstehen das nicht. Wir denken, oh, Kali, Mutter, du bist die große Mutter und jetzt würde ich diese Mutter für dich töten. In this way, our commitment to the idea of something blinds us to the actual phenomena which is in front of us. Und auf diese Weise ist unsere Verpflichtung, unseren Ideen von Phänomenen, macht uns blind gegenüber dem, was tatsächlich vor unseren Augen liegt. So then gives another example. When we are oppressed by the troubles and worries of house and family, we are like parents who are killed by the child they have protected and cherished. Dann heißt es in einem weiteren Beispiel, wenn wir
bedrückt sind von den Schwierigkeiten und Sorgen eines Hauses und einer Familie, dann sind wir wie Eltern, die von ihren Kindern, die sie beschützt und gepflegt haben. So much love was given to the small baby. So viel Liebe wurde dem kleinen Baby gegeben. All that love has been absorbed in the strengthening body as the infant grows into adolescence and adulthood. All diese Liebe wurde aufgenommen, wie das Kind zu einem Heranwachsenden und Erwachsenen gestärkt und wächst. But now that adult kills its own parents, Aber jetzt tötet diese Erwachsene dann seine eigenen Eltern blaming them, und sie saying, beschuldigen, you harm me, denkend, du hast mir Schaden zugefügt. you stopped me doing what I wanted. Du hast mich daran gehindert zu tun, was ich tun wollte. All the good that was done is forgotten. All das Gute, was getan wurde, ist vergessen. The parents have created the basis for their own destruction. Die Eltern haben die Basis für ihre eigene Zerstörung geschaffen. Why would they do that? Warum haben sie es gemacht? They didn't intend to do it. Sie haben es ja nicht beabsichtigt, das so zu tun. They thought they were doing something, but they couldn't see the whole picture. Sie dachten, sie würden etwas machen, aber sie konnten nicht das ganze Bild wahrnehmen. So again and again, the text is saying, open your gaze, have a panoramic gaze, see as many factors as possible. Und wieder sagt der Text, halte deinen Blick auf und versuche panoramisch so viele Faktoren zu sehen wie möglich. When you start to meditate and you see that you cannot control the content of your mind, Wenn du anfängst zu meditieren und anfängst zu sehen, dass du den Inhalt deines Geistes nicht kontrollieren kannst, then why would you think you could control the content of someone else's mind? warum würdest du dann bloß denken, dass du den Inhalt des Geistes von jemand anderen kontrollieren könntest? So this is the key point. Das ist der Focus Schlüsselpunkt. on your mind. How does your mind work? Das ist der Schlüsselpunkt. Fokussiere dich auf deinen Geist und auf die Art und Weise, wie er funktioniert. How is your mind? Wie ist dein Geist? And we go from focusing our attention on the content of the mind Und wir gehen von dem Fokus auf den Inhalt unseres Geistes to the mind itself. zum Geist selbst. In the third section of this book, there are texts concerned with Dzogchen, and they're concerned with the mind itself. Im dritten Teil dieses Buchs gibt es Texte aus der Dzogchen-Tradition und die beschäftigen sich mit dem Geist selbst. But by reflecting on these verses here, we can gain some understanding. Aber durch Reflexion dieser Verse hier können wir einiges an Verständnis entwickeln. According to the tradition, there are 3 stages of developing understanding. Der Tradition gemäß gibt es 3 Stufen, Verständnis zu entwickeln. Firstly, we have to listen to some teachings or read some Dharma books. Als erstes müssen wir gewissen Unterweisungen zuhören, einige Dharma-Bücher lesen. We open ourselves to the Dharma. Wir öffnen uns dem Dharma gegenüber. Secondly, we have to reflect on it. Und zweitens müssen wir darüber nachdenken. That is to say, not to leave the Dharma as some abstract set of ideas, Mit anderen Worten, den Dharma nicht als irgendeine abstrakte Menge von Ideen zu belassen, but to bring them close to ourselves and use them as a way of examining our life. sondern wir müssen ihn uns nahebringen und ihn benutzen, um unser Leben zu untersuchen. Seeing the nature of impermanence. Die Natur der Vergänglichkeit erkennen. On the simplest level, I breathe out, I breathe in. Auf der einfachsten Ebene, ich atme ein, ich atme aus. I am movement. Ich bin Bewegung.
And we start to understand, oh, I observe moment by moment. I am always in this interaction. Und wir beginnen zu verstehen, wenn ich das beobachte, bin ich Moment für Moment einfach diese So Wechselwirkung. then it's a phrase, rather a strange phrase, the absence of inherent existence. Dann kommt dieses vielleicht etwas seltsame Aussage, die Abwesenheit einer innewohnenden Existenz. Such a phrase starts to become meaningful. So eine Aussage beginnt Bedeutung zu I bekommen. am a process. Ich bin ein Prozess. My breath changes, my thoughts change, my sensation changes, postures, gestures. Mein Atem verändert sich, meine Empfindungen verändern sich, meine Haltung verändert sich, meine Gesten verändern sich, meine Gedanken verändern sich. There is nothing stable Es about gibt, me. es gibt dann an mir nichts Stabiles. The illusion of my stability, my continuity as some particular person is held in place by my name. Die Illusion einer gewissen Stabilität, einer gewissen Beständigkeit als eine bestimmte Person wird durch meinen Namen sozusagen zusammengehalten. I was called James as a child, and now I'm still called James. Als Kind wurde ich James genannt und jetzt werde ich immer noch James genannt. But my body is not the same. My thoughts are not the same. My way of walking is not the same. Aber mein Körper ist nicht der gleiche, meine Gedanken sind nicht die gleichen, meine Art zu gehen ist nicht die gleiche. The Jamesness of James is simply the name James. Die Jameshaftigkeit von James liegt lediglich in dem Namen. So that you can arrive at by massaging the Dharma into you and starting to observe yourself. Das ist etwas, zu dem man gelangen kann, indem man den Dharma in sich einmassiert und sich selbst anfängt zu beobachten. This is the real preparatory practice. Und das ist die wahre vorbereitende Praxis. People talk about the Nundro as the preparatory practice, doing a lot of prostrations and recitations. Leute reden über Nirndro als die vorbereitende Übung, eine Menge Verbeugungen und Rezitationen auszuüben. But if you don't reflect on what you're reciting, it won't do you any good. Aber wenn man nicht darüber nachdenkt, was man rezitiert, dann wird das nichts Gutes bewirken. It's just numbers. Das sind einfach Zahlen. The reason we want to have this inside us, as us, is that it softens us and makes meditation easier. Der Grund, warum wir das in uns haben, sozusagen einmassiert haben wollen, ist, dass es uns weicher macht und Meditation So vereinfacht. on the basis of this reflection, he says, in this way, I come to recognize my enemy. Und auf der Basis dieses Überlegens sagte, auf diese Weise erkenne ich meinen Feind. I recognize this robber in disguise who cheats me. Ich erkenne diesen Räuber in Verkleidung, der mich betrügt. I recognize this deceitful one who impersonates me. Ich erkenne diesen Betrüger, der mich Amazing. I verkörpert. have cut off all doubts regarding the truth about this grasp at self. Erstaunlich. Ich habe alle Zweifel in Bezug auf die Wahrheit über dieses an einem selbstgreifende In the abgeschnitten. morning, I have to put on my watch. Am Morgen muss ich meine Uhr anziehen. I don't have to put on my skin. Aber ich muss nicht meine Haut anziehen. My skin stays with me. Diese Haut bleibt bei mir. The watch goes on and off. Die Uhr bleibt an oder auch wird abgezogen. So he says at the end, my grasped at self. Und hier drückt er aus dieses Selbst, an dem ich festhalte. I have to grasp my watch. Ich muss meine Uhr ergreifen. I have to bind it onto myself around my wrist. Ich muss es an mich an meinem Armgelenk anbinden. I don't have to do that with my skin. Ich muss das nicht mit meiner Haut machen. Skin is just me. Denn meine Haut ist einfach ich. But in Tibetan they say
Dzogchen. Dzog means self or identity or entity, and Zinpa means to grasp. Aber in Tibetisch heißt das Dzogchen, also Dzog die eigene Identität und Sinn heißt die zu ergreifen. The reason I grasp at it is because it's not with me. Der Grund, warum ich danach greife, liegt darin, dass sie nicht mit mir ist. I make the self me by how I hold on to it. Ich mache dieses Selbst zu mir in der Art und Weise, wie ich daran festhalte. Holding it, using it, I make it my basis for my interaction with the world. Indem ich das festhalte und gebrauche, mache ich es zur Basis meiner Wechselwirkung mit der Welt. When we just sit, things arise and pass. Wenn wir bloß sitzen, dann entstehen die Dinge und vergehen. When we engage from a position of myself, we think I like, I don't like. Wenn wir aber von der Position von mir selbst uns engagieren, dann denken wir, ich mag oder ich mag nicht. When the illuminating potential of your mind is captured in the service of maintaining the seeming brightness of this sense of self. Wenn diese illuminative Fähigkeit unseres Geistes gefangen gehalten wird in dem Dienst, dieses scheinbar strahlende Empfinden eines Selbst aufrechtzuerhalten, Then there seems to be an ongoing point of reference. dann scheint es da einen sich fortsetzenden Bezugspunkt zu geben. But myself is like my name. Aber ich selbst bin wie mein Name. When people say James, and I turn around, Wenn Leute James sagen und ich mich umdrehe, what I'm thinking in that moment, what I'm feeling, what I'm concerned with is turned around by the name James. was ich in diesem Augenblick denke oder empfinde, dreht sich durch diesen Namen James um. 5 minutes later, someone else says James, but now this James has different thoughts, different feelings, different sensations arising. Ja, später sagt wieder jemand James, aber jetzt hat dieser James andere Gedanken, Empfindungen, Gefühle. James has no fixed content. James hat also keinen fixierten Inhalt. James is in that sense like a mask or a disguise which presents a false sense of identity. James ist in diesem Sinne wie eine Maske oder eine Verkleidung, die einen falschen Sinn von Identität vermittelt. It's the same with the self. Das Gleiche bezieht sich auf das Selbst. Tell me about yourself. Sag mir etwas über dein Selbst. That will depend on the setting, who you're talking to, what mood you're in. Das wird von dem Setting abhängen, von der Person, zu der wir sprechen, von der Stimmung abhängen. Self is it is indicative but non-definitive. Das Selbst ist sozusagen indikativ, aber nicht It definitiv. seems to be pointing towards something, myself. Es scheint auf etwas hinzuweisen, ich selbst. But what will be the actual presence of the constituents of myself in any moment, I don't know. Aber was die tatsächliche Gegenwärtigkeit der Konstituenten meiner selbst sein wird in diesem Moment, weiß ich nicht. So this is what he is pointing to. Und das ist das, worauf er verweist. The enemy is the sense that I really exist, and because I exist, I don't like you and I'm going to do this. Der Feind hier ist das Empfinden, dass ich tatsächlich existiere, und weil ich existiere, mag ich dich nicht und ich werde jetzt etwas tun. So
existence becomes the basis of formation, which leads to intention and the development of the karmic behavior. Also Existenz führt zu einer Formierung und diese Formierung wird die Grundlage für Intention und dann letztlich zu dem karmischen Verhalten. If you read the Dzogchen books, they talk about the ground or the base, the Ji. In Dzogchen-Büchern, wenn man sie liest, da wird von dem Grund Ji gesprochen. And this ground is ungraspable, like the sky. It has no fixed particulars. Und dieser Grund ist ungreifbar wie der Himmel und hat keine bestimmten Besonderheiten. But in Dharma, when we are talking about karma, we talk of 4 stages. Im Dharma aber, wenn wir über Karma sprechen, sprechen wir über 4 And the Stufen. first is also called the ground or the basis. Und die erste Stufe heißt dort auch Grund oder Basis. But here the ground is not open sky-like awareness. Aber der Grund hier ist nicht die offene himmelsgleiche Bewusstheit. Here the ground is the delusion that there is a fixed self which endures moment by moment by moment. In diesem Zusammenhang besteht der Grund in der Illusion oder in der Täuschung, dass es da ein fixiertes Selbst gibt, das vom Augenblick zu Augenblick Bestand hat. Myself is my essence. Ich selbst bin meine Essenz. It is the basis of me being me. Das ist die Basis von mir als ich. Because I am me, because I have this kind of self, Weil ich bin und diese Art von Selbst besitze, because I am myself, weil ich selbst bin, this is what I do. ist es das, was ich tue. As if my activity was grounded in and arising from myself. Als ob meine Aktivität verwurzelt oder begründet wäre in und aus meinem Selbst What erstehen he's würde. saying is no. Activity arises from patterns established by prior activity. Aber er sagt hier, nein, Aktivität ist etwas, was aus Mustern von Aktivität, die zuvor stattgefunden hat, etabliert wird. There is no fixed self. Es gibt kein fixiertes Selbst. Perhaps you experience that sometimes you say something to someone and afterwards you think, oh, why did I say that? Vielleicht habt ihr die Erfahrung, dass ihr manchmal zu jemandem etwas sagt und hinterher denkt ihr, warum habe ich das eigentlich gesagt? In the moment of speaking, the patterning that you take to be yourself was such that it was easy for these words to come out of you. Im Augenblick des Sprechens war die Musterbildung dessen, was du für dein Selbst hältst, so, dass es eben leicht war, für diese Worte rauszukommen. But some minutes later, this constellation, this patterning of constitutive factors has shifted. Aber einige Minuten später sind diese Musterbildungen, die konstituierend sind für das Selbst, verschoben, verändert. And when you then recall what you said that seemed appropriate at that moment, it doesn't seem right anymore. Und wenn du dich dann da erinnerst, was du zuvor gesagt hast, dann in diesem Moment, dann scheint es jetzt nicht mehr angemessen zu sein. I am inconsistent. Ich bin also inkonsistent. I describes, if you like, a scenario, a stage where the movement is ever changing. Das Ich beschreibt, wenn man so will, ein Szenario oder eine Bühne, auf der sich die Bewegung stets verändert. The essence of this field of movement is emptiness. Und die Essenz dieses Feldes der Bewegung ist Leerheit. Here is a cup.
Hier ist eine Tasse. The function of the cup is its emptiness. Und die Funktion dieser Tasse ist ihre Leerheit. If we put a piece of metal on top and we glued it on, then it will be useless. Wenn wir ein Stück Metall oben draufkleben, dann wäre das nutzlos. It is because the cup is empty that it can be filled. Es ist, weil die Tasse leer ist, dass sie gefüllt werden kann. It is because your mind is empty that it can be filled. Und weil unser Geist leer ist, kann auch gefüllt werden. If you were one fixed thing, you would have no variety in your life. Wenn du eine fixierte Sache wärst, hättest du keinerlei Vielfalt in deinem Leben. We all experience happiness, sadness, feelings of hope, feelings of despair. Wir alle erfahren Glück und Traurigkeit, Hoffnung und Verzweiflung. The variety of experiences which can arise within us and be revealed to us from outside, suffusing us, filling us up, is entirely dependent on the emptiness of the mind. Die Vielfalt der Erfahrung, die in uns aufkommt oder die von außen zu uns kommt, die uns sozusagen durchdrängt in der Vielfalt von möglichen Erfahrungen, ist vollständig von der Leerheit unseres Geistes That's why abhängig. he says, in this way I come to recognize my enemy. Das ist der Grund, warum er sagt, auf diese Weise fange ich an, meinen Feind zu erkennen. Before studying these things, in a sense, I was my enemy. I was completely identified with this limited sense of self. Bevor ich anfing, diese Dinge zu studieren, war ich in einem gewissen Sinne mein Feind, denn ich war vollständig identifiziert mit diesem limitierten Sinn eines Selbst. But now he says, I recognize this robber in disguise who cheats me. Aber jetzt heißt es, erkenne ich diesen verkleideten Räuber, der mich betrügt. The robber who cheats me is myself. Der Räuber, der mich betrügt, das bin ich selbst. The disguise is myself. Und auch die Verkleidung ist das Selbst. So if you say James, I turn. Wenn du James sagst, drehe ich mich um. It is as if James goes directly to some essence inside me. Es ist so, als ob der Name James direkt zu irgendeiner Essenz in mir gehen würde. But James didn't begin in the middle, in the heart, in the essence. Aber das James hat nicht dort in der Mitte im Herzen, in der Essenz begonnen. James came from outside through my ears with people calling me James. James ist von außen gekommen durch meine Ohren, durch My Leute, baby self was not James. durch die Leute, die mich James genannt haben, denn mein Baby selbst war But nicht James. gradually, when I heard James, I would turn and look. Aber allmählich, als ich James hörte, würde ich mich umdrehen. I introjected, I internalized the name, which then seemed to act as the site of my essence. Ich habe den Namen introjiziert oder internalisiert, This is the robber in disguise. so als ob das meine Essenz wäre. Und das ist der Räuber in We don't Verkleidung. recognize the robber, as an enemy, because it's disguised as myself. Wir kennen den Räuber nicht als Räuber, als mein Feind, weil er nämlich durch uns selbst verkleidet ist. Truly, I am my own worst enemy. Wahrhaft bin ich mein größter Feind, Because I am not I. denn ich bin nicht ich. That is to say, the I, which is our presence, and the I, which is the delusion of a fixed entitative identity, are not the same. Mit anderen Worten, das Ich, welches unsere Gegenwärtigkeit ist, und das Ich, welche die täuschende, identikative Selbstidentität ist, sind nicht das I Gleiche. recognize this deceitful one who impersonates me. Ich erkenne diesen Betrüger, der mich verkörpert.
I am this potential which is co-emergent with the environment, with the circumstances. Ich bin dieses Potenzial, das mit der Umgebung, den Umständen koemergent ist. That is to say, fresh, spontaneous, connective. Mit anderen Worten, frisch, spontan, verbunden. This is how I actually am. Das ist, wie ich tatsächlich bin. The deceitful one is this kind of wrapper or mask that says, James, I'm James, this is what I do. Der Täuschende, der Betrüger ist der sagt, James, ich bin James, das ist das, was ich tue. And the wonderful skill of this mask is that it seems to be protecting me and serving me and being a function for me. Und diese wunderbare Geschicklichkeit, diese Maske ist, dass sie scheinbar mich beschützt, dass sie mir dient I look through the lens of the way I look through the lens of my glasses. ich schaue durch die Linse des Ichs, wie ich durch meine Brillen schaue. But the glasses of I, me, myself are painted over so that when I put them on, I see less, I become blind. Aber die Linse des Ich selbst sind übergemalt und deswegen, wenn ich sie aufsetze, sehe ich weniger. We are looking through a concept. The self is a concept. I, me, myself is a concept. My childhood is a series of concepts. Ich schaue immer durch ein Konzept. Ich ist ein Konzept, mein Selbst ist ein Konzept, meine Kindheit ist ein Konzept, eine Serie von Konzepten. I am a story I tell myself. Ich bin die Geschichte, die ich selber erzähle. This construct Dieses Konstrukt is actually constructing. It's dynamic. It's like a verb. ist in Wirklichkeit ein Konstruieren, ein dynamischer Prozess, ein Verb. Children show this again and again with how they play. Kinder zeigen das immer wieder in der Art und Weise, wie sie spielen. They can be a tiger. They can be a princess, a Superman. Die können ein Tiger sein, eine Prinzessin, ein Superman. We have become more tedious. We are so burdened by the weight of our one fixed identity. Wir sind eher anstrengend und so belastet durch unser fixiertes Selbst, eine Identität. Instead of myself being the support, the basis for my manifestation, myself is actually a burden that I carry, like a heavy rucksack that keeps my head looking at the ground. Statt dass das Selbst eine Unterstützung für meine Manifestation ist, wird das Selbst zu einer Bürde, die wir wie einen schweren Rucksack tragen und der unseren Kopf nach unten senkt. Then he says, amazing. Amazing here means like, what the fuck? How come I've been trapped in this shit? What the hell? Und dann sagte amazing oder erstaunlich. Und erstaunlich heißt hier, was zum Teufel? Wie bin ich in diese Scheiße hineingeraten? This is crazy. Now I have cut off all doubts regarding the truth about this Grasstadt self. Das ist doch verrückt. Jetzt ist mir jede Zweifel darüber abgeschnitten, über dieses von mir ergriffene Selbst. This is like the kind of cheap food you can get in the supermarket where they put a lot of unhealthy fat and sugar and salt into it. Das ist wie dieses billige Fressen im Supermarkt, wo sie eine Menge ungesundes Fett, Zucker und Salz hineintun. This is not good food for us. Das ist kein gutes Essen für The uns. body finds it difficult to process. Der Körper findet es schwierig, ihn zu verarbeiten. But this stupid tongue is thinking, sweet fat, salty, nice. Aber die idiotische Zunge denkt, oh, süß und fett und salzig. And so it's absorbing and absorbing.
Und so nimmt es das auf und auf. What is actually unhealthy seems to be healthy. Was tatsächlich ungesund ist, erscheint als gesund. The unnecessary, unessential ingredients seem to be the essence of food. Die unnötigen, die inessentiellen Zutaten scheinen eigentlich das essentielle Essen zu sein. In the same way, the sense of self, the sense of having your own unique, enduring existence is an unnecessary ingredient. In der gleichen Weise ist dieses unnötige Ingredienz des Empfindens eines Selbst das, was wir für die Hauptsache halten. And it tricks us because it seems to be adding value. Und es trickst uns aus, weil es als etwas von Wert zu sein It scheint. says, listen, you can't operate without me. I'm part of this story. You can't get rid of me. Without me, who would you be? Und es sagt uns, hör mal zu, du kannst mich nicht eliminieren. Ich bin ein wichtiger Teil der Geschichte. Wer wirst du ohne mich sein? Oh, well, actually, without you, I'd be a Buddha. Nun ja, eigentlich wäre ich ein Buddha ohne dich. Yeah. So you say, come wander in samsara another 100,000 lifetimes, or maybe I become a Buddha. What to do? Du kommst zu mir und sagst, komm, lass uns noch weitere 100.000 Lebenszeiten im Samsara umherwandern. Oder ich hätte die Möglichkeit, ein Buddha zu werden. Was soll ich tun? So now we get to the key point. Jetzt kommen wir zum Schlüsselpunkt. Okay, so now we have a break for lunch. If we could be back at 2, so it just gives us 53 minutes for a break. That's maybe enough. Wir haben jetzt eine Pause von 53 Minuten und kommen zusammen um 2 Uhr englische oder 3 Uhr mitteleuropäische Okay, Zeit. see you soon. Thank you. Bis bald. So even on a Sunday, we can say we love Dharma. This is very nice. Sogar am Sonntag können wir sagen, wir lieben den Dharma und das ist doch sehr schön. Oh. I am trying to be able to fix on you, but I'm not sure how I'm doing this. Maybe there. There we are. Good. Yes, pinned. So we can continue. Und fortfahren. So we ended by looking at the way in which this felt sense of I, me, myself is like a restrictive, reificatory wrapper. Wir haben damit beendet, wie unser empfundener Sinn für ich, mich, mein Selbst ein restriktiver Einhüller ist. So now in the next verse, given that this sense of I, me, myself, as I take myself to be is only a wrapper, in dem nächsten Vers wird ausgehen davon, dass dieses empfundene Selbstgefühl eben diese restriktives Einhüllen ist. I can wrap myself in another way. Kann ich mich ja auch mit was anderem einhüllen. And now I wrap myself as Yamantaka. Und jetzt werde ich mich nämlich als Yamantaka einhüllen. The killer of death. Das ist der Töter des Todes.
Death arises because of identification with a particular form, a particular fixation where we think, I am this body, I am this personality. Der Tod entsteht aufgrund unserer Identifizierung mit einer bestimmten Form, mit der Idee, ich bin When we dieser see Körper. that I am this process of display out of openness, we have a different experience. Wenn wir sehen können, dass ich dieser Prozess der offenen Schau ist, dann habe ich eine andere Erfahrung. In this verse that we're coming to, we can read it in two ways. In diesem Vers, zu dem wir jetzt kommen, können wir das auf zweifache Weise We can interpretieren. read it as descriptive of this deity, the Yamantaka, this Sambhogakaya form, and our hope that he will act on our behalf. Wir können es interpretieren als eine Beschreibung von Yamantaka, als Sambhogakaya-Form und die Hoffnung entwickeln, dass er für uns einspringen wird, für uns handeln wird. But we can also read it as we become Yamantaka, and that is the reading that is in the book. Wir können es aber auch interpretieren als ich werde zu Yamantaka und das ist die Interpretation, die dieses Buch auch wählt. In the tantric system, through many different identifications. Im tantrischen System geht man durch viele verschiedene Identifizierungen. If you are a woman, you can arise as a very dangerous, angry man. Wenn du eine Frau bist, kannst du als ein sehr gefährlicher, zorniger Mann aufkommen. And you can arise as Tara, full of sweetness and gentleness. Wenn du ein Mann bist, kannst du als Tara stehen, voller Süße und sanfter Gefühle. This becomes possible if you don't hold on some truth of who you are. But I am a man. How could I be Tara? Es wird möglich sein, wenn du nicht an der Wahrheit dessen festhältst, von der du glaubst, wer du bist. Ich bin doch ein Mann, wie kann ich eine Tara sein? Being a woman or a man is a way of arising for a while, arising due to causes and conditions. Eine Frau oder ein Mann zu sein, ist eine Art zu erstehen aufgrund von Ursachen und Bedingungen. So, instantly arising as Yamantaka, I take the sharp weapon of karma and wave it around my head. Indem ich augenblicklich als Yamantaka stehe, nehme ich die scharfe Waffe des Karma und schwinge es über meinen Kopf. That is to say, I am rendering it powerless. It cannot control me. In anderen Worten, ich mache, dass es machtlos wird und mich nicht kontrollieren kann. My 2 feet are the 2 truths, relative and absolute. So it's very stable. Meine 2 Füße sind die 2 Wahrheiten, die relative und die absolute. Also der Stand ist sehr stabil. I have 2 eyes representing wisdom and compassion. Ich habe 2 Augen, die Weisheit und Mitgefühl repräsentieren. And with these great fangs in my mouth, they operate like the 4 powers of purification. Und die Fänge die Fangzähne in meinem Maul operieren als die 4 reinigenden Kräfte. Purification is to remove every last trace of the delusion of inherent existence. Und Reinigung bedeutet hier die Beseitigung jeder, auch nur allerkleinsten Spur der Täuschung einer innewohnenden Existenz. The seemingly static inherent existence towards the ever dynamic flow of manifestation. Wir bewegen uns also von der scheinbar statischen innewohnenden Existenz zu dem dynamischen Fluss der Manifestation. And these fangs, they pierce the enemy, they bite into
this illusion of a truly existing self. Diese Fangzähne, die durchstechen den Feind, die beißen durch die Illusion eines innewohnenden Selbst hindurch. So in the next verse, he says, I, Yamantaka, am the king of Tantra, the crusher of enemies, and I brandish the sharp weapon of karma. Und so heißt es im nächsten Vers, ich, Yamantaka, König des Tantra, der Zerstörer von Feinden, schwinge die scharfe This Waffe is des the Karma. karma that keeps beings powerlessly in the forest of samsara. Das ist das Karma, das die Wesen machtlos im Dschungel des Samsara When festhält. you're in the forest, you don't see very clearly. Wenn du im Dschungel bist, kannst du nicht klar sehen. You have to walk around this tree and bend under that branch. Du musst um den Baum herumgehen und dich unter den Ästen hindurchbeugen. You're reacting to circumstances. Du reagierst auf Umstände. But this entrapment within the forest arises due to karma, to these formations based on taking subject and object as truly separate. Aber dieses Gefangensein im Dschungel entsteht nur aufgrund von Karma, aufgrund dieser Formationen, die die Basis haben, dass wir Subjekt und Objekt als wahrhaft getrennt empfinden. So Yamantaka, we are this huge, fierce form, and I come running, and I trap the very rough and dangerous one called the demon of grasping at a self. Yamantaka hat diese unglaublich zornige Form und er kommt angerannt und nimmt gefangen die sehr gefährliche Form, die der Dämon des Festhaltens am Selbst ist. This demon is one who causes our vows to break, that we lose our way on the path, and it fragments self and other. Und dieser Dämon ist das, der verursacht, warum wir unsere Gelübde auf dem Weg brechen, warum wir den Weg verlieren. Und die Demons Fragmentierung. are not really a way that people in modern countries think about life too much. Und die Fragmentierung von selbst und anderen verursachen. Aber Dämonen sind natürlich nicht die Art und Weise, wie Menschen in modernen Just Welt. as we have pesticides and insecticides to kill off all the bugs we don't like, we use rationality as a way of killing off demons and spirits. Als eine Weise zu denken. Wir haben im Westen unsere Insektizide und Pestizide, um die verschiedenen Insekten zu töten und die rationalen Wissenschaften, um die Idee des Dämons zu töten. And we create a kind of antiseptic world. Wir schaffen auf diese Weise eine Art antiseptische But Welt. actually, there are many forces that operate on us. Aber in Wirklichkeit gibt es viele Kräfte, die auf uns einwirken. If you go out at night into a big forest and you hear some sounds, suddenly you might feel quite afraid. Wenn wir nachts in einen großen Wald gehen, bestimmte Klänge hören, dann könnten wir schon Furcht If bekommen. you're in Europe, we don't have any tigers or vicious creatures that are likely to kill us. Wenn wir in Europa sind, gibt es keine Tiger oder andere bösartige Kreaturen, die uns wahrscheinlich töten werden. But the fear arises as some kind of primal vibration inside us. This is the vibration of the ego's anxiety. Aber die Angst entsteht dennoch als eine Art primäre Furcht, die in uns ist, als eine Ego-Ängstlichkeit. The ego is a lie. Aber das Ego ist eine Lüge. And the demons are attracted to the lie. Und Dämonen fühlen sich von Lügen angezogen. The demons are one form of illusion attacking another form of illusion. Dämonen sind eine Form von Illusion, die eine andere Form von Illusion angreifen. If we are free of the ego, we are free of all demons and spirits. Wenn wir vom Ego frei sind, sind wir auch von allen Dämonen und Geistern frei. So, in order to do this, we imagine that we are this completely ferocious, unintimidated form.
Und das, um das zu bewirken, stellen wir uns vor, dass wir diese unvorstellbar Now you zornige, might say, oh, but come on, you know, there are real problems in the world. This is just playing games. This is just the imagination. zornige Formen sind, die sich nicht einschüchtern lassen. Natürlich könnte man sagen, dass es in der Welt wirkliche Probleme gibt und das ist nur ein Spiel der Vorstellungskraft. But as the text has been patiently explaining, all our behavior arises from imagination. Aber wie der Text versucht hat, uns geduldig zu erklären, ist, all unser Verhalten entsteht aus Vorstellungen. Many people imagine that Mr. Trump was a good guy. Viele Leute stellen sich vor, dass Mr. Trump ein guter Bursche war. People imagine Mr. Putin is a good guy. Es gibt Leute, die sich vorstellen, Mr. Putin ist ein guter Bursche. Believe Adolf Hitler was a good guy. Es gibt auch welche, die sich vorstellen, dass Adolf Hitler ein guter Bursche war. These are beliefs, Glaubensvorstellungen, imaginings, Vorstellungen eben. make believe. Das Glauben machen wollen. In other language, we would say self-deception. In einer anderen Sprache könnte man auch sagen, ein Selbstbetrug. But as we looked before, if you go to the cinema, you're paying money to be self-deceived. Aber wie wir schon bereits angeschaut haben, wenn man ins Kino geht, dann zahlt man sogar Geld dafür, selbst betrogen zu werden. You want to believe in that which is not true. Du willst in das, was nicht wahr ist, glauben. The better the writing and the directing and acting, the more it's easy it is to believe in what is not true. Je besser das Skript und die Regie und die Darstellung ist, desto besser können wir glauben in das, was nicht wahr ist. These compassionate manifesting forms of the Buddha are indeed like illusion. They are apparitions. They have no self-substance. Diese mitfühlenden Manifestationen des Buddha sind tatsächlich auch nur Erscheinungen und haben keine wahre Selbstsubstanz. But they are energy. Aber sie sind Energie. And energy manifests to hit energy, to strike energy and to change its patterning. Und die Energie manifestiert sich hier, um Energie zu treffen, zu schlagen und die Musterbildung zu verändern. Wir haben also zwei Kräfte. We have our habitual imagining that this is who I am, I, me, myself. Wir haben unsere gewohnheitsmäßige Vorstellung, dass das ich bin, wie ich mich so kenne. And we have the intentional imagining that I am Yamantaka. Und wir haben die intentionelle Vorstellung, dass wir Yamantaka sind. If you were going to take up the practice of Yamantaka, you would recite the mantra many, many times. Wenn du die Praxis von Yamantaka aufgreifen würdest, würdest du viele Male das Mantra rezitieren. In order to bring yourself, your energetic formation into an alignment with this form of the Buddha potential or the deity. Um sich selbst in eine energetische Ausrichtung an der Form des Potenzials des Buddha auszurichten. And in the tantric practice, we, according to having the vows from the initiation, we pretend or we visualize, we imagine the form of the deity. In der tantrischen Praxis, gemäß den Gelübden der Initiation, tun wir so oder wir stellen uns vor, die Gottheit zu sein. Then we invite the actual deity to come and merge into the form we have imagined. Und dann laden wir die tatsächliche Gottheit ein, zu kommen und mit der von uns vorgestellten Form zu verschmelzen. Actually, the true ground of all our imaginings, whether it's samsara or nirvana, is the open potential of the mind.
Natürlich, der wahre Grund unserer aller Vorstellungen, ob das Nirvana oder Samsara ist, ist das offene Potenzial des Grundes. So when we realize that our existence is participation in the movement of creation. Das heißt, wir realisieren, dass unsere Existenz eigentlich die Partizipation an der Schaffung ist. Normally, when we say creation, it's like we're creating something. Wenn wir normalerweise Kreation, Erschaffung sagen, dann meinen wir, als ob wir etwas erschaffen würden. But this is more like a performance art, like a ballet. Aber das ist hier mehr wie eine performative Kunst, wie ein Ballett. There is the moment of the particular gestures and its relation to music. Es gibt da diese Momente, bestimmte Gesten in ihrer Beziehung zur Musik. Something is evoked. Es wird etwas evoziert. If the dancers can evoke the spirit of the ballet, it fills the stage and yet nothing is created. Wenn die Tänzer tatsächlich den Geist des Ballets evozieren können, dann füllt er die Bühne, ohne dass irgendetwas erschaffen wird. It is as if. Es ist als ob. But when it's really alive, then it is. Aber wenn es wirklich lebendig ist, dann ist es einfach. It is our belief, our giving ourselves to it that makes it true. Es ist unser Glaube, es ist unser sich dem hingeben, dass es wahr werden lässt. This double move can be in the service of limitation, or it can be in the service of liberation. Und diese Doppelbewegung, die kann im Dienste der Begrenzung sein oder im Dienste der Befreiung. If you go for a walk, each step that you take is just this. Wenn du spazieren gehst, ist jeder Schritt, den du machst, einfach das. There is the revelation of the pattern that is displayed by your posture, the angle of your head, the amount of light, and so on in this particular moment. Es gibt ja diese Enthüllung von dem, was da sozusagen durch deine Haltung, durch deine Kopfeinstellung, durch das Licht und so weiter für diesen besonderen Moment enthüllt wird. Creation after creation after creation, and yet all that is created is momentary experience. There is no establishment of any existence. Und es ist eine Schöpfung nach einer Schöpfung nach einer Schöpfung für jeden Moment, aber alles, was erschaffen wird, ist einfach die Erfahrung dieses Moments und es wird keine Existenz dadurch begründet. So then we continue still here at this stage in the form of Yamantaka. I, the wrathful Yamantaka, bring the ego. I bring it. I beat it. I beat it. I stab the enemy, this grasping ego, in the heart. I stamp on the head of the thoughts that fragment me. I kill the heart of this murderous enemy, my illusory ego. Und dann heißt es auf dieser Stufe dann, ich, der zornige Yamantaka, bringe das Ego. Ich bringe es, ich schlage es, ich ersteche den Feind, das greifende Ego am Herzen. Ich stampfe auf seinem Kopf der Gedanken, die mich fragmentieren. Ich töte diesen mörderischen Feind, mein illusorisches This is the Ego. cry of power. I, the great linking deity, or I am the deity of manifesting the connection between the open ground and manifestation. Hung Hung, das ist der Ausruf von Macht. Ich, die große verbindende Gottheit, bringe meine Wunderkraft. Ich hier. I bring forth my miraculous power. That is to say, form and emptiness, clarity and emptiness, awareness and emptiness.
Ich bringe heraus meine wunderbare Kraft. Das ist, drückt aus die Erscheinung. I am Der, here. I am here. There is a presence. Binding the enemy, I render him impotent. ich bin hier, indem ich den Feind binde, mache ich ihn impotent. Also machtlos. Ego is always trying to find a way to sit at the king's table, to be one of the leaders, if not the leader. Das Ego findet immer seine Wege, an königlichen Tafel zu sitzen und einer der Führer, wenn nicht der Führer zu sein. But here you say, I cut. As conqueror of the Lord of Death, I kill this grasping ego. Aber hier heißt es, ich schneide, als Besieger dieses Herrn des Todes töte ich das greifende Ego. Freed, the knot of grasping is cut. Befreit, der Knoten des Festhaltens ist durchgeschnitten. The knot, you take string and you tie it in a knot, and you pull it tight. This is the contraction of our sense of self. Wenn wir eine Schnur nehmen und sie in einen Knoten binden und festziehen, dann ist es diese Kontraktion des Ego selbst. We hold ourselves together. Wir halten unser Selbst zusammen. This is the burden of being an adult. Das ist die Last oder Bürde, ein Erwachsener zu sein. We have rent to pay, fuel bills to pay, water bills to pay, and so on. Wir müssen die Miete bezahlen, wir müssen den Brennstoff bezahlen, Wasser bezahlen, all das. I am holding my life together. Ich halte mein Leben zusammen. We don't have the culture or the climate for being like a sadhu in India, just sitting under a tree. Wir haben weder die Kultur noch das Klima wie in Indien, um einfach ein Sadhu zu sein, unter einem Baum zu sitzen. Someday the sadhu gets good food, someday they get no food. Und manchmal kriegen die Sadhus gutes Essen, manchmal kriegen sie überhaupt kein Essen. They have renounced the ego's desire to be in control of circumstances. Sie haben das Begehren des Egos, die Umstände zu kontrollieren, aufgegeben. But in our modern world, the more opportunities we get to control situations like having a car or computer, the more we have to follow the rules and regulations that these methods demand. Aber in unserer modernen Welt, je mehr Möglichkeiten wir haben, unsere Welt zu kontrollieren, wie zum Beispiel ein Auto zu besitzen oder einen Computer, desto mehr müssen wir uns auch den Regeln fügen, die diese Methoden verlangen. So we have to see Yamantaka is the natural radiance of the mind. Wir müssen also sehen, Yamantaka ist die natürliche Strahlkraft des Geistes. Appearing yet unborn. Erscheinend und doch ungeboren. In contradistinction, we have the ego, which appears to be born, to be something. I am. Gegenunterscheidung haben wir das Ego, das geboren zu sein scheint, also sagt, ich bin. But this is a phantom birth. Aber das ist eine Phantomgeburt. Like a phantom pregnancy. Wie eine Phantomschwangerschaft. It is as if there is something there. Es ist so, als ob da etwas wäre. But when you try to grab hold of the ego and say, who are you? Who are you? Whoever you want me to be. Und wenn du aber versuchst, das Ego zu ergreifen und es anschreist, wer bist du, dann wird es dir sagen, was immer du von mir willst. I'm interested in my own continuity. Woran ich interessiert bin, ist meine eigene Kontinuität. I'm shameless. I'll pretend. Ich bin schamlos. Ich werde alles vorgeben. Some of us have talked of these things before. After the Cultural Revolution in China,
Wir haben darüber schon vorher gesprochen. Nach der Kulturrevolution in China, where are the red guards who did all the damage? wo sind denn diese roten Garden, die diesen Schaden zugefügt haben? After the Second World War, where all the murder squads and people in charge of the camps most escaped? Nach dem Zweiten Weltkrieg, all diese Mörderbrigaden und die Leute, die die Lager beaufsichtigt haben, die sind alle irgendwo verschwunden. Yeah, they showed us the nature of the ego. Die zeigen uns die Natur des Ego. The ego says, hey, I want to win. Das Ego sagt, ey, ich möchte gewinnen. Now, if you hear that, I want to win, it means I don't want to lose. Und wenn du das hörst, ich will gewinnen, dann bedeutet das, ich will nicht verlieren. So if the situation is getting bad, you won't find me. Wenn die Situation also schlecht wird, dann wirst du mich nicht finden. So the ego is also an illusion, but it's a dull, stupid illusion pretending to be real. Also auch das Ego ist natürlich eine Illusion, aber es ist eine dumpfe, stupide Illusion, die vorgibt, real zu sein. So Yamantaka, the bright illusion, is dissolving the dark, dull, stupid illusion. Yamantaka, die strahlende Illusion, löst die dunkle, idiotische Illusion auf. If you want to understand this, you have to gradually enter into a tantric practice, and you have to, in particular, observe your own mind. Wenn du das verstehen willst, musst du graduell in die tantrische Praxis eintreten und dann deinen eigenen Geist beobachten. When you see that there is a situation where you say, I am angry, Wenn du siehst, dass es da eine Situation gibt, wo du sagst, ich bin zornig, and you look very clearly, und du schaust sehr klar, the energy of anger is arising, und die Energie des Zorns kommt auf, but there's no one driving it forward. aber es gibt niemanden, der sie vorwärts treibt. There is no one who is actually angry. Es gibt da niemanden, der tatsächlich zornig ist. Anger manifests without an owner, Der Zorn manifestiert sich ohne einen Besitzer, without a maker. ohne einen Macher. It arises due to causes and conditions. Er steht aufgrund von Ursachen und Bedingungen. If you really see this, then see, oh, the story, I did it, I feel this, is an unnecessary addition. Wenn du das sehen kannst, dann wirst du erkennen, dass die Geschichte zu sagen, ich habe es gemacht, ich war es, eine unnötige Hinzufügung On ist. page 189 in the English version, we shift now in our identification. Auf der Seite 189 in der englischen Ausgabe verschieben wir jetzt unsere Identifikation. This is also a feature that you find in many tantric texts where you become the deity, then you're offering to the deity, and it's not a fixed thing. Das ist eine Eigenschaft vieler tantrischer Praktiken, dass man zur Gottheit wird, aber dann der Gottheit opfert. Es ist nichts Fixiertes. You're not like a refugee trying to get citizenship of some safe country. Das ist nicht so, als ob du ein Flüchtling wärst, der versucht, die Bürgerschaft eines sicheren Landes zu bekommen. You're not going from one fixed identity to another, but better fixed identity. Es ist nicht so, dass du von einer fixierten Identität zu einer anderen, wenn auch besseren fixierten Identität gehst. The pliable, flexible possibility of taking this form and this form and this form. This is the basis of freedom.
Das ist die weiche, flexible Möglichkeit, verschiedene Formen anzunehmen, von einer Form zur nächsten. Und das ist die Basis von Freiheit. I am not the illusory forms I show, Ich bin nicht die illusorischen Formen, die ich zeige, but this doesn't mean I'm in bad faith. aber das heißt nicht, dass ich unglaubwürdig bin. The authenticity of the display is not determined by my identification with it, Die Authentizität der Schau ist nicht authentifiziert durch die Identifikation damit, by it being in the compassionate service of others. sondern durch ihr mitfühlendes Dienen den anderen. So in order to crush the ego, we become Yamantaka. Um das Ego zu zerstören, werden wir zu Yamantaka. We are not really Yamantaka. Wir sind nicht wirklich Yamantaka. We are not really anything. Wir sind nicht wirklich irgendetwas. Reality means things, substances, existences, and everything is illusion. Realität bedeutet Dinge, Substanzen, Existenzen, aber alles ist eine Illusion. Illusion means appearance and emptiness. Illusion bedeutet Erscheinung und Leerheit. Although it's empty, it still appears. Obwohl es leer ist, erscheint es. You have to take this and massage it into you again and again and again until you really see, oh, it's true. Und du musst das nehmen und in dich hineinmassieren, wieder und wieder, bis du sehen kannst, oh ja, das ist wirklich wahr. So now we are addressing Yamantaka as if he was other. Jetzt adressieren wir Yamantaka, als ob ein anderer wäre. We say, great Yidam, winking deity Yamantaka, come to this place. Wir sagen, großer Yidam, Yamantaka, kommt zu diesem Platz. Due to inhabiting this swamp arising from samsaric activity, I exist as a leather pouch full of the 5 poisonous afflictions and their activities. Aufgrund des Bewohnens dieses Sumpfes, der aus samsarischer Aktivität entsteht, existiere ich als ein Ledersack voller giftige Plagen und ihrer Aktivitäten. That is to say, having been in samsara a long time, I am so used to the idea of being an entity. Mit anderen Worten, indem ich so lange schon in Samsara war, bin ich daran gewöhnt, mich als eine Entität zu sehen. That this skin bag, this pouch seems to wrap me inside. Dass dieser Hautsack aus diese Tasche aus I'm Haut full of these 5 poisons. scheint mich einzuhüllen und ich bin voller dieser 5 Gifte. I am equals toxic. Ich bin egotoxisch. Not really toxic, but Nicht, functionally toxic. nicht wirklich toxisch, aber funktionell toxisch. Giftig. So we say, Yamantaka, quickly, quickly, you must immediately destroy all self-cherishing. Und deswegen sagen wir dann, Yamantaka, schnell, schnell, du musst alle Selbstwertschätzung schnell zerstören. Self-cherishing is an activity. Selbstwertschätzung ist eine Aktivität. It's not something that exists. It's something that manifests performatively. Es ist nicht etwas, was existiert, sondern es ist etwas, was sich performativ zeigt. The maintenance of the idea of self requires thoughts, feelings, sensations. Die Aufrechterhaltung der Idee eines Selbst erfordert Gedanken, Empfindungen, Gefühle. When you are a child, maybe you have a holiday by the sea. Als du als Kind warst, hast du vielleicht Ferien
am Meer verbracht. And if you are lucky, you get a little plastic bucket and a plastic spade. Und wenn du Glück hattest, hast du auch ein kleines Plastikeimerchen und einen kleinen Spachtel bekommen. And you learn that with your little spade, you can fill the bucket. Und du lernst, dass du mit deiner kleinen Schaufel den Eimer füllen kannst. Then you see what the bigger kids do. They turn the bucket upside down. Dann siehst du, was die größeren Kids machen. Die drehen nämlich den gefüllten Eimer um. And you do that. Und dann machst du es auch. And gradually you make your little creation, Allmählich steht da deine kleine Schöpfung, my castle. mein Schloss. And if you are fortunate enough to have a loving sibling, Und wenn du glücklich genug bist, ein liebendes Geschwister zu haben, they will come and jump on it. dann werden die auf dieses Schloss springen And you will cry. und du wirst weinen. You ruined my castle. Du hast mein Schloss kaputt gemacht. So interesting. Das ist so interessant. The sand is on the beach. Sand ist auf dem Strand. Maybe the bucket is mine and the spade is mine, but the sand is not mine. Vielleicht ist der Eimer und das Spaten meins, aber der Sand gewiss nicht. But my castle is destroyed. Aber mein Schloss wurde zerstört. You had no castle. Aber du hattest kein Schloss gehabt. And if your kind sibling did not destroy it, anyway, the waves are going to come in and wash it down. Und selbst wenn dein gütiges Geschwister das nicht zerstört hätte, würden die Wellen kommen und das wegwaschen. What is destroyed is the idea of the castle. Was zerstört wurde, ist die Idee des Schlosses. There was no castle Es gab kein Schloss, except in your mind. außer in deinem Geist. So this is exactly the same here. Und das Gleiche genau ist auch hier. What is to be destroyed is the process of developing the delusion of a self. Was zerstört wird, ist der Prozess der Entwicklung einer Illusion des Selbst. You're cutting the root of the activity because why put all this energy into making something which is firstly not there and secondly acts as an obscuration. Wir schneiden da die Wurzel dieser Aktivität durch, denn warum sollte man all diese Energie in die Erschaffung von etwas stecken, das erstens nicht da ist und zweitens auch noch Hindernisse und Verdunklungen schafft? So we've been asking Yamantaka to do this for us. Wir haben jetzt Yamantaka gebeten, das für uns zu machen. Now we are speaking to Yamantaka from ourselves. Und jetzt sprechen wir zu Yamantaka von uns aus. And we say, although immersed in the misery of the three lower realms, I still run after the cause, never feeling I have had enough. Wir sagen, obwohl ich im Elend der 3 niederen Bereiche vertieft bin, renne ich immer noch nach der Ursache und habe I'm nie living genug. in suffering. Ich lebe in Leiden. All around me, I see people suffering. Um mich herum sehe ich Leute leiden. Nobody seems to be completely relaxed and happy. Niemand scheint wirklich vollständig entspannt und glücklich zu sein. Now I learn a little bit about the Dharma and I see that the cause of this suffering is attachment. Und jetzt habe ich etwas über den Dharma gelernt und sehe, dass die Ursache dieses Leidens Anhaftung ist. This is still just an idea for me Aber das ist für mich immer noch eine Idee, because I still have this feeling of hunger, of need. denn ich habe immer noch das Gefühl von Hunger, von Bedürftigkeit. And so I go running after more. Und so renne ich nach mehr. So we say to Yamantaka, stamp on the head of these thoughts that fragment me. Und so sagen wir zu Yamantaka, stampf auf diesem Kopf der Gedanken, die mich fragmentieren. For example, maybe you drink a lot of alcohol. Zum Beispiel kann es sein, dass du eine Menge Alkohol trinkst.
You have some tests and they say you have beginning cirrhosis of the liver. Du hast da vielleicht einige Tests und dann sagen sie dir, du hast eine beginnende Leberzirrhose. The doctor says, don't drink. Der Arzt sagt, trinke nicht. But I'm used to drinking. I want to drink. Aber ich bin daran gewöhnt zu trinken. Ich möchte trinken. The drink is killing me, Das Trinken tötet mich and the drink is making me happy. und das Trinken macht mich glücklich. Which voice will I listen to? Zu welcher Stimme werde ich zuhören? I'll have a drink. Ich werde mal einen I trinken. want to. I need it. Ich möchte, ich brauche es. Which bit of you needs it? Welcher Teil von dir braucht es? Oh, my tongue needs it. Meine Zunge braucht es. Okay, I'll try drinking and spitting it out. Ich versuche mal zu trinken und es auszuspucken. But I want to get drunk. Aber ich möchte gerne betrunken werden. And in order to feel a little drunk, I harm my own liver. Und um mich ein bisschen betrunken zu fühlen, beschädige ich meine Leber. Now, the ego has the same problem. The ego is addicted to excitement, experience, thoughts, feelings, and so on. Das Ego hat das gleiche Problem. Das Ego ist süchtig nach Aufregung, Erfahrung, Gedanken und so weiter. Our mind itself, our basic awareness, has no need of these things. Unser Geist selbst, unsere grundlegende Bewusstheit braucht diese Dinge nicht. Our awareness, our basic presence, which is here, is not made out of any particular thoughts. Unsere Bewusstheit, unsere grundlegende Präsenz, die da ist, wird nicht aus irgendwelchen bestimmten Gedanken hervorgebracht. Thoughts and feelings come and go. Gedanken und Gefühle gehen und kommen und gehen. Even if we like a particular thought or feeling, we can't hang on to it. Selbst wenn wir einen bestimmten Gedanken oder ein bestimmtes Gefühl mögen, können wir nicht daran festhalten. If another thought is horrible, it's going to go anyway. We don't need to put it away. Wenn ein anderer Gedanke furchtbar ist, wird es sowieso vergehen. Wir brauchen es also nicht wegdrängen. So, no aversive pushing away, no desperate hanging on, because everything is impermanent. Kein aversives Wegdrängen, kein verzweifeltes zu sich ziehen wollen, denn alles ist ohnehin vergänglich. If we study and we do the practice and we look at ourselves, we know, this is true. Everything is impermanent. Wenn wir studieren und wenn wir wirklich unsere Praxis machen, dann wissen wir genau, das ist wahr, alles ist unbeständig. But I want that, Aber ich will es, but it's impermanent. aber es ist unbeständig. Like smoking a cigarette. Wie wenn wir eine Zigarette rauchen. As soon as you light the cigarette, it's moving towards its death. Und sobald wir die Zigarette anzünden, geht sie schon ihrem Tod entgegen. The cigarette is killing you and you are killing the cigarette. Die Zigarette tötet dich und du tötest die You give the Zigarette. cigarette life by lighting it, Du gibst der Zigarette Leben durch das Anzünden and every puff you take, it's moving towards death. und mit jedem Zug geht sie dem Tod entgegen. I want to spend my life with this vanishing thing. Ich möchte gerne mein Leben mit diesen verschwindenden Dingen verbringen. In fact, the power of the cigarette is its vanishing. In der Tat ist die Macht der Zigarette gerade ihr Verschwinden, The ephemeral, das Ephemere, ungraspable. Ungreifbare. It's like falling in love with love. Es ist wie sich in die Liebe zu verlieben. You fall in love with a person, it may not last. Wenn du dich in eine Person verliebst, könnte sein, dass es nicht bleibt. But you fall in love with love, or you can keep chasing that and projecting it onto endless numbers of people. Aber wenn du dich in Liebe verliebst, dann kannst du fortfahren, das zu jagen und dich in eine endlose Anzahl von
auf eine endlose Anzahl von Leuten projizieren. So this is why we are saying to Yamantaka, hey, I need your help. Das ist der Grund, warum wir zu Yamataka sagen, hey, ich brauche deine Hilfe. Because although I know this is toxic, I still keep drinking the poison. Denn obgleich ich weiß, dass es giftig ist, fahre ich fort, dieses Gift zu trinken. Kill the heart of this killer enemy, the ego I believe in. Töte das Herz dieses tötenden Feindes, des Egos, an das Kill ich the glaube. heart of this killer cigarette, the cigarette I believe in. Töte das Herz dieser tötenden Zigarette, der Zigarette, an die ich glaube. In the place of ego, you could put money, you could put fame, pornography, all kinds of things, because we believe in things which will destroy us. Und an die Stelle von Ego können wir alle möglichen Dinge einsetzen, wie Geld, Pornografie, was immer es ist, woran wir glauben und was uns zerstören wird. When the ego is hungry, it will eat dog shit. Wenn das Ego hungrig ist, wird es sogar Hundescheiße essen. Because it is addicted to experience. Denn es ist süchtig nach Erfahrung. So if we observe this about ourselves, then we see, oh, yes, I need your help to destroy this tendency arising in me. Wenn wir das für uns beobachten, dann werden wir sehen, ich brauche deine Hilfe, um diese in mir aufkommende Tendenz zu zerstören. The tendency is not real. Die Tendenz ist nicht real. Nothing is actually being killed except the illusion that the impulse should be believed in. Nichts wird tatsächlich getötet, außer der Illusion, dass man an den Impuls glauben muss. So now we have a whole series of verses from the point of view of the ego. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Versen vom Standpunkt des Ego. I have great desire for quick results, yet I put little effort into my practice. And although I engage in many activities, none of them ever comes to completion. Ich habe große Begierde nach schnellen Resultaten und doch bringe ich nur wenig Anstrengung in meine Praxis und obgleich ich viele Aktivitäten vertiefe, Describing ways in which we get lost. Kommt keine zur Vollendung. Das beschreibt die Art und Weise, wie wir verloren gehen. So it says, stamp on these thoughts which fragment me. Und dann heißt es, stampfe auf den Kopf dieser Gedanken, die mich fragmentieren. I have great desire for happiness, yet I do not gather the virtues which are its cause. And although I am only able to endure a little suffering, my mind is full of great ambitions. Ich habe großes Begehren für Glück und doch sammle ich nicht die Tugend, dessen Glück ist. Und obwohl ich nur wenig Leiden ertragen kann, ist mein Geist voller Ambitionen, große Ambitionen. I cheat myself. Ich betrüge mich selbst. I pretend. Ich tue so. I want magic. I want things to arrive without effort. Ich möchte Magie bekommen. Ich will Dinge ohne Anstrengung. Although in the path of Dzogchen, which is what we will look at in the future meeting, we talk about instantly arising and effortless. Obwohl wir auf dem Pfad des Dzogchen, und das werden wir im nächsten Treffen anschauen, wir von sofort und mühelos Aufkommen sprechen. As long as your habit of identifying with the ego nexus, the ego positioning is strong, you are going to have to struggle not to be carried away by this strong sense of identification. Solange dieser Nexus des Ego, diese Gewohnheit stark ist, werden wir stark damit kämpfen müssen, nicht davon getragen zu werden. There's no solid reality in these factors. Diese Faktoren besitzen keine feste Realität.
But when the wind is strong, it roars through the sky, it blows down trees, takes the roof off houses. Aber wenn der Wind stark ist, dann dröhnt er durch das Tal, durch die Bäume und entblößt die This Dächer wind von has no Häusern. defined shape, Dieser Wind hat keine definierte Gestalt, but it has force. aber es This hat is like a Kraft. thought, like an emotion. Es ist wie ein Gedanke, wie eine Emotion. Yeah, impactful. Sehr wirkungsvoll. So we say, Yamantaka, you have the power. Please destroy this. Wir sagen also, Yamantaka, du hast die Macht, bitte zerstör das. I make a great fuss of my new friends, but soon desert them shamelessly. I have a great desire for food, so I go out looking for chances to rob and steal. Ich mache großen Aufhebens von meinen neuen Freunden, aber bald werde ich sie schamlos verlassen. Ich habe große Begierde nach Nahrung und so gehe ich raus und We're schaue nach not saying Chancen. this in order to blame ourselves, but each of these verses is exposing the structure of the ego self. Schaue ich nach Chancen zu rauben und zu stehlen. Wir sagen das nicht, um uns zu beschuldigen, sondern um einfach die Struktur des Ego selbst zu erkennen. We make a new friend, we're really interested to see them, but then something happens and we don't call them. Wir machen neue Freundschaften, sind interessiert, die Leute zu sehen, aber dann geschieht irgendwas und dann rufen wir nicht mehr an. Just as the wind is unreliable, so these ego formations are fickle, unpredictable. So wie Wind unzuverlässig ist, sind auch diese Ego-Formationen unbeständig und unvorhersagbar. We talk as if we were stable, grounded, reliable, but we are not. Wir reden so, als wären wir stabil, verwurzelt, verlässlich, aber wir sind es nicht. So he goes on to give more examples. I won't go through each of them because they're very clear. Und dann geht es hier Yeah. weiter. Sorry, on you go. Hier gibt es dann weitere Beispiele, die er gibt, aber ich werde sie nicht alle durchsprechen, weil sie ziemlich klar sind. And these verses, which all have the same structure, are pointing to the internal contradictions we carry. Und diese Verse, die alle dieselbe Struktur aufweisen, zeigen alle auf die internen Widersprüche, die wir in uns tragen. It's not just that self and other are divided and separated. Es ist nicht so, dass das Selbst und die anderen getrennt und separat sind. But we separate inside ourselves. We have little self-states or ego islands, each of which is claiming autonomy and having its own voice. Sondern es sind wir selbst, die diese Teilung vornehmen und solche Selbstzustände haben, wie kleine Inseln, von der jede mit ihrer eigenen Stimme ihre Autonomie behauptet. Because these voices each want to be the queen or the king. Denn jede dieser Stimmen möchte Königin oder König sein. They don't want to listen to the others. Möchten sie den anderen nicht zuhören. I'm the boss, I'm in charge. Ich bin der Boss, ich bin verantwortlich hier. And because a part, an aspect of yourself is speaking on behalf of the whole of you, you find yourself being pulled into these difficult situations. Weil ein Konzept oder ein Teil von uns so spricht, als ob es für das Ganze sprechen würde, finden wir uns in all diesen schwierigen Situationen wieder. We need to know what we're up to. Wir müssen also wissen, woran wir We dran need sind. to Mit know how uns. we cheat ourselves. Wir müssen die Wege kennen, auf denen wir uns selbst betrügen. So it's very useful to read these verses slowly and maybe write some notes, think about your own life, think about how these different aspects of yourself try to avoid detection by the other parts so they can push forward and get what they want. Und dann ist es sehr nützlich, diese Verse langsam zu lesen, vielleicht ein paar Notizen zu nehmen über unser eigenes Leben,
nachzudenken und herauszufinden, wie Teile von uns versuchen, von anderen Teilen nicht gesehen zu werden, um ihre eigene Agenda durchzudrücken. Because what they are pointing to is the quality of entitlement. Worauf es hier hinweist, ist die Qualität von sich berechtigt fühlen. When we feel entitled, then we should have it, and therefore it must happen. Wenn wir denken, etwas steht uns zu, dann denken wir müssen das haben und deswegen muss irgendwas geschehen. In this magical thinking avoids consideration of cause and effect. Und dieses magische Denken vermeidet die Betrachtung von Ursache und Wirkung. So I will lie and cheat in order to create a situation where I can get what I want without making the effort that would be normal to achieve it. Ich werde also auch lügen und betrügen, um eine Situation zu erschaffen, wo ich das bekommen kann, was normalerweise eine gewisse Mühe verlangen würde, um es zu bekommen. So he describes situation after situation in which the left hand doesn't know what the right hand is doing. Beschreibt also Situation nach Situation, solche Situationen, in denen die linke nicht weiß, was die rechte Hand This is tut. something very, very powerful. Das ist etwas, was sehr mächtig ist. If we want to see clearly, if we want to have the wisdom eye, we have to recognize these various games that the ego plays. Wenn wir klar sehen wollen, wenn wir das Weisheitsauge haben, dann müssen wir ganz klar auch die Spiele kennen, die das Ego spielt. The ego is not concerned with honesty Es ist nicht ein Anliegen des Ego, ehrlich zu sein, because structurally it is dishonest, denn es ist strukturell unehrlich, because it's a lie. denn es ist ja selbst eine Lüge. We are present, we are vital here, alive, Wir sind gegenwärtig, wir sind vital hier am Leben, but we are ungraspable. We are not a thing. aber wir sind ungreifbar und kein Ding. The ego is the delusion of thingness. Das Ego ist die Täuschung der Dinghaftigkeit. I exist. Ich existiere. This statement is a lie. Diese Behauptung ist We are eine present, Lüge. Wir sind but gegenwärtig, how we are present depends on circumstances. aber in die Art und Weise, wie wir präsent sind, hängt von den Pure Umständen ab. presence or open presence is just unformed availability. Reine Präsenz, offene Präsenz ist einfach eine Form der Verfügbarkeit. When this presence becomes present, when it manifests into the field of display with others, then it takes on particular formations. Wenn diese Gegenwärtigkeit tatsächlich präsent wird, wenn sie sozusagen sich in dem Feld manifestiert, dann bedarf sie bestimmter Formationen. So, when we see that we have been protecting this imposter, as he describes it before, this person who has been imitating me, then, oh, I have a choice. I can turn towards the light, or where my identity is translucent, like a reflection in a mirror, or I can turn to the dark, where I seem to exist as something solid and fixed. Wenn wir also diesen Betrüger, diesen Vorgeber erkennen, dann können wir sehen, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Wir können uns dem Licht zuwenden, wo wir wie in einem Spiegel eine durchsichtige Gestalt annehmen, oder wir können uns der Dunkelheit zuwenden, wo unser Ego eine feste Identität annimmt.
So on page 211, he says, oh, this is sorrow, this is misery. You are the one who subdues the troublesome demon of belief in a real inherent identity. You are the intrinsic mode of the Buddha's mind, full of strength, force, and power. You will wield the skull-headed club, the weapon of original knowing, free of belief in autonomous entities. Swing it thrice around your head without hesitation. With your fearful presence, please kill this enemy. Dann heißt es hier in der englischen Ausgabe auf Seite 211, oh, das ist leidvoll. Du bist doch derjenige, It begins Emma. du bist doch derjenige, der Jumbo, Jumba. die Dämonen, die Schwierigkeiten verursachen, des Glaubens an eine real innewohnende Identität unterwirft. Du bist der innewohnende Modus des Buddhas, Geist, voller Kraft, Stärke und Macht. Du hältst den mit einem Schädel geschmückten Stock, die Waffe des ursprünglichen Wissens frei von Glauben an autonome Entitäten. Bitte schwinge es dreimal über deinem Kopf, So ohne we're jedes calling Zögern. on Yamantaka as the enlightening presence of the Buddha's wisdom to shine deeply into this heart of darkness and expose the delusion of some substantial ego. Deine erschreckende Präsenz, bitte töte diesen Feind. Das heißt, wir rufen hier Yamantaka an und bitten ihn mit seiner strahlenden Präsenz tief in die Dunkelheit dieses scheinbar festen Egos hineinzuleuchten. He says, with your great compassion, protect me. You must destroy this ego fully. In einem großen Mitgefühl, bitte beschütze mich. Du musst dieses Ego vollständig zerstören. I want you to pile up all the troubles of samsara, every difficulty, and crush it. Ich möchte, dass du alle Schwierigkeiten des Samsara, jede einzelne auftürmst und sie zerschmetterst. And then it says, in this way, the root of all effort is clearly revealed by my own unfailing awareness. Dann heißt es, in dieser Weise ist die Wurzel aller Schwierigkeiten. That is to say, by recognizing the root of your obscuration and confusion, you get some benefit. Das heißt, indem du die Wurzel aller Verwirrung und Schwierigkeiten erkennst, wirst du einigen Nutzen A haben. traditional example for this is a cataract. Typisches Beispiel traditionell ist ein Katarakt. Often as people get older, the eye starts to cloud over. Wenn die Leute älter werden, beginnen sich die Augen zu trüben. This is not coming from outside, it's arising from inside. Das kommt nicht von außen, das kommt von innen. And it makes accurate visual perception impossible. Und das macht die genaue Sichtwahrnehmung unmöglich. The cataract can be removed. Aber ein Katarakt kann beseitigt werden. So this is what I'm saying, is that when these formations of ignoring the truth are separated, when I no longer identify with them and invest them as if they were me, Das ist dann also heißt, all diese Formationen des Ego separiert werden und identifiziert werden als nicht etwas, was zu mir gehört, then the cataract is removed and I can see clearly. dann wird das Katarakt beseitigt und ich kann klar sehen. This cataract was not something someone did to me. Und dieser Katarakt war nicht etwas, was is jemand a anders kind mir of angetan hatte. Thickening, which creates obscuration. Es ist eine Verdichtung, die Verdunklung erschafft.
Other examples are verdigris, this green color that arises on the surface of copper, Andere Beispiele sind zum Beispiel Grünspan, der auf der Oberfläche von Kupfer erscheint, or rust, which arises on the surface of iron, oder Rost, der auf der Oberfläche von Eisen erscheint. not if you don't think in a Western science way that you might have learned at school, it is as if this is emerging out of the metal. Wenn man jetzt also die wissenschaftliche Sichtweise beiseite lässt, die man in der Schule gelernt hat, ist es so, als ob es aus dem Metall aufkommen würde. In this way, ignorance arises out of the mind. Diese Weise erscheint Ignoranz aus dem Geist Obscuring the mind, und verdunkelt diesen Geist. and yet it's not different from the mind. Und doch ist sie nicht verschieden vom Geist. When you see that the obscurations is in fact just the energy of the mind, but somehow thickened, Wenn du siehst, dass die Verdunkelung nichts anderes ist als Energie des Geistes, aber irgendwie verdichtet, and it thickens by being believed in, und das verdichtet sich durch den Glauben daran, then this belief acts as a kind of wedge that separates the actual ground from its product or its display, which is then taken to be some self-existing entity. und dann ist dieser Glaube so eine Art Spaltkeil, der diese Erscheinung von seinem eigenen Grund separiert und dann diese abgetrennte Sache dann für eine selbstexistente Entität hält. So then he says, now with this understanding, I can see that all troubles arise from the single source of ego cherishing. Jetzt sagt er, jetzt mit diesem Verständnis kann ich verstehen, dass all diese Schwierigkeiten aus der Wertschätzung, Selbstwertschätzung des Egos That is hervorgehen. to say, making my own ego formation of primary importance. Und dann Worten die eigene Ego-Formation von primärer Wichtigkeit zu machen. So again, he repeats the importance of applying an antidote to this. Also auch hier wiederholt er die Wichtigkeit, ein Gegenmittel anzuwenden. All that others dislike, I will take onto me. Alles, was die anderen nicht mögen, ich werde es auf mich nehmen. And all the virtues that could bring me happiness, I will dedicate to other beings. Und all die Tugenden oder Verdienste, die mir Glück bringen konnten, werde ich den Wesen widmen. Now, I don't do this because I'm a wonderful person, Und ich mache das nicht, weil ich so eine wunderbare Person bin, but because I become aware of all the kindnesses that these beings have done for me in the past. sondern ich mache das, weil mir die Güte bewusst wurde, die diese Wesen mir erwiesen haben in der Vergangenheit. Take up the idea that in all our many past lives, we have had mothers who have taken care of us, made many sacrifices for us. Wir nehmen die Idee auf, dass wir in vielen, vielen verschiedenen vergangenen Leben diese Wesen als Mütter hatten, die viele Dinge für uns getan haben und sich für uns aufgeopfert haben. And therefore, I approach the world as a debtor. Und daher nähere ich mich der Welt als ein, der etwas I'm in schuldet. debt to all sentient beings, Ich habe allen Wesen gegenüber eine Schuld. to the birds, to the worms, to the people in hells. Den Vögeln gegenüber, den Würmern gegenüber, den Leuten in den They Höllen have gegenüber. helped me. Die haben mir alle mal geholfen. They have taken care of me. Die haben alle für mich gesorgt. But I don't care. I just look after myself. Aber ich kümmere mich nicht. Ich schaue einfach nach mir selbst. Now, in Buddhism, they say that compassion is
an aspect of skillful means. Und im Buddhismus wird gesagt, dass Mitgefühl ein Aspekt der geschickten Methoden ist. Because the skillful means dissolves the citadel, the castle of the ego. Die geschickten Methoden lösen die Festung, das Schloss des Egos Now you auf. might think, oh, how can I believe every creature has been my own mother? Können wir uns natürlich fragen, wie kann ich denn daran glauben, dass jedes Wesen mal meine Mutter war? This doesn't make sense. Das macht doch keinen Sinn. But that kind of doubting position is not very helpful. Aber diese Art von zweifelnder Position ist nicht sehr hilfreich. Because we have a task, which is to free ourselves from limitation. Denn wir haben hier eine Aufgabe und das ist, uns selbst von der Begrenzung zu befreien. So with this kind of practice, and even more if you enter into tantric practice, you're entering into the theater of Dharma. Also mit dieser Art von Praxis und noch mehr, wenn wir tantrische Praxis machen, betreten wir das Theater des Dharma. In the theater, everything is illusion. Im Theater ist alles Illusion. Illusions arise and then pass. Illusionen kommen auf und vergehen. If you believe in them, they take on the truth. Wenn du in sie glaubst, dann nehmen sie die Gestalt von Wahrheit The auf. truth of your belief. Das ist die Wahrheit deines Glaubens. So in order to dissolve the intense belief you have in your own autonomy and independence and personal validity, Also die intensiven Glauben aufzulösen, den du hast in deine persönliche Autonomie, Unabhängigkeit und Gültigkeit, which acts as a kind of sealant around me, that gives me this separated sense of self. und die wirkt wie eine Art Versiegelung um mich herum, die mir das Gefühl eines separaten Selbst vermittelt. Opening my mind to the thought that all beings in all the realms have been my mother, have been kind to me, fed me, cleaned me, taught me, and so on. Öffne ich meinen Geist dem Gedanken gegenüber, dass all die Wesen überall einmal meine Mutter waren, für mich gesorgt haben, mich gefüttert, gesäubert haben. I have not repaid this kindness. Und diese Güte habe ich nicht zurückgezahlt. There is a rope connecting me to all beings, which is my debt for them, my debt to them. Da gibt es ein Seil der Verbindung zu all den Wesen und der besteht in meiner Schuld ihnen gegenüber. So if I hold this in mind, especially if I hold it in my heart with some feeling, then how terrible it would be to turn my back on beings. Wenn ich das in meinem Geist halte, insbesondere wenn ich es wirklich in meinem Herz halte, wie furchtbar wäre es dann, meinen Rücken den Wesen zuzukehren. And to think, me first, my needs are most important. I'm not concerned about them. Und wir könnten sagen, ich zuerst, meine Bedürfnisse sind die wichtigsten, ich kümmere mich nicht um die anderen. Not only would that be painfully, bitterly selfish and oh, I don't want to be like that. Nicht nur wäre das bitter und schmerzhaft selbstisch, ich will nicht so sein. I would be returning their kindness with rejection. Ich würde ihre Güte mit Ablehnung zurückvergelten. Not only that, but it's stupid. Und nicht nur das, sondern es ist einfach auch dumm. I exist as me. Ich existiere als ich. This is nonsense. Das ist Nonsens. No gratitude for the air we breathe. Keine Dankbarkeit für die Luft, die wir atmen. No gratitude for the water we drink. Keine Dankbarkeit für das Wasser, das wir trinken. For the roads and pathways of the world, for the food that's provided by the effort of others.
für die Wege und Straßen der Welt, für das Essen, das die anderen für uns bereitstellen. The clothes and shoes we wear are made by others. Die Kleidung, die Schuhe, die wir tragen, werden von anderen gemacht. In order to be me, I need you. Um ich zu sein, brauche ich dich. Of course, I can blind myself to this. Ich kann mich natürlich blind machen gegenüber dieser Tatsache. I can say, oh, look at this new shirt. I chose it. This is the one I want. Wir können sagen, guck mal, mein neues Hemd, habe ich ausgesucht. Das ist das eine, das ich haben will. Now I bring the attention onto me and my good taste, my wonderful choice. Jetzt bringe ich die Aufmerksamkeit auf mich, auf meinen guten Geschmack, auf meine wunderbare Auswahl. And in that intoxication, it is as if nobody else has been involved in making this garment for me. Und in meiner Berauschung ist es so, als ob überhaupt niemand anders involviert gewesen wäre in die Herstellung dieser Kleidung. So again and again, we have to see that many of these reflections and concepts involved in the Dharma, they are like a kind of massage. Wir müssen also wieder und wieder sehen, dass viele von diesen Ideen und Konzepten, die im Dharma da sind, eine Art Massage sind. It's as if the Buddha is a master of shiatsu. Das ist so, als ob der Buddha ein Shiatsu-Meister wäre. He can see the points that need to get some pressure in order to release the tension. Er kann die Punkte sehen, die ein bisschen Druck brauchen, damit sie die Spannung loslassen können. We, each of us connected here today, will probably be tensing in different places. We'll have different kinds of sensitivities, different kind of beliefs that we formulate our life around. Wir alle, die wir hier heute zusammen sind und verbunden sind, werden vermutlich an verschiedenen Orten unsere Empfindlichkeiten haben und Arten und Weisen haben, wie wir uns anspannen. And he then points to something very profound. He says, all that sentient beings with their body, speech, and mind have done in the 3 times, I take upon myself. Und dann verweist er auf etwas sehr Tiefgründiges. Alles, was die fühlenden Wesen mit ihrem Körper, Rede und Geist gemacht haben, in den 3 Zeiten, nehme ich auf mich. I take their limitations, their fears, their anxieties, their worries, their sicknesses. Ihre Begrenzung, ihre Ängste, ihre And Taten. now he links this back to the image he had at the beginning of this text. Und dann verknüpft er das mit dem Bild, das er am Anfang des Textes verwendete. He says, just as the peacock becomes more radiant from taking poison, may I be able to use their afflictions as an aid to enlightenment. Er sagt, so wie der Pfau, der Strahlende wird durch Giftaufnahme, möge ich diese ganzen Plagen als eine Hilfe zur Erleuchtung verwenden. How do we do this? Wie machen wir das? By seeing the actual nature of these poisons. Indem wir die tatsächliche Natur dieser Gifte sehen. In the tantric tradition, the 5 poisons are revealed as the 5 wisdoms or original knowings, the radiance of the Buddha's mind. In der tantrischen Tradition werden diese 5 Plagen, diese 5 Gifte als die 5 ursprünglichen Weisheiten oder ursprünglichen Formen des Wissens der Strahlkraft des Buddhas From the Geistes 5 poisons gesehen. come the 5 Buddha families. Und aus diesen 5 Giften kommen die 5 Buddha-Familien. What is a Buddha? Was ist ein Buddha? A Buddha is a sentient being who is awakened. Ein Buddha ist ein fühlendes Wesen, das erwacht ist. You wouldn't be a sentient being without the 5 poisons. Ohne die 5 Gifte wärst du aber kein fühlendes Wesen. The unpurified 5 poisons lead you to be a sentient being. Die ungereinigten 5 Gifte lassen dich ein fühlendes Wesen sein. When you see the intrinsic purity of the 5 poisons, then the path to Buddhahood opens.
Und wenn du die innewohnende Reinheit dieser 5 Gifte siehst, dann öffnet sich der Pfad des Buddha. So if you have an object of desire, a person, a thing in the world, Wenn du also ein Objekt der Begierde hast, eine Person, ein Ding in der Welt, I see you as special. I want you. ich sehe dich als besonders, ich will dich. If you stay with all that we have been looking at here, Wenn du damit this verweist, means was wir besprochen haben, in love with what I imagine you to be. dann bedeutet das, dass ich verliebt bin in etwas, was ich mir in dir vorstelle. Not everyone loves you. Nicht jeder liebt dich, I love you. aber ich liebe dich. I might think that's because I see who you really are, who you truly are. Wir könnten denken, dass das daran liegt, dass ich sehen kann, wer du wirklich bist, But wahrhaft this bist. text would be saying, nobody is really anything. Aber dieser Text würde sagen, aha, niemand ist wirklich irgendetwas. I love you because I'm good at imagining you are lovable. Ich liebe dich, weil ich gut darin bin, mir vorzustellen, dass du liebenswürdig bist. This is not a romantic view of life. Das ist keine sehr romantische Sicht des Lebens. Western romanticism is a delusion. Westliche Romantik ist eine Illusion. You don't have to stop the desire, Wir müssen die Begierde nicht anhalten, but bring it onto the stage of the theater of Dharma. sondern wir müssen ihn auf die Bühne des Dharma-Theaters bringen. This is an interplay of the possibility of manifesting an illusory form. Das ist die Wechselwirkung der Möglichkeit, eine illusorische Form zu manifestieren. When you do this, you see, desire has no essence to it. Anger has no essence to it. Mental obscuration has no essence to it. Wenn wir das machen, dann werden wir sehen, dass Begierde keine Essenz hat, Zorn keine Essenz hat und mentale Verdunklung auch keine Essenz hat. These are patterns of energy no more substantial than the wind. Das sind Energiemuster, die nicht substanzieller sind als der Wind. But again, this is not a dogma to believe. This is something to engage with and see, is this really how it is? Look at your own life. Das ist aber wiederum kein Dogma, das man glauben muss, sondern das ist etwas, worin man sich engagieren muss und für sich selber sehen muss. Ist es wirklich so? Ist das in dem Leben, das ich lebe, so? Good. Okay, so we have a break now, and if we could be back in 25 minutes at 1:45. Wir werden dann 3:15 wieder anfangen. Pause. Good. Wir fahren jetzt mit dem letzten Teil dieses Textes fort. And he's again talking about the possibility of offering one's merit and virtue for the sake of other people. Hier geht es darum, wieder um die Möglichkeit, die eigenen Verdienste und Tugenden dem Glück anderer Wesen zu widmen. Kind of positive intention is considered to be very, very powerful. Diese Art positive Intention wird als sehr mächtig betrachtet. In Tibetan, it's called a monlam, a kind of a path of hope or a path, a way of aspiration. Tibetisch heißt das Mönlam, also ein Pfad der Hoffnung oder der tiefen Aspiration. The idea that on the basis of my effort, may I make life easy for others. Die Idee hier ist, dass auf der Grundlage meiner Bemühungen das Leben anderer einfacher wird. By giving them my virtue, may I protect them from immediate problems, but also give them the resources for
awakening to how they actually are. Indem ich meinen Tugend gebe, mögen sie sozusagen mehr Ressourcen haben, aber auch zu der ihren eigentlichen tatsächlichen Seinsweise erwachen. So he says, by giving all beings our virtue, which is the root of happiness, may they be cured of their afflictions, just as a crow that has eaten poison is cured by medicine. Heißt es, indem ich den Wesen alle unsere Tugend gebe, die Wurzel des Glücks, mögen sie geheilt werden von ihren Plagen, so wie eine Krähe, die Gift May we gegessen hat, support von the life Medizin force of gesundet. liberation of all beings, and thus may they all become Buddhas, the happily gone. Mögen wir die Lebenskraft der Befreiung aller Wesen unterstützen und so sollen sie alle Buddhas, die glücklich The dahingegangen life sein. force of liberation is basically our own Buddha potential. Die Lebenskraft der Befreiung ist im Wesentlichen das eigene Potenzial All der Erleuchtung. constructed things are impermanent. Alle konstruierten Dinge sind unbeständig. If you had to create enlightenment the way you have to create passing an exam when you're at school by doing your homework and so on, then it would be impermanent. Wenn man Erleuchtung schaffen müsste, in der gleichen Weise, wie man eine Prüfung schafft, indem man seine Hausarbeiten macht, dann wäre sie unbeständig. The intrinsic state of all beings is illumination, Der grundlegende Zustand aller Wesen ist die which is Beleuchtung. darkened and obscured by this force of grasping and limitation. Das wird verdunkelt und abgedunkelt durch die So we support the life force of liberation in others, their potential, by not limiting them. und wir unterstützen die Lebenskraft der Befreiung, also ihr Potenzial, indem wir sie nicht behindern. So we stop blaming people, we stop judging them. Wir hören auf, Leute zu beschuldigen, wir hören auf, sie zu urteilen. They are not an object that can be grasped hold of by our thoughts. Sie sind kein Objekt, das man ergreifen kann und festhalten kann in unseren Gedanken. They are a potential displaying itself. And if this displays certain knots or twists, by being open and non-judgmental, we help the person to relax. Sie sind ein Potenzial, das sich zeigt, und wenn dieses Potenzial sich verknotet, dann helfen wir ihnen, diese Knoten aufzulösen, indem wir selber offen und entspannt bleiben. Then he says, until I and all beings, each one formerly my parent, have not attained enlightenment in Akanishta, highest Buddha's realm, as we wander through the 6 realms of samsara due to our karma, may we be of one mind in helping and encouraging each other. Dann heißt es, bis ich und alle Wesen, alle zuvor meine Eltern, nicht die Erleuchtung erlangt haben in Akanishta, dem höchsten Buddha-Bereich, und wir durch die 6 Bereiche des Samsara aufgrund unseres Karmas umherwandern, mögen wir einstimmig This is something very important for us. einhellig uns ermutigen, uns einander We zu are not helfen. in a competitive race. Und das ist etwas sehr Wichtiges, weil wir uns nicht in einem Wettbewerbsrennen befinden. People strive to be the first to climb a mountain, but to be the first to gain enlightenment is no benefit if you have pushed other people out of the way to get there. Das ist hier kein Wettbewerb. Leute versuchen als Erste einen Berg zu erklimmen, aber Erleuchtung als Erste zu bekommen, ist nicht nützlich, wenn wir andere dafür wegschieben müssen. The mood of the Sangha is to collaborate. Die Stimmung des Sangha ist, zusammenzuarbeiten. Help each other in our own little groups. Here we have some people who meet to practice together, some people meet to discuss some of the teachings together, and this is very wonderful. Wir sollten zusammenarbeiten, wir sollten einander helfen. Hier in unseren kleinen Gruppen haben wir Leute, die sich treffen, um zu praktizieren. Wir haben Leute, die in Dharma zusammen diskutieren, das ist sehr hilfreich.
And especially when these groups are self-forming and they find their own way forward. Insbesondere wenn sich diese Gruppen aus sich selbst heraus formieren und ihren eigenen Weg vorwärts finden. If you have too much top-down leadership, then you rely on the big voice rather than each person having to find how they fit in, what their own way is. Wenn man sich zu sehr auf eine Top-Down-Führung verlässt, dann verlässt man sich auf die eine große Stimme, statt dass jeder seine eigene Stimme einbringen kann und herausfinden kann, wie die Dinge laufen. Some people will know more than others, Manche werden mehr wissen als andere, but everybody can be kind and supportive and non-competitive. aber jeder kann gütig, freundlich, unterstützend und frei von Then he Konkurrenz. says, during this time, for the benefit of even one being, may I willingly enter the three lower realms, the hells, hungry ghosts, and animals, and then maintaining my faultless bodhisattva practice, may I be a guide to those who suffer there. Wenn diese Zeit selbst für den Nutzen eines einzigen Wesens möge ich gerne in die drei niederen Bereiche von Tieren, hungrigen Geistern und Höllen mit meiner fehlerlosen Bodhisattva is Bodhisattva-Praxis. one whose mind, whose being is directed towards enlightenment. Also mit meiner fehlerlosen Bodhisattva-Praxis heruntergehen und die alle dort anleiten, die dort Not leiden. just their own enlightenment, but that of all beings. Und ein Bodhisattva ist jemand, der die Erleuchtung aller, nicht nur seine eigene verfolgt. Therefore, for the sake of other beings, we will go to where they are. Und zum Wohle der Wesen werden wir dahin gehen, wo sie eben sind. This, of course, is an idea you find in all religions. You have it in Judaism, Islam, Christianity, that Das, we should go to where the other is, not wait for them to come to us. diese Idee finden wir natürlich in allen Religionen, im Islam, im Judaismus, im Christentum, dass man nicht auf die Leute warten muss, sondern dahin gehen muss, wo sie sind. Why is this? Warum? Because if you have, you must share. Denn wenn du hast, musst du teilen. And you share mostly with those who have a need. Und du teilst meistens mit jenen, die ein Bedürfnis haben. Therefore, being for the other is not some passive activity, it's a movement towards them. Deswegen ist für die anderen zu sein keine Art von passiver Aktivität, sondern es ist wirklich verfügbar zu sein für sie. And he says, immediately on arriving in the hells, may the guards come to regard me as their guru, so that even their sharp weapons will turn into a rainfall of flowers. Free of harmful intent, may they be cool, peaceful, and happy. Dann heißt es hier, unmittelbar nach meinem Ankunft in den Höhlen mögen die Wachen mich als ihren Guru betrachten und mögen die scharfen Waffen, die sie haben, zu einem Blumenregen sich verwandeln, befreit von einem. May the quality of being that I manifest in the world be immediately conducive to the transformation of other people's experience. Die schädlichen Waffen gekühlt, friedlich und glücklich sein. Das bedeutet, dass die positiven Qualitäten, die wir manifestieren, sofort auch wirksam sind zur Befreiung anderer. By the way we are in our body, by our speech, by the way we think about situations. Sorry, on you go. Die Art und Weise, wie wir sind, wie wir sprechen, wie unser Körper ist, mögen wir. May I facilitate your awakening. Möge ich dein Erwachen leichter werden lassen. So, same. Immediately on arriving in the hells, these guards who are very fierce and who are
the instruments of great cruelty and suffering. Und dann heißt es eben unmittelbar nach meiner Ankunft in den Höllen mögen diese Wachen, die normalerweise sehr grausam sind und die instrumentell sind bei der Vermittlung großen Leidens und Brutalität. May they be so impressed by the fact that someone willingly goes there and not as a punishment. Mögen sie so beeindruckt sein durch die Tatsache, dass jemand freiwillig dahin geht und nicht als Bestrafung, That their mind is turned and they start to practice the Dharma. dass ihr Geist dadurch gewandelt ist und sie anfangen, den Dharma zu praktizieren. And he says, then may the beings in the lower realms gain clairvoyance and good memories, and then taking birth as gods or humans, may they develop the spirit of enlightenment. Und dann heißt es, mögen die Wesen in den niederen Bereichen Klarsichtigkeit und gute Erinnerungen entwickeln und dann als Götter oder Menschen wiedergeboren werden, um den Geist der Erleuchtung zu entwickeln. Then may I repay their kindness by nourishing them with the Dharma. Und dann möge ich ihre Güte zurückvergelten durch sie, Taking me as their guru, may they serve me with respect. durch das Nähern mit dem Dharma und mögen sie mich als Guru nehmen. I am aware that they have been kind to me. I am in debt to them. So I, in some small way, repay this by teaching them Dharma. Also ich habe eine Schuld ihnen gegenüber und sie nehmen und erstatte diese Schuld in einem gewissen Maße durch das Lehren des Dharma. May this be useful for them so that they come to respect me as their guru. Und möge das für sie nützlich sein, sodass sie mich dann auch als ihren Guru respektieren. Respecting us as their guru is not some big source of pride for us, but a skillful means for them. Und respektiert zu sein als derer Guru ist nicht irgendwie eine Quelle von großem Stolz für uns, sondern ein geschicktes Mittel Guru für is sie. somebody who is dedicated to helping. Und du bist jemand, der sich dem Helfen gewidmet hat. So if you respect the guru means you say, I want to be helped. Also der Guru ist jemand, der sich dem Helfen gewidmet hat. Und wenn du als Guru respektiert wirst, I'm available to learn from you. dann bedeutet das, dass sie die Hilfe von dir annehmen und And so the valuing of the guru helps to make it safe enough to open and receive the teachings which transform our mind. Und also vom Guru nehmen sie die Lehren an und wenn sie dich als Guru werten, dann öffnen sie sich dir gegenüber auch und nehmen die Lehren auf, die ihren Geist transformieren. At that time, all beings in the upper realms will be like me in meditating deeply on the absence of inherent existence. Then, without thinking of either samsara or nirvana, may they meditate in the absorbed contemplation of perfect equality. Within this perfect equality, may they see their original face. Zu dieser Zeit mögen alle Wesen in den oberen Bereichen wie ich sein, in tiefer Meditation der Abwesenheit einer innewohnenden Existenz. Dann mögen sie weder Samsara oder Nirvana bedenken, ohne daran zu denken, meditieren in einer vertieften Kontemplation der vollkommenen Gleichheit. Diese vollkommene Gleichheit mögen sie hier ursprünglich Gesicht sehen. That when you're sitting, Und and when the mental constituents arise in your mind, the sensations, feelings, thoughts, memories, plans, and so on arise. Diese Meditation bedeutet, wenn wir sitzen und wenn all diese Gedanken, Gefühle und so weiter in unserem Geist entstehen, you stay present with them. Dann verweilen wir gegenwärtig mit ihnen. And see that they arise and vanish by themselves. Und sehen, dass sie kommen und gehen aus sich selbst heraus. Then you see directly that there is an absence of inherent existence. Und dann siehst du direkt, dass es eine Abwesenheit innewohnender Existenz It's gibt. not that you have a kind of a sticker that says no existence and you stick it onto every thought that arises. Es
Es ist nicht so, dass man irgendwie so ein Klebeteil hat, das man auf jeden Gedanken aufklebt. Keine Existenz, keine Existenz. That kind of conceptual analysis and naming will not take you far because you get exhausted and then forget to do it. Diese Art von konzepthafter Analyse und Bezeichnung wird dich nicht weit bringen, weil die anstrengend ist und irgendwann mal vergessen wirst, sie zu machen. The key thing is to see that all limitation is self-liberating. Schlüsselpunkt hier ist, dass alle Begrenzung selbstbefreiend ist. This is why the royal road to Dharma is impermanence. Deswegen ist der Königsweg zum Dharma die Unbeständigkeit. If you see this arising and self-vanishing of phenomena, there is nothing to grasp. Wenn du siehst, dass die Phänomene entstehen und aus sich selbst heraus verschwinden, gibt es nichts zum Festhalten. The object goes free by itself and the subject goes free by itself. Das Objekt befreit sich aus sich selbst und das Subjekt befreit sich aus sich selbst. Then the mind is peaceful. Und dann ist der Geist friedlich. So then, not thinking of samsara or nirvana, may they stay in this practice of perfect equality. Und dann, ohne an Samsara oder Nirvana zu denken, mögen sie in diesem Praxis der vollständigen Gleichheit verweilen. So, if you go to the sea and Wenn the du wind is blowing, zum Meer gehst und der Wind bläst, you can see many different waves. kannst du viele verschiedene Wellen sehen. Which is the best wave? Welche davon ist die beste Welle? How do you find that wave? Wie wirst du diese Welle finden? As soon as you admire it, it's vanishing. Sobald du sie bewunderst, ist sie auch schon am Verschwinden. So, although each wave is itself this particular presentation, Obwohl jede Welle sozusagen in sich selbst diese bestimmte Präsentation ist, all waves are equal in being the water of the sea, sind sich alle Wellen gleich, indem sie Wasser des Meeres sind. and they are equal in being impermanent. Und sie sind sich gleich, indem sie vergänglich sind. So it's not that everything is put in a kind of blender and reduced to a mush. The absolute discrete details of each moment are just as they are. Es ist also nicht so, dass alles in einer Art Mixer zu einem einzigen Brei vermixt wird, sondern jedes Ding ist in seinem einzigartigen Moment so, wie es ist. And yet they are equal in that they arise out of emptiness and dissolve back into emptiness. Und doch sind sie alle gleich, indem sie aus der Leerheit erstehen und sich wieder darin auflösen. And within this, may they see their original face. Und darin mögen sie ihr ursprüngliches Gesicht erkennen. Your original face is your unborn face, Das ursprüngliche Gesicht ist das ungeborene Gesicht. the face you had before you were born. Das Gesicht, das du hattest, bevor du geboren wurdest. When you develop as a fetus and come out of your mother's body, you have some face. Wenn du dich als Fötus in dem Schoß der Mutter entwickelst und dann aus You have recognizable features. ihrem Körper herauskommst, dann hast du irgendein Gesicht. Du hast erkennbare These Merkmale. allow people to impute all kinds of identities onto you and into you. Das gestattet den Leuten, viele verschiedene Identitäten dir aufzusetzen und in dich hineinzupflanzen. But your original face is the face that shows potential. It is an openness which has the capacity to show potential. Aber dein ursprüngliches Gesicht ist das Gesicht, das Potenzial zeigt. Du hast die Offenheit, aber du hast auch die Fähigkeit, ein Because Potenzial. it is no particular thing, it shows many different possibilities. Ein Potenzial zu zeigen. Weil es kein bestimmtes Ding ist, zeigt es viele verschiedene Möglichkeiten.
just as most of us have some degree of flexibility in our face. So wie die meisten von uns einen gewissen Grad an Flexibilität im Gesicht aufweisen. Our face has a complexion, a coloration which shows our health, our age and so on. Unser Gesicht hat einen Teint, eine Färbung, die unser Gesundheitszustand, unser Alter und so weiter verrät. And we manifest different kinds of expression, showing happiness, sadness, anger, and so on. Und wir zeigen auch verschiedene Ausdrücke, die Glück, Traurigkeit, Zorn und so weiter zeigen. These movements of complexion and expression are only possible because the face itself is not made of steel, it's not fixed, it is a potential. Und diese verschiedenen Veränderungen der Gesichtsfarbe und des Ausdrucks sind nur deswegen möglich, weil das Gesicht nicht aus Stahl gemacht ist. Es ist nichts Fixiertes, sondern hat das Potenzial, When people Verschiedenes zu smile zeigen. and laugh, they look rather different from when they frown. Wenn Leute lächeln und lachen, sehen sie anders aus, als wenn sie die Stirne kräuseln. Oh, the original face is the Dharmakaya, the potential of the mind. The complexion is the Sambhogakaya and the expression is the Nirmanakaya. Und das Potenzial des Gesichts ist der Dhammakaya, die Komplexion, das Teint ist der Sambhogakaya und der Ausdruck ist der Nirmanakaya. The only way to see your original face is to be your original face, since it is never an object of perception. Und die einzige Methode, das ursprüngliche Gesicht zu sehen, ist das ursprüngliche Gesicht zu sein, denn es ist niemals ein Objekt der Wahrnehmung. Not something to get. Es ist nicht etwas, was wir bekommen können. In the Heart Sutra also, it describes clearly there is nothing to gain. Auch im Herzsutra ist es klar, dass es nichts gibt, was man gewinnen könnte. The idea of winning and losing is a cul-de-sac, a dead-end road. Die Idee, etwas zu verlieren oder zu gewinnen, ist eine Sackgasse. Das ist da So geht it es nicht says, weiter. if we act in this way, the enemy, which is our own grasping, will be defeated. Und da heißt es, wenn wir auf diese Weise handeln, wird unser Festhalten besiegt werden. Because subject and object are now self-dissolving. Denn dann wird Subjekt und Objekt sich selbst And if we act auflösen. in this way, all discursive thoughts will be defeated. Wenn wir auf diese Weise handeln, werden alle diskursiven Gedanken besiegt. If you rest in the contemplation, the being present with, the absence of inherent existence, Wenn du in der Kontemplation verweilst, in der Abwesenheit der innewohnenden Existenz, then there is the original knowing free of discursive thought. dann ist da das ursprüngliche Wissen frei von diskursiven Gedanken. That is to say, we are usually so busy being active, thinking, analyzing, judging, that we don't experience the intrinsic light of the mind that is shining through. Das heißt, normalerweise sind wir so beschäftigt damit zu denken, zu urteilen, zu analysieren und so weiter, dass wir das ursprüngliche Licht des Geistes nicht durchstrahlen sehen. So the original knowing is the illumination which arises of itself. It is the inherent quality of our mind. Dieses ursprüngliche Wissen ist die Illumination, die aus sich selbst heraus entsteht. Das ist die ursprüngliche Qualität des Geistes. We use discursive thought to generate patterns of ideas and understandings and so on. Wir benutzen das diskursive Denken, um Muster von Verstehen und Analyse zu erzeugen.
And with this cause, then these three bodies of the Buddha that we just mentioned, they will manifest automatically. Und mit dieser Ursache werden die drei Körper des Buddha, die wir gerade erwähnt haben, sicherlich sich So then manifestieren. he says, okay, all that has been described, all that he has mentioned in these different verses, all of this is interrelated. Und dann sagt er, nun gut, all das, was hier beschrieben worden ist, ist wechselseitig bezogen. The meaning of these Dharma concepts are linked together like a pontoon bridge, where these different bits of wood are resting on some floating element that's linked together. Und die Bedeutung all dieser Konzepte, die hier erwähnt worden sind, ist wie die Kettenglieder einer Pontonbrücke, wo die Holzteile auf Pontons schwimmen, die miteinander verknüpft sind. You stand on one bit of the bridge and it moves a little bit around that. And as you move across the bridge, it moves and then settles, moves and settles. Du stehst auf einem Teil der Brücke und drumherum bewegt sie sich. Und wenn du weitergehst, dann bewegt sie sich auch dort und setzt sich wieder zur Ruhe. So as we read the book, we think, oh, this is right. No, 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 this is right. No, this is right. Wenn wir das Buch lesen, werden wir vielleicht an verschiedenen Stellen denken, das ist richtig, aber nein, 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 das ist richtig und so weiter. In the connectivity of interdependence, no appearance has its own inherent shape, identity or essence. In der Konnektivität der wechselseitigen Abhängigkeit, keine Erscheinung hat eine innewohnende Gestalt, Identität oder Essenz. This is the great protection against dogma. Das ist der große Schutz gegen das Dogma. With dogma, people believe that you can make a definitive statement and it's the truth and everybody should agree this is true. Mit einem Dogma glauben wir, dass das eine endgültige Feststellung ist und dass das die Wahrheit ist und alle sollten daran glauben, dass das die Wahrheit ist. But he's saying, Dharma is the revelation, and what is clear today may be a bit foggy tomorrow, and what's foggy today may be clear tomorrow. Aber er sagt, nein, nein, das ist jetzt hier keine Offenbarung, sondern das, was heute klar ist, kann morgen verschwommen sein und was Stay with heute the verschwommen practice. ist. Don't become proud about my insight or my achievement. Bleibe bei der Praxis und werde nicht stolz über meine Errungenschaften. Changing here, changing there, all appearances are deceptive, being mere illusions. Hier Veränderung, dort Veränderung, alle Erscheinungen sind trügerisch und sind bloße Illusionen. That's obvious. Das Just as a wirklich. swirling firebrand creates the semblance of a circle of fire, so all appearances are mere reflections. So wie ein herumgeschleuderter Brand die Ähnlichkeit eines Kreises erzeugt, so sind alle Erscheinungen nur Spiegelungen. The items in the world, including ourselves, varies according to context. Die Bedeutung, der Wert aller Erscheinungen der Welt und uns selbst eingeschlossen hängt vom Kontext ab. Due to circumstances, we might have quite an important function for a while. Unter Umständen können wir vielleicht für eine Weile eine wichtige Funktion haben. Circumstances change and we fall back into the background. Die Umstände ändern sich und dann fallen wir vielleicht wieder in den Hintergrund. That is to say, if we remember open face, complexion, expression. Vielleicht, wenn wir uns erinnern, das offene Gesicht, also When you und Ausdruck. come into the world with other people, what they encounter is your expression. Wenn du in die Welt mit anderen kommst, was du begegnest, ist der Ausdruck. Maybe they like that expressive force and appreciate it. Vielleicht mögen sie deine expressive Kraft und würdigen sie.
but it's not fixed or intrinsic. Aber sie ist nicht fixiert oder innewohnend. It's situational. Sie ist situationsbedingt. It is not who we are. Es ist nicht, wer wir sind. So in that sense, how we are, whether people like us, whether we have friends or no friends, all of these appearances are mere reflections. Also in diesem Sinne ist, wie wir sind, ob die Leute uns mögen oder nicht mögen, Like the bloße banana Spiegelung. tree, our life force has no sustaining essence. Wie bei dem Bananabaum hat unsere Lebenskraft keine unterhaltende Essenz. It's like with an onion, you peel off the levels of the onion and there's no real essence to it. Wie bei einer Zwiebel, wo man die Schichten abzieht und es keine Essenz zu finden gibt. Like bubbles, our lifespan has no sustaining essence. Wie bei Luftblasen hat unsere Lebensspanne keine, Like flowers, if crushed, we are destroyed. keine Essenz. Wie Blumen werden wir. Our lives have the beauty of a mirage. Unser Leben hat die Schönheit einer Fata Morgana. So whether you are successful or not, whether you are famous or not, whether people think you are beautiful or not, Ob wir erfolgreich sind none oder of these situational any enduring truth of who you are. ob wir Leute uns mögen oder nicht, ob wir schön oder nicht schön sind, ob wir Erfolg haben oder nicht haben, all das hat keine innewohnende Bedeutung und ist nicht das, was wir sind. This last sentence is, I think, very important for us. Our lives have the beauty of a mirage. Dieser letzte Satz, der hat sehr große Bedeutung für uns. Unser Leben hat die Schönheit einer Fata Morgana. This is not, I think, a great part of the aesthetic of Western culture. Das ist nicht wirklich ein bedeutender Teil westlicher Kultur und ihrer Ästhetik. But for example, in Japan, people go to watch the cherry blossom. Aber in Japan zum Beispiel gehen die Leute, um die Kirschblüte anzuschauen. In part of the appreciation is its fragility. Und ein Teil der Würdigung davon ist die Zerbrechlichkeit. The transience and the lack of substantial, strong existence to the cherry blossom is its beauty. Das Vorübergehen, der Mangel an essentieller, substanzieller Existenz ist die Schönheit der That is to Kirschblüte. say, the beauty is revealed by our giving ourselves fully to the transient display. Das heißt, die Schönheit wird enthüllt, indem wir uns der vorübergehenden Schau übergeben. It's not something you can get. Das ist nicht etwas, was du bekommen kannst. To take a photograph of it won't do you much good. Ein Foto davon zu machen, wird dir nichts Gutes antun. But you open yourself to the beauty and the beauty opens you. Aber du öffnest dich der Schönheit gegenüber und die Schönheit öffnet dich. So that's what he's saying our life is. Und das ist das, was er sagt, unser Leben ist. Don't grasp at the delusion of a self, but stay with this shimmering, ephemeral surface of life as it changes, changes, changes. Halte nicht auf der Täuschung selbst fest, sondern bleibe mit dieser schimmernden Präsenz von Veränderung, wie sie sich verändert.
All appearances have as much truth to them as reflections in a mirror. Alle Erscheinungen haben so viel Wahrheit an sich wie die Spiegelung in einem Spiegel. That is to say, they have the truth of showing, of appearing, but they have no truth of existing. In anderen Worten, sie haben die Wahrheit des sich Zeigens oder des Erscheinens, aber sie haben keine Wahrheit von Existenz. They abide only in the manner of clouds and mist. Sie verweilen nur in der Art und Weise von Wolken und Nebel. If you have had children, you know this to be true. Wenn du Kinder hattest, dann weißt du, dass das wahr ist. You think you know them, but they're always changing. Du denkst, du kennst sie, aber sie verändern sich stets. Our enemy, the murderous belief in inherent existence, is also not other than this. Unser Feind, der mörderische Glaube an innewohnende Existenz, ist auch nicht anders als das. If you stay present with the belief as it arises, Wenn du gegenwärtig in dem Glauben bleibst, wie er erscheint, then you see, oh, it is an arising belief. It is not a thing. dann siehst du, oh, das ist ein erstehender Glaube und nicht ein Ding. It is a display. It is a showing like a mirage. Das ist eine Schau, ein sich zeigen, wie eine The Fata thing about the Morgana. mirage is you can mistake it for the presence of water. Das Ding über Fata Morgana ist, dass das für die Anwesenheit von Wasser The fällt. appearance of the formation of what could be a self is deluding if you think there is a true self there. Die Erscheinung und das Festhalten von dem, was erscheint als das Selbst, wird getäuscht durch Festhalten daran als Selbst. Although it seems to really exist, in fact, it has never been experienced as really existing. Obwohl es als existent erscheint, wurde es nicht als in Wirklichkeit existent erfahren. You have believed it to exist, but you have not actually experienced that true existence because Ja. it's not there. Du hast geglaubt, es existiert, aber du hast diese Existenz niemals erfahren, denn sie ist ja auch nicht da. So, all that seems to be really existing and reliable has never had the least reality that could be experienced. Alles, was scheinbar existiert, wurde niemals erfahren als wirklich existent. Und alles, was erscheint, scheint die Existenz. Again, this is not a dogma. Alles, was erscheint, scheint die Erscheinung von This etwas is an encouragement to see. zu sein. In der Tatsache ist This teaching innewohnend. comes in the lineage of the Buddha, and he says, Ja, ich komme nicht. see what is there. Dieses ist kein Dogma, sondern es ist eine Lehre, die in der Linie des Buddha kommt und sagt, siehe, was da Don't ist. imagine, don't project, don't invent. Relax, breathe out, open your gaze, and receive how it is. Stelle dir nichts vor, versuche dir nichts auszudenken, sondern spann dich, atme aus und empfange. Although appearances seem to be the appearance of something, in fact, they are intrinsically free of being substantial objects supporting definite knowledge. Obwohl Erscheinung als Erscheinung von etwas erscheint, sind sie innewohnend frei einer substanziellen Objektivität, die definitives Wissen unterstützt. So, for example, you might be a world expert on apples. Zum Beispiel könntest du ein Weltexperte zur Frage der Äpfel sein. And you suggest that I eat this apple. Du schlägst vor, ich soll diesen Apfel But essen. you don't know how it will taste for me, Aber du wirst nie wissen, wie es mir schmecken wird. because the appearance, what we call the apple, is intrinsically free of being a substantial object. Denn die Erscheinung, das, was wir Apfel nennen, ist innewohnend frei von einer substanziellen Existenz.
although the apple appears to be a thing, obwohl der Apfel als ein Ding erscheint, it reveals itself as an edible presence es enthüllt sich selbst als eine essbare Gegenwart, by my biting into it. indem ich reinbeiße. In that moment, the taste of the apple mixes with the saliva in my mouth, In diesem Moment vermischt sich der Geschmack des Apfels mit der Spucke im Mund, which mixes with my interpretive reactivity to what's occurring. und das vermischt sich wiederum mit deiner interpretativen Reaktivität gegenüber dem, was erscheint. The world expert doesn't know what this is. Und der Weltexperte wird nie wissen, was das ist. So there is no definitive objective knowledge Es gibt also kein definitives, objektives Wissen, unless we take knowledge here to mean ideas about something. es sei denn, wir nehmen Wissen als die Ideen über etwas. Direct knowledge and knowledge about or discursive knowledge are not the same. Aber unmittelbares Wissen und das Wissen über oder das diskursive Wissen ist nicht das Gleiche. Since this is the case, whatever manifests from the wheel of karma is similarly without any inherent self-definition. Da dies der Fall ist, was immer sich aus dem Rad des Karma manifestiert, ohne jede innewohnende Selbstdefinition. So we get sick. Also zum Beispiel werden wir krank. Your sickness has a diagnosis from the doctor. My sickness has a diagnosis from the doctor. We meet and say, oh God, we have the same sickness. Deine Krankheit hat eine Diagnose, meine Krankheit hat eine Diagnose vom Arzt und wir treffen uns und sagen, oh, wir sind am gleichen erkrankt. Our karma is ripening to give us the same condition. Unser Karma reift heran, um uns denselben Zustand zu geben. This is words, Das alles sind Worte, empty concepts. leere Konzepte. How this sickness is for you and how this sickness is for me is different. Wie diese Krankheit für dich ist und wie diese Krankheit für mich ist, ist eine verschiedene Sache. And even how it is for me will change. One way in the morning, one way in the evening, when I lie down, when I stand up. Many variables are operating for the unfolding or revealing of the sickness. Und selbst wie es für mich ist, wird sich verändern. Ein Zustand morgens, ein anderer abends und anders beim Liegen, anders beim Stehen. Viele Faktoren werden operieren, um diese Krankheit zu zeigen. Although appearances do manifest, they do so in the manner of the reflection of the full moon in water. Obgleich Erscheinungen sich manifestieren, tun sie das in der Art und Weise eine Reflexion des Vollmondes im Wasser. We can't catch the actual moon, Wir können den tatsächlichen Mond nicht berühren. can't catch the actual moon, Wir können den Mond nicht greifen. and it shows its reflection in many, many different ponds and cups of water. Er zeigt seine Spiegelung in vielen verschiedenen Pfützen und Teichen und Tassen mit Wasser. So, how an appearance shows itself to us depends on the kind of pond we are. Und wie eine Erscheinung uns sich zeigt, hängt davon ab, welche Art von Teich wir sind. Objective truth is a delusion. Objektive Wahrheit ist eine Täuschung. We are participants in the revelation of experience. Wir sind Teilnehmer in der Enthüllung einer Erfahrung. But it's not just subjective, Aber es ist nicht einfach bloß subjektiv. because the subjective, my particular constellation, my way of participating, is arising within the field of experience, within emptiness.
Denn meine Subjektivität, meine Art und Weise der Erfahrung entsteht innerhalb des Feldes der Erfahrung. That's why we say it depends. Deswegen sagen wir, es hängt davon ab. No dogma. It depends. Kein Dogma, es hängt davon ab. The results of karmic actions manifest as infinitely varied deceptions. Die Resultate karmischer Aktionen manifestieren sich als unendlich verschiedene Täuschungen. Although these are mere appearances, it is vital to adopt virtue and abandon non-virtue. Obgleich sie bloße Erscheinungen sind, ist es vital wichtig, Tugend anzunehmen und Nicht-Tugend These last aufzugeben. two sentences really belong together. Diese ganzen letzten Sätze gehören wirklich zusammen. Many different possibilities can arise. Viele verschiedene Möglichkeiten können aufkommen. None of them is real. Keine davon ist real. So if you're tilting to the wisdom side, you say everything is illusion, it's unborn, it's ungraspable. Wenn du der Weisheitsseite zugeneigt bist, dann sagst du, alles ist Illusion, ungeboren, ungreifbar, nicht real. However, we mustn't cut the line between wisdom and compassion. Wir dürfen jedoch die Linie zwischen Weisheit und Mitgefühl nicht durchschneiden. Because although all these things are mere appearance, empty appearance, without essence, Denn obgleich all diese Dinge leere, bloße Erscheinungen ohne Essenz sind, how they are has an impact on other people. hat das, wie die Art und Weise, wie sie sind, einen Einfluss auf You andere might say, Leute. well, whether I'm happy or sad, whether I'm generous or selfish, it's all equal. Man könnte sagen, ob ich glücklich oder traurig bin, ob ich großzügig oder geizig bin, das ist alles gleich. In terms of wisdom, this is true. Im Sinne der Weisheit ist das wahr. But whether I am generous or selfish makes a big difference in terms of interaction. Aber ob ich großzügig oder selbstbezogen bin, macht einen großen Unterschied bei der Wechselwirkung zu anderen. Therefore, he says it's vital to adopt virtue and abandon non-virtue. Und daher sagt er, es ist vital wichtig, Tugend anzunehmen und Nicht-Tugend aufzugeben. So then he gives another example about illusion. Und dann gibt When es a- ein anderes Beispiel über die Illusion. When a woman dreams that her beautiful hair is burning, she is terrified by the heat, although the fire does not really exist. Wenn eine Frau träumt, dass ihr wunderschönes Haar brennt, fürchtet sie die Some furchtbare people have a Hitze, lot of nightmares and are very frightened in them. obwohl das Feuer nicht existiert. Leute haben viele Albträume und sind sehr von ihnen erschreckt. It feels true. It seems how it is, but it is not. Es fühlt sich wahr an, es scheint so zu sein, aber es ist es nicht. But the impact, the emotional impact is there. Aber der emotionale Einfluss ist da. Then he says the hells and other realms are similarly without inherent existence, yet we are frightened by the roasting and burning. Therefore, we must abandon the beliefs and actions which lead us there. Dann sagte, die Höllen und andere Bereiche sind genauso ohne innewohnende Existenz, doch sind wir durch das Brennen und Rösten erschrocken. Deswegen What müssen he's wir, saying is don't cheat yourself by going abstract. deswegen müssen wir die Handlungen, die uns dahin bringen, aufgeben. Und damit sagte, betrüge dich nicht durch Abstraktion. This is not some kind of theory. Das ist keine Theorie hier. Everything is illusion. This is All- true. We can prove this. Alles ist eine Illusion, das ist wahr, wir können es beweisen. But pleasure and pain have different qualities. Aber Freude und Schmerz haben verschiedene Qualitäten. If you have a great awareness, for you they might simply be arising and passing phenomena. Wenn du eine große Bewusstheit hast, dann kann es sein, dass für dich das einfach nur aufkommende, vergehende Phänomene sind.
But as long as we have the subtle karmic traces, the vasana, that could lead us to be caught up in reactivity, solange wir aber die subtilen karmischen Spuren Vasanas haben, die uns darin gefangen nehmen könnten, in Reaktivität, we should know that experience is what we have. It's the taste in our mouth. And if it's unpleasant and we're stuck with it, this is not good. sollten wir wissen, dass Erfahrung das ist, was uns zur Verfügung steht. Das ist der Geschmack in unserem Mund. Und wenn der unangenehm ist, und wir sind darin stecken geblieben, dann ist das nicht gut. So knowing about emptiness is different from it being the absolute basic ground out of which all your experience comes. Also etwas über die Leerheit zu wissen, ist völlig was anderes, als wirklich aus diesem offenen Grund selbst tatsächlich zu erstehen. So while you're on the path, don't be self-deceiving. Während du also auf dem Pfad bist, betrüge dich nicht selbst. So it says, when we are delirious with fever, although we have not blanked out, yet we feel dizzy and about to pass out and require help. Wenn wir mit Fieber delirieren, obwohl wir noch nicht ohnmächtig geworden sind, fühlen wir uns betäubt und sind gerade dabei. Similarly, although ignorance and its associated factors are without inherent existence, our consequent delusion must be cleared away with true knowledge arising from study, reflection and meditation. In der gleichen Weise, obwohl Ignoranz und ihre assoziierten Faktoren ohne wohnende Existenz sind unsere konsequenten Täuschungen müssen weggeklärt werden mit wahrhaftem Wissen, das aus Studium, Reflexion und Meditation entsteht. Many thoughts. Seitdem du geboren wurdest, hast du viele, viele Gedanken gehabt. These thoughts have all gone. Diese Gedanken sind alle vergangen. If you build your world on thoughts, your house will fall down. Wenn du deine Welt auf Gedanken aufbaust, wird dein Haus zusammenbrechen. Awareness is not created by thought. Bewusstheit wird nicht durch Gedanken erschaffen. Awareness reveals thoughts. Bewusstheit enthüllt Gedanken. We have to find true awareness. Und du musst diese wahre Bewusstheit finden. Otherwise, we can still be suddenly caught up in the belief that situations exist as something that we either go towards or away from. Sonst könnten wir immer noch befangen sein in der Wahrnehmung der Situation als etwas existieren, auf das wir uns zubewegen wollen oder von dem wir weggehen wollen. When a musician is playing the lute and singing, if we examine the sound, it will be seen to be without inherent self-existence. Wenn ein Musiker die Laute spielt und singt, wenn wir den Klang untersuchen, werden wir sehen, dass er ohne eine innewohnende eigene Existenz ist. Present, impactful and ungraspable. Er ist gegenwärtig und beeinflussend, aber ungreifbar. Who do not examine what is occurring, hear the sweet sounds which dispel sorrow in people's minds. Jene, die nicht untersuchen, hören die süßen Klänge, die Sorge in den Geist der Leute zerstreuen. That is to say, they go under the power of the music and their mood changes and they feel better for a while. Dann in Worten, sie unterliegen der Macht der Musik, ihre Verfassung ändert sich, sie werden heiterer, aber natürlich nur für eine Weile. Similarly, if we examine all our actions and see that they are the consequences of causes and that they in turn act as causes generating further consequences, we will see that they lack inherent self-existence, either as a singularity or in their diverse aspects.
In der gleichen Weise, wenn wir unsere Handlungen untersuchen und sehen, dass sie Konsequenzen von Ursachen sind und diese wiederum zu Ursachen werden, die weitere Konsequenzen erzeugen, dann werden wir die Abwesenheit ihrer innewohnenden Eigenexistenz weder als Einzelnes noch als Diversität Nothing sehen. is established. Nichts wird begründet. If you go into the garden, if you have some rose bush and you prune it at this time of the year, Wenn du in den Garten gehst und vielleicht einen Rosenbusch dann beschneidest zu dieser Jahreszeit, this might help it and this might harm it. könnte sein, dass es hilfreich ist, könnte sein, dass es schädlich ist. Oh, now the rose is dying. Oh, jetzt stirbt die Rose. I cut it in the wrong place. Ich habe sie an der falschen Stelle geschnitten. I should not have done that. Ich hätte das nicht tun sollen. The feelings arise because I think this is a rose tree. It is beautiful. I like it. I don't want it to die. Diese Gefühle entstehen, weil ich denke, das ist ein Rosenbusch und ich liebe es und ich finde es schön und möchte nicht, dass er stirbt. Your own mind is attributing the value. Es ist dein eigener Geist, der diesen Wert zuweist. When we take appearances to be separate and substantial entities, they become phenomena which are created and destroyed. When we take these seeming entities to be really existing, we experience the many forms of joy and sorrow. Wenn wir Erscheinungen als separate und substanzielle Entitäten nehmen, werden sie zu Phänomenen, die erschaffen und zerstört werden. Wenn wir diese scheinbaren Entitäten für wahrhaft existent halten, erfahren wir viele verschiedene I Formen von had a Freude und beautiful Sorge. rose tree and now it's dead. I'm so sad. Ich hatte einen wunderbaren Rosenbusch und jetzt ist er tot. Ich bin so traurig. This was the rose tree given by my mother before she died. Das war ein Rosenbusch, den ich bekommen habe von meiner Mutter, bevor sie starb. From the very beginning, this rose tree has not carried 1 ounce of your mother. Von allem Anfang an hat dieser Rosenbusch nicht eine Unze meiner Mutter getragen. You project the memory of your mother into the rose bush. Es bist du, die Projektion macht, deiner Mutter auf diesen Rosenbusch. But these thoughts don't penetrate the rose bush. Aber diese Gedanken durchdringen nicht den Rosenbusch. Someone else looking at the rose bush doesn't see your mother. Jemand anders, der diesen Rosenbusch anschaut, sieht deine Mutter nicht. By believing in the existence of our own projections, we become happy and sad for a while. Indem wir an die Existenz unserer Projektionen glauben, werden wir traurig oder glücklich für eine Weile. When a pot is filled by drops of water, it is not the first drop of water which fills the pot, nor is it the last, nor any one of the separate drops that enter it. Wenn ein Topf mit Tropfen von Wasser gefüllt wird, ist es nicht der erste Tropfen von Wasser, der den Topf füllt, noch ist es der letzte und auch keine der getrennten Tropfen, You die might think, dazwischen eintreten. but if you observe the last drop as it comes into the pot, it overflows or it's exactly filled. Wir könnten denken, wenn wir das genau beobachten, dann werden wir sehen, diesen einen Tropfen, der den Topf sozusagen zum Überfließen bringt oder ihn genau schlüssig füllt. That is an illusion, Das ist eine Illusion. because that drop by itself could not fill the pot. Denn diese Tropfen konnte aus sich selbst heraus den Topf nicht füllen. It fills the pot in dependence on all the other drops which are already in the pot. Es füllt den Topf in Abhängigkeit von allen anderen Tropfen, die bereits darin sind im So Topf. he says, it is the accumulation of drops arising in dependent origination that brings about the filling of the pot. Es ist die Anhäufung der Tropfen, die in abhängiger Similarly, whatever we experience of consequent happiness and sorrow did not come from just the first moment of the cause, nor just from its last moment, nor from any of the others,
for it is the connectivity of all the various moments and factors that gives rise to experiences of happiness and sorrow. In der gleichen Weise, wenn wir konsequent das Glück und Sorge oder Trauer empfinden, kommen die nicht vom ersten Moment der Ursache, auch nicht vom letzten und auch nicht von denen dazwischen, sondern es ist die Konnektivität all der verschiedenen Momente. The delusion of entities arises by cutting the flow of interdependence. Das ist, sorry, ich habe es nicht bekommen. Es geht zu schnell für mich. All experiences arise through the interdependence of factors, some of which seem to be outside of our body, some to be on our body, some to be within our body. Alle Erfahrung besteht aus der wechselseitigen Abhängigkeit von Faktoren, von denen manche außerhalb des Körpers, manche auf dem Körper und manche innerhalb des Körpers zu sein scheinen. So when we say, oh, this is the thing that makes me most happy, Wenn wir also sagen, das ist das Ding, was mich am glücklichsten macht, then we're often in this delusion of the figure and the background. dann befinden wir uns oft in dieser Täuschung der Figur und des Hintergrunds. Some aspect of the experiential field comes forward for us because we're giving it more attention. Manche Aspekte des Erfahrungsfeldes kommen zu uns stärker in den Vordergrund, weil wir ihm mehr Beachtung schenken. The more attention we give it, the more it shines with this wonderful light of our mind. Je mehr Beachtung wir ihm schenken, desto mehr strahlt es mit diesem wunderbaren Geist. This makes it seem special and separate. Und das macht es, dass es besonders und auch getrennt erscheint. But it has not actually separated off from the field. Aber es hat sich niemals in der Tat vom Feld getrennt. This is an optical illusion. Das ist eine optische Täuschung. Everything is in it together. Alles ist in dem Feld zusammen. And this co-emergence, this emergence together in its dynamic interweaving is what gives rise to the endless patterning of our existence. Und diese Konvergenz, dieses Zusammenerstehen ist das, was gewissermaßen die dynamische Qualität des gemeinsamen Erstehens in Existenz ist. The special is an insult to the field. Das Besondere ist eine Beleidigung für das Feld. The whole field is required for the manifestation. Das ganze Feld ist erforderlich für die Manifestation. Within this openness of the mind, there arises the particular realm of the moment, the Buddha realm, the mandala of the moment. Innerhalb dieses Moments des Erstehens steht das ganze Feld, das ganze Mandala des Buddha dieses Moments. In a mandala, you have the chief figure. In einem Mandala hast du die Cheffigur, Hauptfigur. Assistant figures and servants and messengers and so on. Und die Stützfiguren, die Boten, die Diener und so weiter. The mandala is not complete without all of them. Und das Mandala ist nicht vollständig, wenn nicht alle da sind. The chief, what might be called the most important figure, requires all the servants. Die Hauptfigur, oder was man als die wichtigste Figur nennen kann, erfordert all die Diener. This is the meaning of Dzogchen, the great completion, the great inclusion, the great whole. Das ist die Bedeutung von Dzogchen, von der großen Vollständigkeit oder dem großen Ganzen. If you divide the field, if you chop it up into pieces and then put them in some hierarchical ranking, you blind yourself to the beauty of the oscillation and pulsation of the field.
Wenn du das Feld unterteilst und in Stücke zerstückelst und dann in eine hierarchische Anordnung bringst, dann verblendest du dich gegenüber der Schönheit des gesamten Feldes. Okay. So then he says, how amazing. When we are alone and free of mental activity, this present experience has no identity or existence of its own. However, we seem to experience something that exists. This deep Dharma is hidden by our obscurations. Er sagt, wie erstaunlich, wenn wir alleine sind und frei von mentaler Aktivität, ist diese angenehme Erfahrung ohne Identität oder Existenz aus sich selbst heraus. Dennoch scheinen wir etwas zu erfahren, das existiert. Dieser tiefe Dharma ist verborgen durch unsere Verdunklungen. When you sit and you really relax and you release yourself from identification, mind is peaceful, and at that point you can't say it exists or doesn't exist, it's big or small, nothing. Das bedeutet, wenn du sitzt und frei von Identifizierung bist, entspannt bist, dann scheint alles so zu sein, dass man es nicht als existent oder nicht existent bezeichnen kann. Und in diesem Moment ist dein Geist friedvoll. And yet something arises in the mind and it seems to exist. Und dennoch entsteht irgendetwas im Geist und es scheint zu existieren. It appears to exist. Es scheint zu existieren. It does not exist. Aber es existiert nicht. This deep Dharma is hidden by our obscurations. Und dieser tiefe Dharma ist verborgen durch unsere Verdunklungen. Means our obscurations grasp at what seems to exist and holds on to it. Mit anderen Worten, unsere Verdunklungen greifen nach dem, was zu existieren scheint und halten daran fest. This appearance now becomes figural. This is the focus of our attention. Und diese Erscheinung wird jetzt zur Figur, zum Fokus unserer Aufmerksamkeit. And the openness of the mind, the space within which this appearance has arisen, that becomes invisible. Und die Offenheit unseres Geistes, dieser Raum, in welchem diese Erscheinung erstanden ist, wird unsichtbar. The deep Dharma of non-duality, of emptiness and appearance is hidden by our grasping fixation on the appearance. Der tiefe Dharma der Nicht-Dualität zwischen Erscheinung und Offenheit oder Leerheit wird verborgen durch die Verdunklung des Festhaltens an der Erscheinung. So he says, now, when we abide evenly in profound non-disturbance, do we find any real existence in anything that occurs? Dann heißt es, jetzt, wo wir in tiefgründigen Nichtgestörtsein verweilen, finden wir da irgendetwas Existentes in allem, was erscheint? Non-disturbance here means that you release yourself from dualistic consciousness, which always takes an object. Und Nichtgestörtheit heißt, dass wir uns aus dem dualistischen Bewusstsein befreien, das immer nach einem Objekt sucht. That is to say, the active form of knowing something is released so that there is pure knowing, or yeshe, primordial knowing, which simply reveals what occurs. Dann in Worten, diese aktive Form, die immer nach Objekten sucht, etwas wissen will, wird entspannt oder losgelassen zu dem ursprünglichen Wissen, Yeshe, das einfach das unmittelbar wahrnimmt, was da ist. You move from looking to seeing. Wenn man so sagen will, man bewegt sich von Schauen zu Sehen. You're not looking for something, checking it out. You just see what occurs. Du suchst nicht nach etwas, du schaust nicht etwas an, sondern untersuchst es nicht, sondern siehst, was erscheint. So, in this state of open lucidity, do you find anything which is real? Also in diesem Zustand offene Leuchtkraft, wirst du da irgendetwas Reales finden?
Oh, this is a kind of rhetorical question. The implicit answer is no. Das ist natürlich nur eine Art rhetorische Frage, denn implizit daran ein Nein ist. Then he says, is there anything that could be said to exist or not exist? Ist da irgendetwas, von dem gesagt werden könnte, es existiert oder es existiert nicht? Well, as soon as you say it exists or does not exist, the mind is moving and you're back in terms of consciousness, in dualistic consciousness. Sobald du sagst, es existiert oder es existiert nicht, bewegt sich dein Geist und du bist wieder zurück im Bewusstsein, im dualistischen Bewusstsein. So this again is a rhetorical question. The answer is no. Also auch das ist wieder eine rhetorische Frage, deren Antwort Nein ist. Who could propose definite assertion or negation? Wer könnte eine definitive Bestätigung oder Negation vorschlagen? So, even although actually the answer is no, we can't say no too strongly because circumstances change. Denn selbst wenn wir wissen, dass die Antwort Nein ist, können wir das Nein nicht allzu stark behaupten, denn die Umstände ändern sich. Since real existence has never occurred, Da wirkliche there is Existenz, nothing to be found. da wirkliche Existenz niemals erschienen ist, gibt es nichts zu finden. But since we have passed countless lives in samsara believing in real existence, who can say there is no real existence? Da wir aber zahllose Leben im Samsara im Glauben an Existenz verbracht haben, wer könnte behaupten, es gibt keine Existenz? What he's doing here is giving a subtle encouragement. Don't conceptualize. Don't think too much about these things. If you look at what occurs as if it were an object, it will drive you crazy. Be present, relax and open. Was hier im Grunde genommen sagt, ist, denke nicht zu viel, versuch nicht zu viel rauszufinden durch Denken. Wenn du versuchst, das, was erscheint, als ein Objekt zu sehen, wird es dich nur verrückt machen. Bleibe entspannt und offen in der Gegenwart dessen, was erscheint. So he says, there are no real objects, nor is there a common substantial basis for objects. Dann sagt er, es gibt keine realen Objekte und auch keine substanzielle Basis für Objekte. Meaning everything arises with dependent co-origination, Dann in Worten, alles entsteht in abhängigem Entstehen which is a dynamic interactive movement. und ist eine dynamische, interaktive Bewegung. And the common basis of all objects is emptiness. Und die gemeinsame Basis aller Objekte ist die Leerheit. The ground of all things is the sky. Der Grund von allem ist der Himmel. When we say ground, we think of the earth, maybe rocks and stones, very solid. Wenn wir But von Grund, actually, the ground of everything is the open sky. wenn wir von Grund reden, dann denken wir sofort an Erde, an Steine, an Felsen, an etwas Solides. Aber der tatsächliche Grund von allem ist der offene Himmel. So now he's talking about how we should settle in our meditation when we're sitting. Und nun spricht er davon, wie wir uns setzen sollten, wenn wir sitzen. You can just sit, relax into the out breath, and be present and follow this guidance. Setz dich hin und entspanne dich und folge diesen Anweisungen. Being free of accepting and rejecting. Sei frei von Akzeptieren und Ablehnen. So our mind is like the sky. Unser Geist ist wie der Himmel. The sky is not improved by rainbows. It's not defiled by dark clouds. Der Himmel wird nicht verbessert durch Regenbögen und nicht beschmutzt durch dunkle Wolken. Even when the sky is full of clouds, it is open. Und selbst wenn der Himmel voller Wolken ist, ist er offen. Because the sky
doesn't stand in a dualistic relation to the cloud. Denn der Himmel steht in keiner dualistischen Beziehung zu der Wolke. The sky is the space, the openness, the invitation, the hospitality, which allows clouds and rainbows. Der Himmel ist der Raum, die Offenheit, die Gastfreundschaft, die sowohl den Regenbögen als auch den Wolken zu erscheinen The sky erlaubt. is indestructible. Und der Himmel ist unzerstörbar. It is Vajra. Er ist Vajra. Our mind is Vajra, indestructible. Unser Geist ist Vajra, unzerstörbar. It's not improved or benefited by happy thoughts. It's not defiled or constricted by negative thoughts. Er wird nicht verbessert durch glückliche Gedanken und er wird nicht beschmutzt durch negative Gedanken. Therefore, what is there to accept? What benefit are we to gain from this? Was gibt es da also zu akzeptieren? Welchen Nutzen würden wir davon haben? What is there to reject? What danger is going to arise from this thought being in the mind? Und was gibt es da abzulehnen? Welche Gefahr wird von einem Gedanken, der im Geist anwesend ist, ausgehen? A thought, a memory, a feeling is in the mind the way a reflection is in the mirror. Ein Gedanke, ein Gefühl, eine Empfindung ist in der Weise im Geist, in der einer Spiegel im Spiegel ist. The reflection does not damage the mirror. Die Spiegelung beschädigt ja den Spiegel nicht. When the reflection ceases to present in the mirror is as before. Wenn die Spiegelung aufhört, präsent zu sein im Spiegel, bleibt der Spiegel, wie er zuvor war. This is the nature of awareness. Und das ist die Natur der Bewusstheit von Rigpa. This is not the nature of the ego self. Aber es ist natürlich nicht die Natur des Ego selbst. The ego self is constantly full of hopes and fears. Das Ego selbst ist ständig voller von Hoffnung und Free Fürchtung. allow yourself to be free of conceptual elaboration. Und deswegen heißt es hier, erlaube dir selbst frei von begrifflicher Ausarbeitung zu sein. No need to analyze, no need to elaborate stories or judgments or come to some conclusion. Kein Grund zu analysieren, zu elaborieren, zu irgendwelchen definitiven Schlussfolgerungen zu The gelangen. mind is bright, Der Geist ist strahlend stay open illumination. und bleibe offen in dieser Beleuchtung. If you conceptualize, you will fill the mind with concepts. Wenn du verbegrifflichst, dann wirst du deinen Geist eben mit Begriffen The anfüllen. ego rests on concepts and consumes them as its food. Das Ego beruht auf Konzepten und frisst sie als seine Nahrung. Awareness does not rest on concepts and does not eat them. Bewusstheit beruht nicht auf Konzepten und isst sie auch nicht. Rigpa is self-nourishing. Das Rigpa ist selbsternährend. It doesn't take nutrition from whatever is occurring. Es nährt sich nicht von irgendwelchen Erscheinungen. With this, we abide in the intrinsic being that which just is, which is the inseparability of the three kayas, free of the artifice of the intellect. Damit verweilen wir in dem Innewohnen, in der Anwesenheit der Untrennbarkeit der drei Kayas, frei von Künstlichkeit des Intellekts. The intrinsic stands in distinction to the compounded. Das Innewohnende steht hier in Unterscheidung zu dem Zusammengesetzten. Samsara is created out of compounding, of joining what are taken to be things together to make patterns which create the delusion of reality. Samsara wird aus dem Zusammensetzen, aus dem Verbinden von Dingen, von Mustern und so weiter, die eine Illusion der Realität erschaffen, zusammengesetzt. Samsara is generated out of the compounding activity of taking what appear to be entities
entities and patterning them together to create the appearance of places and palaces and so on. Samsara ist sozusagen zusammengesetzt aus der Aktivität des Zusammenbringens von Dingen, was als Dinge erscheint und kreiert The so die intrinsic Orte. just is. Das Innewohnende ist einfach. It has no cause. Es hat keine Ursache. It is the groundless ground. Das ist der grundlose Grund. So, if we are busy, we cannot find the intrinsic. Wenn wir busy sind, können wir das Innewohnende nicht finden. The intrinsic is the space, the illuminative space, which shows the coming and going of all the activity, which, if grasped at, will create the delusion of entities. Puh, don't get it. Sorry. Didn't get it. Too long. Okay, it's a long afternoon. We're almost at the end. Almost at. Yeah. Well, I'd have to say it in another way. Bit by bit. The intrinsic Das Innewohnende illuminates whatever is moving. Beleuchtet alles, was sich bewegt. It has no identifiable qualities. Und es besitzt keine identifizierbaren Qualitäten. It doesn't stand in relation to anything else. Es steht in keine Beziehung zu irgendetwas anderem. No construct can touch it or catch it. Kein Konstrukt kann es berühren oder fangen. And this is our problem with language. Language is the field of activity of the composite, of the compound. Das ist unser Problem, insbesondere mit der Sprache, die ja ein Feld der Aktivität des Zusammengesetzten und des Zusammensetzens ist. We know our structure. We have subject, object, verb or subject, verb, object. Das zeigt schon die Struktur. Wir haben Subjekt, Objekt und Verb oder Subjekt, Verb und Objekt. Someone is doing something to something. Irgendjemand tut irgendetwas an irgendetwas. The intrinsic is free of this activity. Und das Innewohnende ist frei von dieser Aktivität. But it doesn't mean it's avoiding it. Aber das bedeutet nicht, dass es die vermeidet. It's free of it in the way that the mirror is free of the reflection. Es ist frei davon in der Art und Weise, wie der Spiegel frei von seinem Spiegel ist. The reflection is in the mirror, but the mirror is kada, is pure, untouched, virgin. Die Spiegelung ist im Spiegel, aber der Spiegel selbst ist Kasak, rein, jungfräulich, unberührt von der Spiegelung. So remain free of all the artificial activity of the intellect. Also bleibe frei von der Künstlichkeit des Intellekts. And very sweet, he says, remaining relaxed, we become great beings. Dann sehr süßerweise sagte, indem wir entspannt bleiben, werden wir zu großen Wesen. The corollary of this is, if you don't remain relaxed, you become a sentient being. Die Schlussfolgerung daraus ist, wenn du nicht entspannt bleibst, dann wirst du zu einem fühlenden Wesen. So then he says, in this way, with the relative truth spirit of enlightenment and the absolute spirit, the absolute truth spirit of enlightenment, the two accumulations will be completed without difficulty, and there will be the wonderful richness of benefit for others and ourselves. Dann heißt es, in dieser Weise wird die relative Wahrheit des Erleuchtungsgeistes und die absolute Wahrheit des Erleuchtungsgeistes, die zwei Anhäufungen werden damit ohne Schwierigkeiten The spirit of vollendet. enlightenment here is the mind turned towards enlightenment, the intention to gain enlightenment. Der Geist der Erleuchtung, der auf die Erleuchtung ausgerichtete Geist ist damit gemeint.
Und es wird die wunderbare In Reichhaltigkeit the zum Nutzen relative anderer level, und it's unserer all the selbst stages of the path. geben. Und auf der relativen Ebene sind das die Ebenen des On the Weges. absolute level, it is the intrinsic. Und auf der absoluten Ebene ist das Innewohnende. These collaborating together complete the accumulations of merit and wisdom. Und diese zusammenwirkend vervollständigen die Ansammlung von Tugend und Because the Weisheit. absolute bodhicitta is the wisdom of emptiness, and the relative truth bodhicitta is the merit accumulated from working for the benefit of others. Denn das absolute Bodhicitta ist die Weisheit der Leerheit und das relative Bodhicitta ist die Tugend und das Verdienst zum Wohle anderer. And due to this, there is great benefit for all beings. Und aufgrund dessen gibt es einen großen Nutzen für alle Wesen. So, this brings us to the end of the basic text. Das bringt uns zu dem Ende dieses grundlegenden Textes. There is a small colophon giving its history, but you can read that. It's self-explanatory. Es ist ein kleines Kolophon, das die Geschichte dieses Textes gibt, aber das ist selbsterklärend und man kann es selbst lesen. So this is a very beautiful text. Ein wunderbarer Text. It shows how when you bind yourself into the mode or the mood of isolation, many troubles arise. Zeigt, auf welche Weise, wenn du dich in diese Stimmung oder den Geist der Isolation bindest, viele Schwierigkeiten entstehen. And therefore, as he says at the end, by developing compassion, we link out to all beings. Und daher sollten wir, indem wir Mitgefühl entwickeln, sozusagen uns mit allen Wesen verknüpfen. And by relaxing into infinite open awareness, we include all things. Und indem wir in die unendliche offene Bewusstheit entspannen, schließen wir alle Dinge ein. So this connecting and including brings us to the great circle, the great completion. Und dieses Einschließen und dieses Verbinden bringt uns zu dem großen Kreis der großen Vollständigkeit. So then when you walk down the street, everything that is occurring is movement in space. Wenn du also da die Straße läufst, entlangläufst, ist alles, was erscheint, die Bewegung des Raums. Like a firework, your mind sends out all kind of little streamers of interpretation. Wie ein Feuerwerk scheint unser Geist da ein Feuerwerk von Interpretationen hinaus zu senden. If you don't take this too seriously, it's the play of the mind. Wenn du es nicht zu ernst nimmst, dann ist es das Spiel des Geistes. Everything is just the movement of the mind. Alles ist einfach die Bewegung des Geistes. However, we also see people, we see their faces, we see sadness, we see hope. Wir sehen aber auch Leute und wir sehen deren Gesichter, die Traurigkeit, die Hoffnung. It's also revealed in their postures and tone of voice and so on. Und auch das wird in den Haltungen, in Stimmen, Ton und so weiter ertönt. People show how they are positioned within the parameters of their limited identity. Und das zeigt, wie die Leute sich positionieren in den Parametern ihrer begrenzten Identität. And then how sad. Wie traurig. They think that they exist. Sie denken, sie existieren, But they are not even as wise as a 3-year-old child. aber sie sind nicht einmal so weise wie ein 3-jähriges Kind. A child will know, I am a princess or I am a great warrior. Das Kind wird wissen, dass es eine Prinzessin oder ein großer Krieger ist.
but they think, oh, my life is not good, I'm so sad, I have a terrible job. Aber sie denken, oh, mein Leben ist nicht gut, ich bin so traurig, ich habe einen furchtbaren Job. They are in the prison of their own conceptualization. Sie befinden sich im Gefängnis ihrer eigenen Konzeptualisierung. And so compassion flows easily towards them. Und so fließt auf einfache Weise Mitgefühl zu ihnen. So that is the end for today. Das ist für heute das Ende. Quite a long day. This is quite a dense text, but so hopefully it's useful to give some sense of the Mahayana view. Ziemlich langer Tag, ein ziemlich dichter Text, aber hoffentlich gibt es uns einen Sinn für die Sichtweise des Mahayana. We have another meeting in, I think, 3 weeks' time, and we'll be looking at the Dzogchen text at the end of the book. Wir haben ein anderes Treffen in, glaube ich, 3 Wochen und werden den Text, Dzogchen-Text am Ende des Buches anschauen. So I wish you good practice. Ich wünsche euch eine gute Praxis and the chance to enjoy this beautiful depth and light of the teaching of the Dharma. und eine Chance, die wunderbare Tiefe und das Licht der Unterweisung des Dharma zu genießen. Text is a good friend. Dieser Text ist ein guter Freund. Because if there is one clear gift it can give us is don't blame yourself and don't blame other people. Denn wenn es hier ein gutes Geschenk darin gibt, dann ist es schon mal, beschuldige dich selbst nicht und beschuldige andere Leute nicht. Be gentle to yourself, gentle with other people. Sei sanft mit dir und mit anderen Leuten. Knowing the faults of others, knowing the faults of yourself brings very little benefit. Sich mit den Fehlern von uns und mit den Fehlern anderer auszukennen, bringt wenig Nutzen. So don't rest inside the conceptual elaboration. Also ruhe nicht innerhalb der konzepthaften Ausarbeitung. But again and again, relax and release. Relax and release. Entspanne und lass los, entspannen, lass los, immer wieder. And awaken to the inseparability of wisdom and compassion. Und erwache zu der Untrennbarkeit von Weisheit und Mitgefühl. And now I will have compassion on my old body and take it out for a walk. Und jetzt werde ich Mitgefühl mit meinem alten Körper haben und ihn auf einen Spaziergang hinausbringen. So I wish you a good evening. Good evening. Thank you. Bye for now. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you, James. Thank you. Bye. And of course, Bye. and I didn't say thank you also to Pedro for his organization, and thank you to our wonderful translators who kept every stream flowing. Thank you very Dziękuję much. jeszcze dla Pedro. Thank you. Gracias. Thank you. Thanks so much. Thank you. Bye. Bye. Bye.